Schach von Wutenow. Ein faszinierendes Werk von Theodor Fontane, entführt in die Welt des Schachs und der tiefgründigen menschlichen Beziehungen. In dieser Erzählung geht es um die Begegnung zwischen einem jungen Mann und einem älteren Schachmeister. Nicht nur auf dem Schachbrett, sondern auch im Leben eine spannende Partie spielen. Fontane zeigt uns die Komplexität der menschlichen Psyche und die moralischen Dilemmata, die uns oft in Entscheidungsprozesse verwickeln. Begleiten Sie uns auf dieser Reise, die in die Tiefen der menschlichen Seele führt. Chapter 1 im Salon der Frau von Karajan. In dem Salon der in der Bärenstraße wohnenden Frau von Karajan und ihrer Tochter Victoire waren an ihrem gewöhnlichen Empfangsabend einige Freunde versammelt, aber freilich wenige nur, da die große Hitze des Tages auch die treuesten Anhänger des Zirkels ins Freie gelockt hatte. Von den Offizieren des Regiments Gensdarmes, die selten an einem dieser Abende fehlten, war nur einer erschienen, ein Herr von Alvensleben, und hatte neben der schönen Frau vom Hause Platz genommen, unter gleichzeitigem scherzhaften Bedauern darüber, dass gerade der fehle, dem dieser Platz in Wahrheit gebühre. Beiden gegenüber, an der Mitte des Zimmers zugekehrten Tischseite, saßen zwei Herren in Zivil, die, seit wenig Wochen erst, heimisch in diesem Kreise, sich nichtsdestoweniger bereits eine dominierende Stellung innerhalb desselben errungen hatten. Am entschiedensten der um einige Jahre jüngere von beiden, ein ehemaliger Stabskapitän, der, nach einem abenteuernden Leben in England und den Unionsstaaten in die Heimat zurückgekehrt, allgemein als das Haupt jener militärischen Frondeurs angesehen wurde, die damals politische Meinung der Hauptstadt machten bzw. terrorisierten. Sein Name war von Bülow. Nonchalance gehörte mit zur Genialität. Und so focht er denn, beide Füße weit vorgestreckt und die linke Hand in der Hosentasche, mit seiner rechten in der Luft umher, um durch lebhafte Gestikulationen seinem Kathedervortrage Nachdruck zu geben. Er konnte, wie seine Freunde sagten, nur sprechen, um Vortrag zu halten, und er sprach eigentlich immer. Der starke Herr neben ihm war der Verleger seiner Schriften, Herr Daniel Sander, im Übrigen, aber sein vollkommener Widerpart, wenigstens in allem, was Erscheinung anging. Ein schwarzer Vollbart umrahmte sein Gesicht, das ebenso viel Behagen wie Sarkasmus ausdrückte, während ihm der in der Taille, knapp anschließende Rock von niederländischem Tuche sein Embonpoint zusammenschnürte. Was den Gegensatz vollendete, war die feinste weiße Wäsche, worin Bülow keineswegs exzellierte. Das Gespräch, das eben geführt wurde, schien sich um die kurz vorher beendete Haugwitsche Mission zu drehen, die, nach Bülows Ansicht, nicht nur ein wünschenswertes Einvernehmen zwischen Preußen und Frankreich wiederhergestellt, sondern auch den Besitz von Hannover noch als Morgengabe mit eingetragen habe. Frau von Karajan aber bemängelte diese Morgengabe, weil man nicht gut geben oder verschenken könne, was man nicht habe, bei welchem Worte die bis dahin unbemerkt am Theetisch beschäftigt gewesene Tochter Victoire der Mutter einen zärtlichen Blick zuwarf, während Alvensleben der schönen Frau die Hand küsste. Ihre Zustimmung, lieber Alvensleben, nahm Frau von Karajan das Wort, war ich sicher. Aber sehen Sie, wie Minos und Radamanthusartig unser Freund Bülow dasitzt. Er brütet mal wieder Sturm. Victoire, reiche Herrn von Bülow von den Karlsbader Oblaten. Es ist, glaube ich, das Einzige, was er von Österreich gelten lässt. Inzwischen unterhält uns Herr Sander von unseren Fortschritten in der neuen Provinz. Ich fürchte nur, dass sie nicht groß sind. Oder sagen wir lieber, gar nicht existieren, erwiderte Sander. Alles, was zum welfischen Löwen oder zum springenden Ros hält, will sich nicht preußisch regieren lassen, und ich verdenke es keinem. Für die Polen reichten wir allenfalls aus, aber die Hannoveraner sind feine Leute. Ja, das sind sie, bestätigte Frau von Karajan, während sie gleich danach hinzufügte, vielleicht auch etwas hochmütig. Etwas, lachte Bülow. Oh, meine gnädigste, wer doch allzeit einer ähnlichen Milde begegnete. Glauben Sie mir, ich kenne die Hannoveraner seit lange, hab ihnen in meiner Altmärker-Eigenschaft sozusagen von Jugend auf über den Zaun geguckt und darf Ihnen danach versichern, dass alles das, was mir England so zuwider, in diesem welfischen Stammlande doppelt anzutreffen ist. Ich gönn Ihnen deshalb die Zuchtroute, die wir Ihnen bringen. Unsere preußische Wirtschaft ist erbärmlich, und Mirabeau hatte recht, den gepriesenen Staat Friedrichs des Großen mit einer Frucht zu vergleichen, die schon faul sei, bevor sie noch reif geworden, aber faul oder nicht, eines haben wir wenigstens ein Gefühl davon, dass die Welt in diesen letzten 15 Jahren einen Schritt vorwärts gemacht.
und dass sich die großen Geschicke derselben nicht notwendig zwischen Nute und Notte vollziehen müssen. In Hannover aber glaubt man immer noch an eine Spezialaufgabe Kahlenbergs und der Lüneburger Heide. Nomen est omen. Es ist der Sitz der Stagnation, eine Brutstätte der Vorurteile. Wir wissen wenigstens, dass wir nichts taugen. Und in dieser Erkenntnis ist die Möglichkeit der Besserung gegeben. Im Einzelnen bleiben wir hinter ihnen zurück, zugegeben, aber im Ganzen sind wir ihnen voraus, und darin steckt ein Anspruch und ein Recht, die wir geltend machen müssen. Dass wir, trotz Sander, in Polen eigentlich gescheitert sind, beweist nichts. Der Staat strengte sich nicht an und hielt seine Steuereinnehmer gerade für gut genug, um die Kultur nach Osten zu tragen. Insoweit mit Recht, als selbst ein Steuereinnehmer die Ordnung vertritt, wenn auch freilich von der unangenehmen Seite. Victoire, die von dem Augenblick an, wo Polen mit ins Gespräch gezogen worden war, ihren Platz am Teetisch aufgegeben hatte, droht jetzt zu dem Sprecher hinüber und sagte: Sie müssen wissen, Herr von Bülow, dass ich die Polen liebe, sogar de tout mon cœur. Und dabei beugte sie sich aus dem Schatten in den Lichtschein der Lampe vor, in dessen Helle man jetzt deutlich erkennen konnte, dass ihr feines Profil einst dem der Mutter geglichen haben mochte, durch zahlreiche Blatternarben aber um seine frühere Schönheit gekommen war. Jeder musste es sehen. Und der Einzige, der es nicht sah, oder, wenn er es sah, als absolut gleichgültig betrachtete, war Bülow. Er wiederholte nur: Oh ja, die Polen. Es sind die besten Mazurka-Tänzer und darum lieben sie, nicht doch. Ich liebe sie, weil sie ritterlich und unglücklich sind. Auch das. Es lässt sich dergleichen sagen, und um dies ihr Unglück könnte man sie beinahe beneiden. Denn es trägt ihnen die Sympathien aller Damenherzen ein. In Fraueneroberungen haben sie, von alter Zeit her, die glänzendste Kriegsgeschichte. Und wer rettete? Sie kennen meine ketzerischen Ansichten über Rettungen. Und nun gar Wien. Es wurde gerettet. Allerdings. Aber wozu? Meine Fantasie schwelgt ordentlich in der Vorstellung, eine Favoritsultanin in der Krypta der Kapuziner stehen zu sehen. Vielleicht, da wo jetzt Maria Theresia steht. Etwas vom Islam ist bei diesen Handel- und Versandelmännern immer zu Hause gewesen, und Europa hätte ein bisschen mehr von Seereil oder Haremwirtschaft ohne großen Schaden ertragen. Ein eintretender Diener meldete den Rittmeister von Schach, und ein schimmerfreudiger Überraschung überflog beide Damen, als der Angemeldete gleich danach eintrat. Er küsste der Frau von Karajan die Hand, verneigte sich gegen Victoire und begrüßte dann Alvensleben mit Herzlichkeit, Bülow und Sander aber mit Zurückhaltung. Ich fürchte, Herrn von Bülow unterbrochen zu haben. Ein allerdings unvermeidlicher Fall, antwortete Sander und rückte seinen Stuhl zur Seite. Man lachte, Bülow selbst stimmte mit ein, und nur an Schachs mehr als gewöhnlicher Zurückhaltung ließ sich erkennen, dass er entweder unter dem Eindruck eines ihm persönlich unangenehmen Ereignisses oder aber einer politisch unerfreulichen Nachricht in den Salon eingetreten sein müsse. Was bringen Sie, lieber Schach? Sie sind präokkupiert. Neue Stürme. Nicht das, gnädigste Frau, nicht das. Ich komme von der Gräfin Haugwitz, bei der ich umso häufiger verweile, je mehr ich mich von dem Grafen und seiner Politik zurückziehe. Die Gräfin weiß es und billigt mein Benehmen. Eben begannen wir ein Gespräch, als sich draußen vor dem Palais eine Volksmasse zu sammeln begann, erst Hunderte, dann Tausende. Dabei wuchs der Lärm, und zuletzt wurde ein Stein geworfen und flog an dem Tisch vorbei, daran wir saßen, ein Haar breit, und die Gräfin wurde getroffen. Wovon sie aber wirklich getroffen wurde, das waren die Worte, die Verwünschungen, die heraufklangen. Endlich erschien der Graf selbst. Er war vollkommen gefasst und verleugnete keinen Augenblick den Kavalier. Es währte jedoch lang, ehe die Straße gesäubert werden konnte. Sind wir bereits dahin gekommen? Meute, Krawall. Und das im Lande Preußen, unter den Augen seiner Majestät. Und speziell uns wird man für diese Geschehnisse verantwortlich machen, unterbrach Alvensleben, speziell uns von den Gensdames. Man weiß, dass wir diese Liebedienerei gegen Frankreich miesbilligen, von der wir schließlich nichts haben als gestohlene Provinzen. Alle Welt weiß, wie wir dazu stehen, auch bei Hofe weiß man's, und man wird nicht säumen, uns diese Zusammenrottung in die Schuhe zu schieben. Ein Anblick für Götter, sagte Sander. Das Regiment Gensdames unter Anklage von Hochverrat und Krawall. Und nicht mit Unrecht, fuhr Bülow in jetzt wirklicher Erregung dazwischen. Nicht mit Unrecht, sag ich. Und das witzeln Sie nicht fort.
Sander. Warum führen die Herren, die jeden Tag klüger sein wollen, als der König und seine Minister, warum führen sie diese Sprache? Warum politisieren sie? Ob eine Truppe politisieren darf, stehe dahin, aber wenn sie politisiert, so politisiere sie wenigstens richtig. Endlich sind wir jetzt auf dem rechten Weg, endlich stehen wir da, wo wir von Anfang an hätten stehen. Endlich hat seine Majestät den Vorstellungen der Vernunft Gehör gegeben, und was geschieht? Unsere Herren Offiziere, deren drittes Wort der König und ihre Loyalität ist, und denen doch immer nur wohl. Während, wenn es nach Russland und Juchten und recht wenig nach Freiheit riecht, unsere Herren Offiziere, sag ich, gefallen sich plötzlich in einer ebenso naiven wie gefährlichen Oppositionslust und fordern, durch ihr keckes Tun und ihre noch keckeren Worte den Zorn des kaum besänftigten Imperators heraus. Dergleichen verpflanzt sich dann leicht auf die Gasse. Die Herren vom Regiment Gensdarmes werden freilich den Stein nicht selber heben, der schließlich bis an den Theetisch der Gräfin fliegt. Aber sie sind doch die moralischen Urheber dieses Krawalles. Sie haben die Stimmung dazu gemacht. Nein, diese Stimmung war da. Gut, vielleicht war sie da, aber wenn sie da war, so galt es sie zu bekämpfen, nicht aber sie zu nähren. Nähren wir sie, so beschleunigen wir unseren Untergang. Der Kaiser wartet nur auf eine Gelegenheit. Wir sind mit vielen Posten in sein Schuldbuch eingetragen. Und zählt er erst die Summe, so sind wir verloren. Glaub's nicht, antwortete Schach. Ich vermag Ihnen nicht zu folgen, Herr von Bülow. Was ich beklage. Ich desto weniger. Es trifft sich bequem für Sie, dass Sie mich und meine Kameraden über Landes- und Königstreue belehren und aufklären dürfen, denn die Grundsätze, zu denen Sie sich bekennen, sind momentan obenauf. Wir stehen jetzt nach Ihrem Wunsch und allerhöchstem Willen am Tische Frankreichs und lesen die Brosamen auf, die von des Kaisers Tische fallen. Aber auf wie lange? Der Staat Friedrichs des Großen muss sich wieder auf sich selbst besinnen. So er's nur täte, replizierte Bülow. Aber das versäumt er eben. Ist dies Schwanken, dies immer noch halbe Stehen zu Russland und Österreich, das uns dem Empereur entfremdet, ist das fridericianische Politik? Ich frage Sie? Sie missverstehen mich. So bitt ich, mich aus dem Missverständnis zu reißen, was ich wenigstens versuchen will. Übrigens wollen Sie mich missverstehen, Herr von Bülow. Ich bekämpfe nicht das französische Bündnis, weil es ein Bündnis ist, auch nicht deshalb, weil es nach Art aller Bündnisse darauf aus ist, unsere Kraft zu diesem oder jenem Zweck zu dublieren. Oh nein, wie könnte ich? Allianzen sind Mittel, deren jede Politik bedarf. Auch der große König hat sich dieser Mittel bedient und innerhalb dieser Mittel beständig gewechselt. Aber nicht gewechselt hat er in seinem Endzweck. Dieser war unverrückt, ein starkes und selbstständiges Preußen. Und, nun frag ich Sie, Herr von Bülow, ist das, was uns Graf Haugwitz heimgebracht hat und, was sich Ihrer Zustimmung so sehr erfreut? Ist das ein starkes und selbstständiges Preußen? Sie haben mich gefragt, nun frag ich Sie. Chapter 2. Die Weihe der Kraft. Bülow, dessen Züge den Ausdruck einer äußersten Überheblichkeit anzunehmen begannen, wollte replizieren, aber Frau von Karajan unterbrach und sagte: Lernen wir etwas aus der Politik unserer Tage, wo nicht Friede sein kann, da sei wenigstens Waffenstillstand, auch hier. Und nun raten Sie, lieber Alvensleben, wer heute hier war, uns seinen Besuch zu machen. Eine Berühmtheit, und von der Rahel Levin uns zugewiesen. Also der Prinz, sagte Alvensleben. Oh nein, berühmter oder doch wenigstens tagesberühmter. Der Prinz ist eine etablierte Zelebrität, und Zelebritäten, die 10 Jahre gedauert haben, sind keine mehr. Ich will Ihnen übrigens zu Hilfe kommen, es geht ins Literarische hinüber, und so möchte ich denn auch annehmen, dass uns Herr Sander das Rätsel lösen wird. Ich will es wenigstens versuchen, gnädigste Frau, wobei mir Ihr Zutrauen vielleicht eine gewisse weiche Kraft, oder sagen wir es lieber rundheraus, eine gewisse Weihe der Kraft verleihen wird. Oh, vorzüglich. Ja, Zacharias Werner war hier. Leider waren wir aus, und so sind wir denn um den uns zugedachten Besuch gekommen. Ich habe es sehr bedauert. Sie sollten sich umgekehrt beglückwünschen, einer Enttäuschung entgangen zu sein, nahm Bülow das Wort. Es ist selten, dass die Dichter der Vorstellung entsprechen, die wir uns von ihnen machen. Wir erwarten einen Olympier, einen Nektar- und Ambrosiamann, und sehen stattdessen einen Gourmand, einen Putenbraten verzehren. Wir erwarten Mitteilungen aus seiner geheimsten Zwiesprache, den Göttern, und hören ihn von seinem letzten Orden erzählen, oder wohl gar die allergnädigsten Worte zitieren,
die Serenissimus über das jüngste Kind seiner Muse geäußert hat. Vielleicht auch Serenissima, was immer das denkbar Albernste bedeutet. Aber doch schließlich nichts Alberneres, als das Urteil solcher, die den Vorzug haben, in einem Stall oder einer Scheune geboren zu sein, sagte Schach spitz. Ich muss Ihnen zu meinem Bedauern, mein sehr verehrter Herr von Schach, auch auf diesem Gebiete widersprechen. Der Unterschied, den Sie bezweifeln, ist wenigstens nach meinen Erfahrungen tatsächlich vorhanden. Und zwar, wie Sie mir zu wiederholen gestatten wollen, zu Nichtgunsten von Serenissimus. In der Welt der kleinen Leute steht das Urteil an und für sich nicht höher, aber die verlegene Bescheidenheit darin sich kleidet, und das stotternde schlechte Gewissen, womit es zutage tritt, haben allemal etwas Versöhnendes. Und nun spricht der Fürst. Er ist der Gesetzgeber seines Landes in all und jedem, in Großem und Kleinem, also natürlich auch in Ästhetizis. Wer über Leben und Tod entscheidet, sollte der nicht auch über ein Gedichtchen entscheiden können. Aber, er mag sprechen, was er will, es sind immer Tafeln direkt vom Sinai. Ich habe solche 10 Gebote mehr als einmal verkünden hören und weiß, seitdem, was es heißt, Regarde dans le néant. Und doch stimmig, der Mama bei, bemerkte Victoire, der daran lag, das Gespräch auf sein Anfang, auf das Stück und seinen Dichter also zurückzuführen. Es wäre mir wirklich eine Freude gewesen, den tagesberühmten Herrn, wie Mama ihn einschränkend genannt hat, kennenzulernen. Sie vergessen, Herr von Bülow, dass wir Frauen sind und dass wir als solche ein Recht haben, neugierig zu sein. An einer Berühmtheit wenig Gefallen zu finden, ist schließlich immer noch besser, als sie gar nicht gesehen zu haben. Und wir werden ihn in der Tat nicht mehr sehen, in aller Bestimmtheit nicht, fügte Frau von Karajan hinzu. Er verlässt Berlin in den nächsten Tagen schon und war überhaupt nur hier, um den ersten Proben seines Stückes beizuwohnen. Was also heißt, warf Alvensleben ein, dass an der Aufführung selbst nicht länger mehr zu zweifeln ist. Ich glaube nein, man hat den Hof dafür zu gewinnen, oder wenigstens alle beigebrachten Bedenken niederzuschlagen. Gewusst. Was ich unbegreiflich finde, fuhr Alvensleben fort. Ich habe das Stück gelesen. Er will Luther verherrlichen, und der Pferdefuß des Jesuitismus guckt überall unter dem schwarzen Doktormantel hervor. Am rätselhaftesten aber ist es mir, dass sich Iffland dafür interessiert, Iffland, ein Freimaurer. Woraus ich einfach schließen möchte, dass er die Hauptrolle hat, erwiderte Sander. Unsere Prinzipien dauern gerade so lange, bis sie mit unseren Leidenschaften, Eitelkeiten in Konflikt geraten und ziehen dann jedes Mal den kürzeren. Er wird den Luther spielen wollen, und das entscheidet. Ich bekenne, dass es mir widerstrebt, sagte Victoire, die Gestalt Luthers auf der Bühne zu sehen. Oder gehe ich darin zu weit? Es war Alvensleben, an den sich die Frage gerichtet hatte. Zu weit. Oh, meine teuerste Victoire, gewiss nicht. Sie sprechen mir ganz aus dem Herzen. Es sind meine frühesten Erinnerungen, dass ich in unserer Dorfkirche saß, und mein alter Vater neben mir, der alle Gesangbuchsverse mitsang. Und links neben dem Altar, da hing unser Martin Luther in ganzer Figur, die Bibel im Arm, die rechte darauf gelegt, ein lebensvolles Bild, und sah zu mir herüber. Ich darf sagen, dass dies ernste Mannesgesicht an manchem Sonntage besser und eindringlicher zu mir gepredigt hat als unser Kluckhuhn, der zwar dieselben hohen Backenknochen und dieselben weißen Päffchen hatte wie der Reformator, aber auch weiter nichts. Und diesen Gottesmann, nach dem wir uns nennen und unterscheiden, und zu dem ich nie anders als in Ehrfurcht, Ondacht aufgeschaut habe, den will ich nicht aus den Kulissen oder aus einer Hintertür treten sehen. Auch nicht, wenn Iffland ihn gibt, den ich übrigens schätze, nicht bloß als Künstler, sondern auch als Mann von Grundsätzen und guter preußischer Gesinnung. Pectus facit oratorem, versicherte Sander, und Victoire jubelt. Bülow aber, der nicht gern neue Götter neben sich duldete, warf sich in seinen Stuhl zurück und sagte, während er sein Kinn und seinen Spitzbart strich: Es wird Sie nicht überraschen, mich im Dissens zu finden. Oh, gewiss nicht, lachte Sander. Nur dagegen möchte ich mich verwahren, als ob ich durch einen solchen Dissens irgendwie den Anwalt dieses pfäffischen Zacharias Werner zu machen gedächte, der mir in seinen mystisch-romantischen Tendenzen einfach zuwider ist. Ich bin niemandes Anwalt. Auch nicht Luthers? Fragte Schach ironisch. Auch nicht Luthers. Ein Glück, dass er dessen entbehren kann. Aber auf wie lange? Fuhr Bülow sich aufrichtend fort. Glauben Sie mir, Herr von Schach, auch er ist in der Dekadenz, wie so viel anderes mit ihm, und über ein kleines wird keine Generalanwaltschaft der Welt ihn halten können. Ich habe Napoleon von einer Episode Preußen sprechen hören, erwiderte Schach. Wollen uns die Herren neuerer,
und Herr von Bülow an ihrer Spitze vielleicht auch mit einer Episode Luther beglücken? Es ist so. Sie treffen es. Übrigens sind nicht wir es, die dies Episodentum schaffen wollen. Dergleichen schafft nicht der Einzelne. Die Geschichte schafft es. Und dabei wird sich ein wunderbarer Zusammenhang zwischen der Episode Preußen und der Episode Luther herausstellen. Es heißt auch da wieder: Sage mir, mit wem du umgehst, und ich will dir sagen, wer du bist. Ich bekenne, dass ich die Tage Preußens gezählt glaube, und wenn der Mantel fällt, muss der Herzog nach. Ich überlasse es Ihnen, die Rollen dabei zu verteilen. Die Zusammenhänge zwischen Staat und Kirche werden nicht genugsam gewürdigt. Jeder Staat ist in gewissem Sinne zugleich auch ein Kirchenstaat. Er schließt eine Ehe mit der Kirche, und soll diese Ehe glücklich sein, so müssen beide zueinander passen. In Preußen passen sie zueinander. Und warum? Weil beide gleich dürftig angelegt, gleich eng geraten sind. Es sind Kleinexistenzen, beide bestimmt in etwas Größerem auf- oder unterzugehen. Und zwar bald. Hannibal ante portas. Ich glaubte sie dahin verstanden zu haben, erwiderte Schach, dass uns Graf Haugwitz nicht den Untergang, wohl aber die Rettung und den Frieden gebracht habe. Das hat er. Aber er kann unser Geschick nicht wenden, wenigstens auf die Dauer nicht. Dies Geschick heißt Einverleibung in das Universelle. Der nationale wie der konfessionelle Standpunkt sind hinschwindende Dinge. Vor allem aber ist es der preußische Standpunkt und sein alter Ego der lutherische. Beide sind künstliche Größen. Ich frage, was bedeuten sie? Welche Missionen erfüllen sie? Sie ziehen Wechsel aufeinander. Sie sind sich gegenseitig Zweck und Aufgabe, das ist alles. Und das soll eine Weltrolle sein. Was hat Preußen der Welt geleistet? Was find ich, wenn ich nachrechne? Die großen blauen König Friedrich Wilhelms I, den eisernen Ladestock, den Zopf, und jene wundervoll Moral, die den Satz erfunden hat: Ich hab ihn an die Krippe gebunden, warum hat er nicht gefressen? Gut. Aber Luther? Nun wohl denn, es geht eine Sage, dass mit dem Manne von Wittenberg die Freiheit in die Welt gekommen sei. Und beschränkte Historiker haben es dem norddeutschen Volke so lange versichert, bis man's geglaubt hat. Aber was hat er denn in Wahrheit in die Welt gebracht? Unduldsamkeit und Hexenprozesse, Nüchternheit und Langeweile. Das ist kein Kitt für Jahrtausende. Jener Weltmonarchie, der nur noch die letzte Spitze fehlt, wird auch eine Weltkirche folgen, denn, wie die kleinen Dinge sich finden und im Zusammenhange stehen, so die großen noch viel mehr. Ich werde mir den Bühnen-Luther nicht ansehen, weil er mir in dieses Herrn Zacharias Werner Verzerrung einfach ein Ding ist, das mich ärgert, aber ihn nicht ansehen, weil es Anstoß gebe, weil es Entheiligung sei, das ist mehr, als ich fassen kann. Und wir, lieber Bülow, unterbrach Frau von Karajan. Wir werden ihn uns ansehen, trotzdem es uns Anstoß gibt. Victoire hat recht, und wenn bei Iffland die Eitelkeit stärker sein darf als das Prinzip, so bei uns die Neugier. Ich hoffe, Herr von Schach und Sie, lieber Alvensleben, werden uns begleiten. Übrigens sind ein paar der eingelegten Lieder nicht übel. Wir erhielten sie gestern. Victoire, du könntest uns das ein oder andere davon singen. Ich habe sie kaum durchgespielt. Oh, dann bitt ich umso mehr, bemerkte Schach. Alle Salonvirtuosität ist mir verhasst, aber was ich in der Kunst liebe, das ist ein solches poetisches Suchen und Tappen. Bülow lächelte vor sich hin und schien sagen zu wollen. Ein jeder nach seinen Mitteln. Schach aber führte Victoire an das Klavier, und diese sang, während er begleitet. Die Blüte, sie schläft so leis, und linnt wohl in der Wiege von Schnee. Einlullt sie der Winter, schlaf ein. Geschwind, du blühendes Kind, und das Kind es weint, und verschläft sein Weh und herniedersteigen aus. Duftiger Höhe die Schwestern und lieben und blühen. Eine kleine Pause trat ein. Und Frau von Karajan fragt: Nun, Herr Sander, wie besteht es vor Ihrer Kritik? Es muss sehr schön sein, antwortete dieser. Ich verstehe es nicht, aber hören wir weiter. Die Blüte, die vorläufig noch schläft, wird doch wohl mal erwachen. Und kommt der Mai dann wieder so lind? Dann bricht er die Wiege von Schnee. Er schüttelt die Blüte, wach auf geschwind, du welkendes Kind. Und es hebt das Äuglein, es tut ihm weh und steigt hinauf in die leuchtende Höhe, wo strahlend die Brüderlein blühen. Ein lebhafter Beifall blieb nicht aus, aber er galt ausschließlich Victoires und der Komposition. Und als schließlich auch der Text an die Reihe kam, bekannte sich alles zu Sanders ketzerischen Ansichten. Nur Bülow schwieg. Er hatte, wie die meisten mit Staatenuntergang beschäftigten Frondeurs auch, seine schwachen Seiten, und eine davon war durch das Lied getroffen worden. An dem halbumwölkten Himmel draußen funkelten ein paar Sterne,
die Mondsichel stand dazwischen, und er wiederholte, während er durch die Scheiben der hohen Balkontür hinaufblickte. Wo strahlend die Brüderlein blühen. Wider Wissen und Willen war er ein Kind seiner Zeit und romantisierte. Ein zweites und drittes Lied wurde gesungen, aber das Urteil blieb dasselbe. Dann trennte man sich zu nicht allzu später Stunde. Chapter 3 bei Salatarone. Die Turmuhren auf dem Gensdamenmarkt schlugen 11, als die Gäste der Frau von Karajan auf die Bärenstraße hinaustraten und nach links einbiegend auf die Linden zuschritten. Der Mond hatte sich verschleiert, und die Regenfeuchte, die bereit in der Luft lag und auf Wetterumschlag deutete, werd Allen wohl. An der Ecke der Linden empfahl sich Schach, allerhand Dienstliches vorschützend, während Alvensleben, Bülow und Sander übereinkamen, noch eine Stunde zu plaudern. Aber wo? Fragte Bülow, der im Ganzen nicht wählerisch war, aber doch einen Abscheu gegen Lokal hatte, darin ihm Aufpasser und Kellner die Kehle zuschnürten. Aber wo? Wiederholte Sander. Sieh, das Gute liegt so nah, und wies dabei auf einen Eckladen, über dem in mäßig großen Buchstaben zu lesen stand, Italiener, Wein und Delikatessenhandlung von Salatarone. Da schon geschlossen war, klopfte man an die Haustür, an deren einer Seite sich ein Einschnitt mit einer Klappe befand. Und wirklich, gleich darauf öffnete sich's von innen, ein Kopf erschien am Guckloch, und als Alvenslebens Uniform über den Charakter der etwas späten Gäste beruhigt hatte, drehte sich innen der Schlüssel im Schloss, und alle drei traten ein. Aber der Luftzug, der ging, löschte den Bläke aus, den der Küfer in Händen hielt, und nur eine ganz im Hintergrunde, dicht über der Hoftür schwelende Laterne, gab gerade noch Licht genug, um das Gefährliche der Passage kenntlich zu machen. Ich bitte Sie, Bülow, was sagen Sie zu diesem Defilé? Brummte Sander sich immer dünner machend, und wirklich hieß es auf der Hut sein, denn in Front der zu beiden Seiten liegenden OL und Weinfässer standen Zitronen, Apfelsinenkisten, deren Deckel nach vorn hin aufgeklappt waren. Achtung, sagte der Küfer, hier, allens voll Pinnen und Nägel. Habe mir gestern erst einen eingetreten, also auch spanische Reiter. Oh, Bülow, in solche Lage bringt einen ein militärischer Verlag. Dieser Sanders Schmerzensschrei stellte die Heiterkeit wieder her, und unter Tappen und Tasten war man endlich bis in die Nähe der Hoftür gekommen, wo, nach rechts hin, einige der Fässer weniger dicht nebeneinander lagen. Hier zwängte man sich denn auch durch und gelangte mit Hilfe von 4 oder 5 steilen Stufen in eine mäßig große Hinterstube, gelb gestrichen und halb verblakt, und nach Art aller Frühstücksstuben, um Mitternacht am vollsten war. Überall, an niedrigen Paneelen hin, standen lange, längst eingesessene Ledersofas mit kleinen und großen Tischen davor. Und nur eine Stelle war da, wo dieses Mobiliar fehlte. Hier stand vielmehr ein mit Kästen und Realen überbautes Pult, vor welchem einer der Repräsentanten der Firma Tagaus Tagain auf einem Drehschemel ritt, und seine Befehle gewöhnlich nur ein Wort in ein unmittelbar neben dem Pult befindlichen Keller hinunterrief, dessen Falltür immer offen stand. Unsere 3 Freunde hatten in einer dem Kellerloch schräg gegenüber gelegenen Ecke Platz genommen, und Sander, der Graf, lange genug Verleger war, um sich auf lukullische Feinheiten zu verstehen, überflog eben die Wein- und Speisekarte. Diese war in russisch Leder gebunden, roch aber nach Hummer. Es schien nicht, dass unser Lukul gefunden hatte, was ihm gefiel. Er schob also die Karte wieder fort und sagte, das Geringste, was ich von einem solchen hundstäglichen April erwarten kann, sind Maikräuter, Asperula odorata Linnae, denn ich hab auch Botanisches verlegt. Von dem Vorhandensein frischer Apfelsinen haben wir uns draußen mit Gefahr unseres Lebens überzeugt. Und für den Mosel bürgt uns die Firma. Der Herr am Pult rührte sich nicht, aber man sah deutlich, dass er mit seinem Rücken zustimmte. Bülow und Alvensleben taten desgleichen, und Sander resolvierte kurz. Also Maibole. Das Wort war absichtlich laut und mit der Betonung einer Ordre gesprochen worden. Und im selben Augenblicke scholl es auch schon vom Drehstuhl her in das Kellerloch hinunter. Fritz! Ein zunächst nur mit halber Figur aus der Versenkung auftauchender dicker und kurzhalsiger Junge, wurde, wie wenn auf eine Feder gedrückt worden wäre, sofort sichtbar, übersprang dienststeifrig, indem er die Hand aufsetzte, die letzten 2, 3 Stufen und stand im Nu vor Sander, den er, allem Anscheine nach, am besten kannte. Sagen Sie, Fritz, wie verhält sich die Firma Salatarone zur Maibole? Gut, sehr gut. Aber wir haben erst April,
und so sehr ich im Allgemeinen der Mann der Surrogate bin, so hass ich doch eins, die Tonkabohne. Die Tonkabohne gehört in die Schnupftabaksdose, nicht in die Maibowle. Verstanden? Zu dienen, Herr Sander. Guten, also, Maikräuter. Und nicht lange ziehen lassen. Waldmeister ist nicht Kamillentee. Der Mosel, sagen wir ein Zeltlinger oder ein Brauneberger, wird langsam über die Büschel gegossen. Das genügt. Apfelsinen schnitten als bloßes Ornament. Eine Scheibe zu viel macht Kopfweh. Und nicht zu süß, und eine Klickwort extra. Extra, sag ich, besser ist besser. Damit war die Bestellung beendet, und ehe 10 Minuten um waren, erschien die Bowle darauf nicht. Mehr als 3 oder 4 Waldmeisterblättchen schwamm. Nur gerade genug, den Beweis der Echtheit zu führen. Sehen Sie, Fritz, das gefällt mir. Auf mancher Maibowle schwimmt es wie Entengrütze. Und das ist schrecklich. Ich denke, wir werden Freunde bleiben. Und nun grüne Gläser. Alvensleben lachte. Grüne? Ja, was sich dagegen sagen lässt, lieber Alvensleben, weiß ich, und las es gelten. Es ist in der Tat eine Frage, die mich seit länger beschäftigt und die, neben anderen, in die Reihe jener Zwiespalte gehört, die sich, wir mögen es anfangen wie wir wollen, durch unser Leben hinziehen. Die Farbe des Weins geht verloren, aber die Farbe des Frühlings wird gewonnen, und mit ihr das festliche Gesamtkolorit. Und dies erscheint mir als der wichtigere Punkt. Unser Essen und Trinken, soweit es nicht der gemeinen Lebensnotdurft dient, muss mehr und mehr zur symbolischen Handlung werden, und ich begreife Zeiten des späteren Mittelalters, in denen der Tafelaufsatz und die Fruchtschalen mehr bedeutet, als das Mahl selbst. Wie gut Ihnen das kleidet, Sander, lachte Bülow, und doch dank ich Gott, Ihre Kapaunenrechnung nicht bezahlen zu müssen. Die Sie schließlich doch bezahlen. Ah, das erste Mal, dass ich einen dankbaren Verleger in Ihnen entdecke. Stoßen wir an. Aber alle Welt, da steigt ja der lange Nostitz aus der Versenkung. Sehen Sie, Sander, er nimmt gar kein Ende. Wirklich, es war Nostitz, der, unter Benutzung eines geheimen Eingangs, eben die Kellertreppe hinauf stolperte. Nostitz von den Gensdarmes, der längste Leutnant der Armee, der trotzdem er aus dem Sächsischen stammte, seiner 6 Fuß 3 Zoll halber so ziemlich ohne Widerrede beim Eliteregiment Gensdarme eingestellt und mit einem verbliebenen kleinen Reste von Antagonismus mittlerweile längst fertig geworden war. Ein tollkühner Reiter und ein noch tollkühnerer Kur- und Schuldenmacher. War er seit lang ein allerbeliebtester im Regiment, so beliebt, dass ihn sich der Prinz, der kein anderer war als Prinz Louis, bei Gelegenheit der vorjährigen Mobilisierung zum Adjutanten erbeten hatte. Neugierig, woher er komme, stürmte man mit Fragen auf ihn ein, aber erst als er sich in dem Ledersofa zurechtgerückt hatte, gab er Antwort auf all das, was man ihn fragte. Woher ich komme, warum ich bei den Carayons geschwänzt habe? Nun, weil ich in Französisch Buchholz nachsehen wollte, ob die Störche schon wieder da sind, ob der Kuckuck schon wieder schreit, und ob die Schulmeisterstochter noch so lange flachsblonde Flechten hat, wie voriges Jahr. Ein reizendes Kind, ich lass mir immer die Kirche von ihr zeigen, und wir steigen dann in den Turm hinauf, weil ich eine Passion für alte Glockeninschriften habe. Sie glauben gar nicht, was sich in solchem Turme alles entziffern lässt. Ich zähle das zu meinen glücklichsten und lehrreichsten Stunden. Und eine Blondine, sagten sie. Dann freilich erklärt sich alles. Denn neben einer Prinzessin Flachshaar kann unser Fräulein Victoire nicht bestehen. Und nicht einmal die schöne Mama, die schön ist, aber doch am Ende brünet. Und blond geht immer vor schwarz. Ich möchte das nicht geradezu zum Axiom erheben, fuhr Nostitz fort. Es hängt doch alles noch von Nebenumständen ab, die hier freilich ebenfalls zugunsten meiner Freundin sprechen. Die schöne Mama, wie Sie sie nennen, wird 37, bei welcher Addition ich wahrscheinlich galant genug bin, ihr ihre 4 Ehejahre halb statt doppelt zu rechnen. Aber das ist Schachs Sache, der über kurz oder lang in der Lage sein wird, ihren Taufschein um seine Geheimnisse zu befragen. Wie das? Fragte Bülow. Wie das? Wiederholte Nostitz. Was doch die Gelehrten, und wenn es gelehrte Militärs wären, für schlechte Beobachter sind. Ist Ihnen denn das Verhältnis zwischen beiden entgangen? Ein ziemlich vorgeschrittenes, glaub ich. C'est le premier pas, qui coûte. Sie drücken sich etwas dunkel aus, Nostitz. Sonst nicht gerade mein Fehler. Ich meinerseits glaube Sie zu verstehen, unterbrach Alvensleben. Aber Sie täuschen sich, Nostitz, wenn Sie daraus auf eine Partie schließen.
Schach ist eine sehr eigenartige Natur, die, was man auch an ihr aussetzen mag, wenigstens manche psychologische Probleme stellt. Ich habe beispielsweise keinen Menschen kennengelernt, bei dem alles so ganz und gar auf das Ästhetische zurückzuführen wäre, womit es vielleicht in einem gewissen Zusammenhange steht, dass er überspannte Vorstellungen von Intaktheit und Ehe hat, wenigstens von einer Ehe, wie er sie zu schließen wünscht. Und so bin ich denn wie von meinem Leben überzeugt, er wird niemals eine Witwe heiraten, auch die schönste nicht. Könnt aber hierüber noch irgendein Zweifel sein, so wird ihn ein Umstand beseitigen, und dieser eine Umstand heißt Victoire, wie schon so mancher Heiratsplan, an einer unrepräsentablen Mutter gescheitert. So wird er hier an einer unrepräsentablen Tochter scheitern. Er fühlt sich durch ihre mangelnde Schönheit geradezu genirrt und erschrickt vor dem Gedanken, seine Normalität, wenn ich mich so ausdrücken darf, mit ihrer Unnormalität in irgendwelche Verbindung gebracht zu sehen. Er ist krankhaft abhängig bis zur Schwäche, von dem Urteil der Menschen, speziell seiner Standesgenossen, und würde sich jederzeit außerstande fühlen, irgendeiner Prinzessin oder auch nur einer hochgestellten Dame Victoiren als seine Tochter vorzustellen. Möglich. Aber dergleichen lässt sich vermeiden. Doch schwer zurückzusetzen oder ganz einfach als Aschenbrödel zu behandeln, das widerstreitet seinem feinen Sinn, dazu hat er das Herz zu sehr auf dem rechten Fleck. Auch würde Frau von Karajan das einfach nicht dulden. Denn so gewiss sie Schach liebt, so gewiss liebt sie Victoire. Ja, sie liebt diese noch um ein gut Teil mehr. Es ist ein absolut ideales Verhältnis zwischen Mutter und Tochter, und gerade dies Verhältnis ist es, was mir das Haus so wert gemacht hat und noch macht. Also, begraben wir die Partie, sagte Bülow. Mir persönlich zu besonderer Genugtuung und Freude, denn ich schwärme für diese Frau. Sie hat den ganzen Zauber des Wahren und Natürlichen, und selbst ihre Schwächen sind reizend und liebenswürdig. Und daneben dieser Schach. Er mag seine Meriten haben, meinetwegen, aber mir ist er nichts als ein Pedant und Wichtigtuer. Und zugleich die Verkörperung jener preußischen Beschränktheit, die nur 3 Glaubensartikel hat. Erstes Hauptstück. Die Welt ruht nicht sicherer auf den Schultern des Atlas, als der preußische Staat auf den Schultern der preußischen Armee. Zweites Hauptstück. Der preußische Infanterieangriff ist unwiderstehlich. Und drittens und letztens. Eine Schlacht ist nie verloren, solange das Regiment Garde du Corps nicht angegriffen hat. Oder natürlich auch das Regiment Gensdarmes. Denn sie sind Geschwister, Zwillingsbrüder. Ich verabscheue solche Redensarten, und der Tag ist nahe, wo die Welt die Hohlheit solcher Rodomontaden erkennen wird. Und doch unterschätzen sie Schach. Er ist immerhin einer unserer Besten. Umso schlimmer. Einer unserer Besten, sage ich, und wirklich ein guter. Er spielt nicht bloß den Ritterlichen, er ist es auch. Natürlich auf seine Weise. Jedenfalls trägt er ein ehrliches Gesicht und keine Maske. Alvensleben hat recht, bestätigte Nostitz. Ich habe nicht viel für ihn übrig, aber das ist wahr. Alles an ihm ist echt. Seine steife Vornehmheit, so langweilig und so beleidigend ich sie finde. Und darin unterscheidet er sich von uns. Er ist immer er selbst, gleich viel ob er in den Salon tritt, oder vorm Spiegel steht, oder beim Zubettegehen sich seine safranfarbenen Nachthandschuhe anzieht. Sander, der ihn nicht liebt, soll entscheiden und das letzte Wort über ihn haben. Es ist keine 3 Tage, hob dieser an, dass ich in der Haude und Spenerschen gelesen, der Kaiser von Brasilien habe den heiligen Antonius zum Obristleutnant befördert und seinen Kriegsminister angewiesen, besagtem Heiligen die Löhnung bis auf weiteres gut zu schreiben, welche Gutschreibung mir einen noch größeren Eindruck gemacht hat, als die Beförderung. Aber gleichviel, in Tagen derartiger Ernennungen und Beförderungen wird es nicht auffallen, wenn ich die Gefühle dieser Stunde, zugleich aber den von mir geforderten Entscheid und Richterspruch, in die Worte zusammenfasse. Seine Majestät der Rittmeister von Schach, er lebt, hoch. Oh, vorzüglich Sander, sagte Bülow, damit haben Sie's getroffen. Die ganze Lächerlichkeit auf einen Schlag, der kleine Mann in den großen Stiefeln, aber meinetwegen er lebe. Da haben wir denn zum Ueberfluss auch noch die Sprache von S.R. Majestät getreuster Opposition, antwortete Sander und erhob sich. Und nun Fritz, die Rechnung. Erlauben die Herren, dass ich das Geschäftliche arrangiere. In besten Händen, sagte Nostitz, und 5 Minuten später traten alle wieder ins Freie. Der Staub wirbelte vom Tor her die Linden herauf,
Augenscheinlich war ein starkes Gewitter im Anzug, und die ersten großen Tropfen fielen bereits. Hâtez-vous. Und jeder folgte der Weisung und mühte sich, so rasch wie möglich, und auf nächstem Wege seine Wohnung zu erreichen. Chapter 4 in Tempelhof. Der nächste Morgen sah Frau von Karajan und Tochter in demselben Eckzimmer, in dem sie den Abend vorher ihre Freunde bei sich empfangen hatten. Beide liebten das Zimmer und gaben ihm auf Kosten aller anderen den Vorzug. Es hatte 3 hohe Fenster, von denen die beiden untereinander im rechten Winkel stehenden auf die Beeren- und Charlottenstraße sahen, während das dritte, türartige, das ganze, breit abgestumpfte Eck einnahm und auf ein mit einem vergoldeten Rokoko-Gitter eingefassten Balkon hinausführte. Sobald es die Jahreszeit erlaubte, stand diese Balkontür offen und gestattete, von beinahe jeder Stelle des Zimmers aus, einen Blick auf das benachbarte Straßentreiben, das, der aristokratischen Gegend unerachtet, zu mancher Zeit ein besonders belebtes war, am meisten um die der Frühjahrsparaden, wo nicht bloß die berühmten alten Infanterieregimenter der Berliner Garnison, sondern, was für die Karajons wichtig, auch die Regimenter der Garde du Corps und Gendarmes unter dem Klang ihrer silbernen Trompeten an dem Hause vorüberzogen. Bei solcher Gelegenheit, wo sich dann selbstverständlich die Augen der Herrn Offiziers zu dem Balkon hinaufrichtet, hatte das Eckzimmer erst seinen eigentlichen Wert und hätte gegen kein anderes vertauscht werden können. Aber es war auch an stillen Tagen ein reizendes Zimmer, vornehm und gemütlich zugleich. Hier lag der türkische Teppich, der noch die glänzenden, fast ein halbes Menschenalter zurückliegende Petersburger Tage des Hauses Karajan gesehen hatte. Hier stand die Malachitne Stuzur, ein Geschenk der Kaiserin Katharina. Und hier paradierte vor allem auch der große, reich vergoldete Trumeau, der der schönen Frau täglich aufs Neue versichern musste, dass sie noch eine schöne Frau sei. Victoire ließ zwar keine Gelegenheit vorübergehen, die Mutter über diesen wichtigen Punkt zu beruhigen, aber Frau von Karajan war doch klug genug, es sich jeden Morgen durch ihr von ihr selbst zu kontrollierendes Spiegelbild neu bestätigen zu lassen, ob ihr Blick in solchem Momente zu dem Bilde des mit einem roten Ordensband in ganzer Figur über dem Sofa hängenden Herrn von Karajan hinüberglitt, oder ob sich ihr ein stattlicheres Bild vor die Seele stellte, war für niemand zweifelhaft, der die häuslichen Verhältnisse nur einigermaßen kannte. Denn Herr von Karajan war ein kleiner schwarzer Koloniefranzose gewesen, der außer einigen in der Nähe von Bordeaux lebenden Vornehmen Karajans und einer ihn mit Stolz erfüllenden Zugehörigkeit zur Legation nichts Erhebliches in die Ehe mitgebracht hatte. Am wenigsten aber männliche Schönheit. Es schlug 11, erst draußen, dann in dem Eckzimmer, in welchem beide Damen an einem Tapezerierahmen beschäftigt waren. Die Balkontür war weit auf, denn trotz des Regens, der bis an den Morgen gedauert hatte, stand die Sonne schon hell am Himmel und erzeugte so ziemlich dieselbe Schwüle, die schon den Tag vorher geherrscht hatte. Victoire blickte von ihrer Arbeit auf und erkannte den schachschen kleinen Groom, der mit Stulpenstiefeln und 2 Farben am Hut, von denen sie zu sagen liebte, dass es die schachschen Landesfarben seien, die Charlottenstraße heraufkam. »Oh, sieh nur«, sagte Victoire. »Da kommt Schachs kleiner Ned, und wie wichtig er wieder tut. Aber er wird auch zu sehr verwöhnt, und immer mehr eine Puppe, was er nur bringen mag.« Ihre Neugier sollte nicht lange unbefriedigt bleiben. Einen Augenblick später hörten beide die Klingel gehen, und ein alter Diener in Gamaschen, der noch die vornehmen Petersburger Tage miterlebt hatte, trat ein, um auf einem silbernen Tellerchen ein Billett zu überreichen. Victoire nahm es. Es war an Frau von Karajan adressiert. »An dich, Mama.« »Lies nur«, sagte diese. »Nein, du selbst. Ich hab eine Scheu vor Geheimnissen.« »Närrin«, lachte die Mutter und erbrach das Billett und las: »Meine gnädigste Frau, der Regen der vorigen Nacht hat nicht nur die Wege gebessert, sondern auch die Luft. Alles in allem ein so schöner Tag, wie sie der April uns Hyperboreern nur selten gewährt. Ich werde 4 Uhr mit meinem Wagen vor ihrer Wohnung halten, um Sie und Fräulein Victoire zu einer Spazierfahrt abzuholen. Über das Ziel erwarte ich Ihre Befehle. Wissen Sie doch, wie glücklich ich bin, Ihnen gehorchen zu können. Bitte Bescheid durch den Urheberbringer. Er ist gerade firm genug im Deutschen, um ein Ja oder Nein nicht zu verwechseln. Unter Gruß und Empfehlungen an meine liebe Freundin Victoire, die zu größerer Sicherheit vielleicht eine Zeit schreibt ihr Schach. Nun, Victoire, was lassen wir sagen? Aber du kannst doch nicht ernsthaft fragen, Mama? Nun denn also ja.
Viktor hatte sich mittlerweile bereits an den Schreibtisch gesetzt, und ihre Feder kritzelte, herzlichst akzeptiert, trotzdem die Ziele vorläufig im Dunkeln bleiben. Aber ist der Entscheidungsmoment erst da, so wird er uns auch das richtig wählen lassen. Frau von Karajan las über Viktors Schulter fort. Es klingt so vieldeutig, sagte sie. So will ich ein bloßes Ja schreiben, und du kontrasignierst. Nein, las es nur. Und Viktor schloss das Blatt und gab es dem draußen wartenden Groom. Als sie vom Flur her in das Zimmer zurückkehrte, fand sie die Mama nachdenklich. Ich liebe solche Pikanterien nicht, und am wenigsten solche Rätselsätze. Du dürftest sie auch nicht schreiben. Aber ich darf alles. Und nun höre mich. Es muss etwas geschehen, Mama. Die Leute reden so viel auch schon zu mir, und da Schach immer noch schweigt, und du nicht sprechen darfst, so muss ich es tun statt eurer, und euch verheiraten. Alles in der Welt kehrt sich einmal um, sonst verheiraten Mütter ihre Tochter, hier liegt es anders, und ich verheirate dich. Er liebt dich und du liebst ihn. In den Jahren seid ihr gleich, und ihr werdet das schönste Paar sein, das seit Menschengedenken im französischen Dom oder in der Dreifaltigkeitskirche getraut wurde. Du siehst, ich lasse dir wenigstens hinsichtlich der Prediger und der Kirche die Wahl. Mehr kann ich nicht tun in dieser Sache. Dass du mich mit in die Ehe bringst, ist nicht gut, aber auch nicht schlimm. Wo viel Licht ist, ist viel Schatten. Frau von Karajans Auge wurde feucht. Ach, meine süße Victoire, du siehst es anders, als es liegt. Ich will dich nicht mit Bekenntnissen überraschen und in bloßen Andeutungen. Zu sprechen, wie du gelegentlich liebst, widerstreitet mir. Ich mag auch nicht philosophieren, aber das lass dir sagen, es liegt alles vorgezeichnet in uns, und was Ursach scheint, ist meist schon wieder Wirkung und Folge. Glaube mir, deine kleine Hand wird das Band nicht knüpfen, das du knüpfen möchtest. Es geht nicht, es kann nicht sein, ich weiß es besser. Und warum auch? Zuletzt lieb ich doch eigentlich nur dich. Ihr Gespräch wurde durch das Erscheinen einer alten Dame, Schwester des verstorbenen Herrn von Karajan, unterbrochen, die jeden Dienstag ein für allemal zu Mittag geladen war, und unter zu Mittag pünktlicherweise 12 Uhr verstand, trotzdem sie wusste, dass bei den Karajans erst um 3 Uhr gegessen wurde. Tante Marguerite, das war ihr Name, war noch eine echte Koloniefranzösin, D.H., eine alte Dame, die das damalige, sich fast ausschließlich im Dativ bewegende Berlinisch mit geprünnten Munde sprach, das Ü dem I vorzog, entweder Kirschen aß oder in die Kirche ging, und ihre Rede selbstverständlich mit französischen Einschiebseln und Anredefloskeln garnierte. Sauber und altmodisch gekleidet, trug sie Sommer und Winter denselben kleinen Seidenmantel und hatte jene halbe Verwachsenheit, die damals bei den alten Koloniedamen so allgemein, dass Victoire einmal als Kind gefragt hatte: Wie kommt es nur, liebe Mama, dass fast alle Tanten so, ich weiß nicht wie sind? Und dabei hatte sie eine hohe Schulter gemacht. Zu dem Seidenmantel Tante Margueritens gehörten auch noch ein paar seidene Handschuhe, die ganz besonders in Ehren hielt und immer erst auf dem obersten Treppenabsatz anzog. Ihre Mitteilungen, an denen sie's nie fehlen ließ, entbehrten all und jedes Interesses. Am meisten aber dann, wenn sie, was sie sehr liebte, von hohen und höchsten Personen sprach. Ihre Spezialität waren die kleinen Prinzessinnen der königlichen Familie, La Petite Princesse Charlotte et La Petite Princesse Alexandrine, die sie gelegentlich in den Zimmern einer ihr befreundeten französischen Erzieherin sah, und mit denen sie sich derartig liiert fühlte, dass, als eines Tages die Brandenburger Torwache beim Vorüberfahren von La Princesse Alexandrine versäumt hatte, rechtzeitig ins Gewehr zu treten und die Trommel zu rühren, sie nicht nur das allgemeine Gefühl der Empörung teilte, sondern das Ereignis überhaupt ansah, als ob Berlin ein Erdbeben gehabt habe. Das war das Tändchen, das eben eintrat. Frau von Karajan ging ihr entgegen und hieß sie herzlich willkommen, herzlicher als sonst wohl, und das einfach deshalb, weil durch ihr Erscheinen ein Gespräch unterbrochen worden war, das selbst fallen zu lassen sie nicht mehr die Kraft gehabt hatte. Tante Marguerite fühlte sofort heraus, wie günstig heute die Dinge für sie lagen, und begann denn auch in demselben Augenblicke, wo sie sich gesetzt und die Seidenhandschuhe in ihren Pompadour gesteckt hatte, sich dem hohen Adel königlicher Residenzien zuzuwenden, diesmal mit Umgehung der allerhöchsten Herrschaften. Ihre Mitteilungen aus der Adelssphäre waren ihren Hofanekdoten in der Regel weit vorzuziehen und hätten ein für allemal passieren können, wenn sie nicht die Schwäche gehabt hätte,
die doch immerhin wichtige Personalfrage mit einer äußersten Geringschätzung zu behandeln. Mit anderen Worten, sie verwechselte beständig die Namen, und wenn sie von einer Eskapade der Baronie Stieglitz erzählte, so durfte man sicher sein, dass sie die Gräfin Taube gemeint hatte. Solche Neuigkeiten eröffneten denn auch das heutige Gespräch, Neuigkeiten, unter denen dass der Rittmeister von Schenk vom Regiment Garde du Corps der Prinzessin von Croy eine Serenade gebracht habe. Die weitaus wichtigste war ganz besonders, als nach einigem Hin- und Herfragen herausstellte, dass der Rittmeister von Schenk in den Rittmeister von Schach, das Regiment Garde du Corps in das Regiment Gehensdames und die Prinzessin von Croy in die Prinzessin von Karolath zu transponieren sei. Solche Richtigstellungen wurden von Seiten der Tante jedes Mal ohne jede Spur von Verlegenheit entgegengenommen, und solche Verlegenheit kam ihr denn auch heute nicht, als ihr, zum Schluss ihrer Geschichte, mitgeteilt wurde, dass der Rittmeister von Schenk alias Schach noch im Lauf dieses Nachmittags erwartet werde, da man eine Fahrt über Land mit ihm verabredet habe. Vollkommener Kavalier wie er sei, werde er sich sicherlich freuen, liebe Verwandte des Hauses an dieser Ausfahrt mit teilnehmen zu sehen. Eine Bemerkung, die von Tante Marguerite sehr wohlwollend aufgenommen, von einem unwillkürlichen Zupfen an ihrem Taftkleide begleitet wurde. Um Punkt 3 war man zu Tische gegangen, und um Punkt 4, l'exactitude est la politesse des Rois, würde Bülow gesagt haben, erschien eine zurückgeschlagene Halbchase vor der Tür in der Bärenstraße. Schach, der selbst fuhr, wollte die Zügel dem Groom geben, beide Karaillons aber grüßten schon reisefertig vom Balkon her und waren im nächsten Moment mit einer ganzen Ausstattung von Tüchern, Sonnen- und Regenschirmen unten am Wagenschlag. Mit ihnen auch Tante Marguerite, die nunmehr vorgestellt, und von Schach mit einer ihm eigentümlichen Mischung von Artigkeit und Grandezza begrüßt wurde. Und nun das dunkle Ziel, Fräulein Victoire. Nehmen wir Tempelhof, sagte diese. Gut gewählt, nur pardon, es ist das undunkelste Ziel von der Welt. Namentlich heute. Sonne und wieder Sonne. In raschem Trabe ging es, die Friedrichstraße hinunter, erst auf das Rondel und das Hallische Tor zu, bis der tiefe Sandweg, der zum Kreuzberg hinaufführte, zu langsamerem Fahren nötigte. Schach glaubte sich entschuldigen zu müssen. Aber Victoire, die rückwärts saß und in halber Wendung bequem mit ihm sprechen konnte, war, als echtes Stadtkind, aufrichtig, entzückt über all und jedes, was sie zu beiden Seiten des Weges sah, und wurde nicht müde, Fragen zu stellen und ihn durch das Interesse, das sie zeigte, zu beruhigen. Am meisten amüsierten sie die seltsam ausgestopften Altweibergestalten, die zwischen den Sträuchern und Gartenbeeten umher standen und entweder eine Strohhutkiepe trugen oder mit ihren 100 Papilloten im Winde flatterten und klapperten. Endlich war man den Anhang hinauf und über den festen Lehmweg hin, der zwischen den Pappeln lief, trabte man jetzt wieder rascher auf Tempelhof zu. Neben der Straße stiegen Drachen auf, Schwalben schossen hin und her, und am Horizonte blitzten die Kirchtürme der nächstgelegenen Dörfer. Tante Marguerite, die, bei dem Winde der ging, beständig bemüht war, ihren kleinen Mantelkragen in Ordnung zu halten, übernahm es nichtsdestoweniger, den Führer zu machen, und setzte dabei beide Karajan'sche Damen ebenso sehr durch ihre Namensverwechslungen, durch Entdeckung gar nicht vorhandener Ähnlichkeiten in Erstaunen. Sie, liebe Victoire, dieser Wülmersdörfer Kirchturm, ähnelt er nicht unserer Dorotheenstädtschen Kirche? Victoire schwieg. Ich meine nicht um seiner Spitze, liebe Victoire, nein, um seinem Corps de Logis. Beide Damen erschraken. Es geschah aber, was gewöhnlich geschieht, dass nämlich, dass alles das, was die Näherstehenden in Verlegenheit bringt, von den Fernerstehenden entweder überhört oder aber mit Gleichgültigkeit aufgenommen wird. Und, nun gar Schach. Er hatte viel zu lang in der Welt alter Prinzessinnen und Hofdamen gelebt, um noch durch irgendein Dummheits- oder Nichtbildungszeichen in ein besonderes Erstaunen gesetzt werden zu können. Er lächelte nur und benutzte das Wort Dorotheenstädtische Kirche, das gefallen war, Frau von Karajan zu fragen, ob sie schon von dem Denkmal Kenntnis genommen, das, in eben genannter Kirche, seitens des hochseligen Königs seinem Sohne, dem Grafen von der Mark, errichtet worden sei? Mutter und Tochter verneinten. Tante Marguerite jedoch, die nicht gerne zugestand, etwas nicht zu wissen oder wohl gar nicht gesehen zu haben, bemerkte ganz ins Allgemeine hin: Ach, der liebe, kleine Prinz, dass er so früh sterben musste. Wie jämmerlich. Und ähnelte doch seiner hochseligen Frau Mutter um beiden Augen.
Einen Augenblick war es, als ob der in seinem Legitimitätsgefühle stark verletzte Schach antworten und den, von seiner hochseligen Mutter geborenen, lieben, kleinen Prinzen aufs Schmählichste dethronisieren wollte. Rasch aber übersah er die Lächerlichkeit solcher Idee, wies also lieber doch wenigstens etwas zu tun, auf das eben sichtbar werdende grüne Kuppeldach des Charlottenburger Schlosses hin und bog im nächsten Augenblick in die große mit alten Linden bepflanzte Dorfgasse von Tempelhof ein. Gleich das zweite Haus war ein Gasthaus. Er gab dem Groom die Zügel und sprang ab, um den Damen beim Aussteigen behilflich zu sein. Aber nur Frau von Karajan und Victoire nahmen die Hilfe dankbar an, während Tante Marguerite verbindlich ablehnte, weil sie gefunden habe, dass man sich auf seinen eigenen Händen immer am besten verlassen könne. Der schöne Tag hatte viele Gäste hinausgelockt, und der von einem Staketenzaun eingefasste Vorplatz war denn auch an allen seinen Tischen besetzt. Das gab eine kleine Verlegenheit, als man aber eben schlüssig geworden war, in dem Hintergarten, unter einem halboffenen Kegelbahnhäuschen, den Kaffee zu nehmen, ward einer der Ecktische frei, so dass man in Front des Hauses mit dem Blick auf die Dorfstraße verbleiben konnte. Das geschah denn auch, und es traf sich, dass es der hübscheste Tisch war. Aus seiner Mitte wuchs ein Ahorn auf, und wenn es auch, ein paar Spitzen abgerechnet, ihm vorläufig noch an allem Laubschmucke fehlte, so saßen doch schon die Vögel in seinen Zweigen und zwitscherten. Und nicht das bloß sah man. Equipagen hielten in der Mitte der Dorfstraße, die Stadtkutscher plauderten, Bauern und Knechte, die mit Pflug und Egge vom Felde hereinkamen, zogen an der Wagenreihe vorüber. Zuletzt kam eine Herde, die der Schäferspitz von rechts und links her zusammenhielt, und dazwischen hörte man die Bettglocke, die läutete. Denn es war eben die 6. Stunde. Die Karajans, so verwöhnte Stadtkinder sie waren, oder vielleicht auch weil sie's waren, enthusiasmierten sich über all und jedes und jubelten, als Schach einen Abendspaziergang in die Tempelhofer Kirche zur Sprache brachte. Sonnenuntergang sei die schönste Stunde. Tante Marguerite freilich, die sich vor dem unvernünftigen Vieh fürchtete, wäre lieber am Kaffeetisch zurückgeblieben, als ihr aber der zu weiterer Beruhigung herbeigerufene Wirt aufs Eindringlichst versichert hatte, dass sie sich um den Bullen nicht zu fürchten brauche, nahm sie Victoires Arm, trat mit dieser auf die Dorfstraße hinaus, während Schach und Frau von Karajan folgten. Alles, was noch an dem Staketenzaune saß, sah ihnen nach. »Es ist nicht so fein gesponnen«, sagte Frau von Karajan und lachte. Schach sah sie fragend an. »Ja, lieber Freund, ich weiß alles. Und niemand Geringeres als Tante Marguerite hat uns heute Mittag davon erzählt.« »Wovon?« »Von der Serenade. Die Caroline ist eine Dame von Welt und vor allem eine Fürstin. Und Sie wissen doch, was Ihnen nachgesagt wird, dass Sie der garstigsten Prinzesse vor der schönsten Bourgeoise den Vorzug geben würden?« »Jeder garstigen Prinzess, sag ich, aber zum Überfluss ist die Caroline auch noch schön. Unteint de Lys et de Rose. Sie werden mich eifersüchtig machen.« Schach küsste der schönen Frau die Hand. »Tante Marguerite hat Ihnen richtig berichtet, und Sie sollen nun alles hören. Auch das Kleinste. Denn, wenn es mir wie zugestanden, eine Freude gewährt, einen solchen Abend unter meinen Erlebnissen zu haben, so gewährt es mir doch eine noch größere Freude, mit meiner schönen Freundin darüber plaudern zu können. Ihre Plaisanterien, die so kritisch und doch zugleich so voll guten Herzens sind, machen mir erst alles lieb und wert. Lächeln Sie nicht. Ach, dass ich Ihnen alles sagen könnte. Teure Josephine, Sie sind mir das Ideal einer Frau, klug und doch ohne Gelehrsamkeit und Dünkel, espritvoll und doch ohne Moquanterie. Die Huldigungen, die mein Herz darbringt, gelten nach wie vor nur Ihnen, der liebenswürdigsten und besten. Und das ist Ihr höchster Reiz, meine teure Freundin, dass Sie nicht einmal wissen, wie gut Sie sind, und welch Stille Macht Sie über mich üben.« Er hatte fast mit Bewegung gesprochen, und das Auge der schönen Frau leuchtete, während ihre Hand in der seinen zittert. Rasch aber nahm sie den scherzhaften Ton wieder auf und sagte: »Wie gut Sie zu sprechen verstehen. Wissen Sie wohl, so gut spricht man nur aus der Verschuldung heraus, oder aus dem Herzen. Aber lassen wir's bei der Verschuldung, die nach Sühne verlangt. Und zunächst nach Beichte. Deshalb kam ich gestern. Ich hatte vergessen, dass Ihr Empfangsabend war, und erschrak fast, als ich Bülow sah und diesen aufgedunsenen Roturier, den Sander. Wie kommt er nur in Ihre Gesellschaft? Er ist der Schatten Bülows, ein sonderbarer Schatten,
der 3-mal schwerer wiegt als der Gegenstand, der ihn wirft. Ein wahres Mammut. Nur seine Frau soll ihn noch übertreffen. Weshalb ich neulich spöttisch erzählen hörte, Sander, wenn er seine Brunnenpromenade vorhabe, gehe nur 3-mal um seine Frau herum? Und dieser Mann Bülows Schatten, wenn Sie lieber sagten, sein Sancho Panza. So nehmen Sie Bülow selbst als Don Quixote. Ja, meine Gnädigste. Sie wissen, dass es mir im Allgemeinen widersteht, zu medisieren, aber dies ist auch nicht medisieren, ist eher Schmeichelei. Der gute Ritter von La Mancha war ein ehrlicher Enthusiast, und nun fragt ich Sie, teuerste Freundin, lässt sich von Bülow dasselbe sagen? Enthusiast. Er ist exzentrisch, nichts weiter, und das Feuer, das in ihm brennt, ist einfach das einer infernalen Eigenliebe. Sie verkennen ihn, lieber Schach. Er ist verbittert, gewiss, aber ich fürchte, dass er ein Recht hat, es zu sein. Wer an krankhafter Überschätzung leidet, wird immer 1000 Gründe haben, verbittert zu sein. Er zieht von Gesellschaft zu Gesellschaft und predigt die billigste der Weisheiten, die Weisheit post festum. Lächerlich, an allem, was uns das letzte Jahr an Demütigungen gebracht hat, ist, wenn man ihn hört, nicht der Übermut oder die Kraft unserer Feinde schuld, oh nein, dieser Kraft würde man mit einer größeren Kraft unschwer haben begegnen können, wenn man sich unserer Talente, will also sagen, der Talente Bülows rechtzeitig versichert hätte. Das unterließ die Welt, und daran geht sie zugrunde. So geht es endlos weiter. Darum Ulm und darum Austerlitz. Alles hätte ein anderes Ansehen gewonnen, sich anders zugetragen, wenn diesem korsischen Thron- und Kronenräuber, diesem Engel der Finsternis, der sich Bonaparte nennt, die Lichtgestalt Bülows auf dem Schlachtfeld entgegengetreten wäre. Mir widerwärtig. Ich hasse solche Fanfaronaden. Er spricht von Braunschweig und Hohenlohe, wie von lächerlichen Größen, ich aber halte zu dem fridericianischen Satz, dass die Welt nicht sicherer auf den Schultern des Atlas ruht, als Preußen auf den Schultern seiner Armee. Während dieses Gespräch zwischen Schach und Frau von Karajan geführt wurde, war das ihnen voranschreitende Paar bis an eine Wegstelle gekommen, von der aus ein Fußpfad über ein frisch gepflügtes Ackerfeld hin sich abzweigte. Das ist die Kirche, sagte das Tännchen und zeigte mit ihrem Parasol auf ein neu gedecktes Turmdach, dessen Rot aus allerlei Gestrüpp und Gezweig hervorschimmerte. Victoire bestätigte, was sich ohnehin nicht bestreiten ließ, und wandte sich gleich danach nach rückwärts, um die Mama durch eine Kopf- und Handbewegung zu fragen, ob man den hier abzweigenden Fußpfad einschlagen wolle. Frau von Karajan nickte zustimmend, und Tante und Nichte schritten in der angedeuteten Richtung weiter. Überall aus dem braunen Acker stiegen Lerchen auf, die hier, noch ehe die Saat heraus war, schon ihr Furchennest gebaut hatten. Ganz zuletzt aber kam ein Stück brachliegendes Feld, das bis an die Kirchhofsmauer lief, und, außer einer spärlichen Grasnarbe, nichts aufwies als einen trichterförmigen Tümpel, in dem ein Unkenpaar musizierte, während der Rand des Tümpels in hohen Binsen stand. Sie, Victoire, das sind Binsen. Ja, liebe Tante, kannst du dir denken, ma chère, dass, als ich jung war, die Binsen als kleine Nachtlichter gebraucht wurden, und auch wirklich ganz ruhig auf einem Glase schwammen, wenn man krank war, oder auch bloß nicht schlafen konnte. Gewiss, sagte Victoire, jetzt nimmt man Wachsfädchen, die man zerschneidet, und in ein Kartenstückchen steckt. Ganz recht, mein Engelchen, aber früher waren's Binsen, des Jungs. Und sie brannten auch. Und deshalb erzähle ich es dir. Denn sie müssen doch ein natürliches Fett gehabt haben, ich möchte sagen, etwas Kienenes. Es ist wohl möglich, antwortete Victoire, die der Tante nie widersprach, und horchte, während sie dies sagte, nach dem Tümpel hin, in dem das Musizieren der Unken immer lauter wurde. Gleich danach aber sah sie, dass ein halberwachsenes Mädchen von der Kirche her im vollen Lauf auf sie zukam und mit einem zottigen weißen Spitz sich neckte, der bellend und beißend an der Kleinen emporsprang. Dabei warf die Kleine, mitten im Lauf, einen an einem Strick und einem Klöppel hängenden Kirchenschlüssel in die Luft und fing ihn so geschickt wieder auf, dass weder der Schlüssel noch der Klöppel ihr wehtun konnte. Zuletzt aber blieb sie stehen und hielt die linke Hand vor die Augen, weil die niedergehende Sonne sie blendete. »Bist du die Küsterstochter?« fragte Victoire. »Ja«, sagte das Kind, »dann bitte, gib uns den Schlüssel oder komm mit uns und schließ uns die Kirche wieder auf. Wir möchten sie gerne sehen, wir und die Herrschaften da.« »Gerne«, sagte das Kind und lief wieder vorauf,
überkletterte die Kirchhofsmauer und verschwand alsbald hinter den Haselnuss- und Hagebuttensträuchern, die hier so reichlich standen, dass sie, trotzdem sie noch kahl waren, eine dichte Hecke bildeten. Das Tännchen und Viktor folgten ihr und stiegen langsam über verfallene Gräber weg, die der Frühling noch nirgends mit seiner Hand berührt hatte. Nirgends zeigte sich ein Blatt, und nur unmittelbar neben der Kirche war eine schattig feuchte Stelle wie mit Veilchen überdeckt. Viktor bückte sich, um hastig davon zu pflücken, und als Schach und Frau von Karajan im nächsten Augenblick den eigentlichen Hauptweg des Kirchhofes heraufkamen, ging ihnen Viktor entgegen und gab der Mutter die Veilchen. Die Kleine hatte mittlerweile schon aufgeschlossen und saß wartend auf dem Schwellstein. Als aber beide Paare heran waren, erhob sie sich rasch und trat, allen vorauf, in die Kirche, deren Chorstühle fast so schräg standen wie die Grabkreuze draußen. Alles wirkte kümmerlich und zerfallen. Der eben sinkende Sonnenball aber, der hinter den nach Abend zu gelegenen Fenstern stand, übergoss die Wände mit einem rötlichen Schimmer und erneuerte, für Augenblicke wenigstens, die längst blind gewordene Vergoldung der Alterheiligen, die hier noch, aus der katholischen Zeit her ihr Dasein fristeten. Es konnte nicht ausbleiben, dass das genfährisch reformierte Tännchen aufrichtig erschrak, als sie dieser Götzen ansichtig wurde. Schach aber, der unter seine Liebhabereien auch die Genealogie zählte, fragte bei der Kleinen an, ob nicht vielleicht alte Grabsteine da wären. »Einer ist da«, sagte die Kleine, »dieser hier«, und wies auf ein abgetretenes, aber doch noch deutlich erkennbares Steinbild, das aufrecht in einen Pfeiler, dicht neben dem Altar, eingemauert war. Es war ersichtlich ein Reiteroberst. »Und wer ist es?« fragte Schach. »Ein Tempelritter«, erwiderte das Kind, und hieß der Ritter von Tempelhof, und diesen Grabstein ließ er schon bei Lebzeiten machen, weil er wollte, dass er ihm ähnlich werden sollte. Hier nickte das Tännchen zustimmend, weil das Ähnlichkeitsbedürfnis des angeblichen Ritters von Tempelhof eine verwandte Seite in ihrem Herzen traf. »Und er baute diese Kirche«, fuhr die Kleine fort, »und baute zuletzt auch das Dorf und nannte es Tempelhof, weil er selber Tempelhof hieß, und die Berliner sagen Templau, aber es ist falsch.« All das nahm die Damen in Andacht hin, und nur Schach, der neugierig geworden war, fragte weiter, ob sie nicht das ein oder andere noch aus den Lebzeiten des Ritters wisse? Nein, aus seinen Lebzeiten nicht, aber nachher. Alle horchten auf, am meisten das sofort einen leisen Grusel verspürende Tännchen, die Kleine. Hingegen fuhr in ruhigem Ton fort. Ob es alles so wahr ist, wie die Leute sagen, das weiß ich nicht, aber der alte Cosette Maltusch hat es noch miterlebt. Aber was denn, Kind? Er lag hier vor dem Altar über 100 Jahre, bis es ihn ärgerte, dass die Bauern und Einsegnungskinder immer auf ihm herumstanden und ihm das Gesicht abschurten, wenn sie zum Abendmahl gingen. Und der alte Maltusch, der jetzt ins 90. geht, hat mir und meinem Vater erzählt, er hab's noch mit seinen eigenen Ohren gehört, dass es noch mitunter so gepoltert, gerollt hätte, wie wenn es drüben über Schmargendorf donnert. Wohl möglich, aber sie verstanden nicht, was das Poltern und Rollen bedeutete, fuhr die Kleine fort. Und so ging es bis das Jahr, wo der russische General, dessen Namen ich immer vergesse, hier auf dem Tempelhofer Felde lag. Da kam einen Sonnabend der vorige Küster und wollte die Singezahlen wegwischen und neue für den Sonntag anschreiben, nahm auch schon das Kreidestück. Aber da sah er mit einem Male, dass die Zahlen schon weggewischt und neue Gesangbuchzahlen und auch die Zahlen von einem Bibelspruch, Kapitel und Vers, mit angeschrieben waren, altmodisch und undeutlich und nur so gerade noch zu lesen. Und als sie nachschlugen, da fanden sie: Du sollst deinen Toten in Ehren halten und ihn nicht schädigen an seinem Antlitz. Und nun wussten sie, wer die Zahlen geschrieben, und nahmen den Stein auf und mauerten ihn in diesen Pfeiler. Ich finde doch, sagte Tante Marguerite, die, je schrecklicher sie sich vor Gespenstern fürchtete, desto lebhafter ihr Vorhandensein bestritt, ich finde doch, die Regierung sollte mehr gegen dem Aberglauben tun. Und dabei wandte sie sich ängstlich von dem unheimlichen Steinbild ab und ging mit Frau von Karajan, die, was Gespensterfurcht anging, mit dem Tännchen wetteifern konnte, wieder dem Ausgange zu. Schach folgte mit Viktor, der er den Arm gereicht hatte. »War es wirklich ein Tempelritter?« fragte diese. »Meine Tempelritterkenntnis beschränkt sich freilich nur auf den einen im Nathan,
Aber wenn unsere Bühne die Kostümfrage nicht zu willkürlich behandelt hat, so müssen die Tempelritter durchaus anders ausgesehen haben. Habe ich recht? Immer recht, meine liebe Victoire. Und der Ton dieser Worte traf ihr Herz und zitterte darin nach, ohne dass sich Schach dessen bewusst gewesen wäre. Wohl, aber wenn kein Templer, was dann? Fragte sie weiter und sah ihn zutraulich und doch verlegen an. Ein Reiteroberst aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Oder vielleicht auch erst aus den Tagen von Fehrbellin. Ich las sogar seinen Namen. Achim von Hacke. So halten Sie die ganze Geschichte für ein Märchen? Nicht eigentlich das, oder wenigstens nicht in allem. Es ist erwiesen, dass wir Templer in diesem Lande hatten und die Kirche hier mit ihren vorgotischen Formen mag sehr wohl bis in jene Templertage zurückreichen. So viel ist glaubhaft. Ich höre so gern von diesem Orden. Auch ich. Er ist von der strafenden Hand Gottes am schwersten heimgesucht worden, und eben deshalb auch der poetischste und interessanteste. Sie wissen, was ihm vorgeworfen wird: Götzendienst, Verleugnung Christi, Laster aller Art. Und ich fürchte mit Recht. Aber groß wie seine Schuld, so groß war auch seine Sühne, ganz dessen zu geschweigen, dass auch hier wieder der unschuldig Urheberlebende die Schuld voraufgegangener Geschlechter zu büßen hatte. Das Los und Schicksal aller Erscheinungen, die sich, auch da noch wo sie fehlen und irren, dem Alltäglichen entziehen. Und so sehen wir denn den schuldbeladenen Orden, all seiner Unrühmlichkeiten unerachtet, schließlich in einem wiedergewonnenen Glorienschein zugrunde gehen. Es war der Neid, der ihn tötete, der Neid und der Eigennutz, und schuldig oder nicht, mich überwältigt seine Größe. Victoire lächelt. Wer sie so hörte, lieber Schach, könnte meinen, einen nachgeborenen Templer in ihnen zu sehen. Und doch war es ein mönchischer Orden, und mönchisch war auch sein Gelübde. Hätten sie's vermocht, als Templer zu leben und zu sterben? Ja, vielleicht verlockt durch das Kleid, das noch kleidsamer war als die Supraweste der Gensdames. Nicht durch das Kleid, Victoire. Sie verkennen mich. Glauben Sie mir, es lebt etwas in mir, das mich vor keinem Gelübde zurückschrecken lässt. Um es zu halten? Aber ehe er noch antworten konnte, fuhr sie rasch, in wieder scherzhafter werdendem Ton fort. Ich glaube, Philippe le Bel hat den Orden auf dem Gewissen. Sonderbar, dass alle historischen Personen, die den Beinamen des Schönen führen, mir unsympathisch sind. Und ich hoffe, nicht aus Neid. Aber die Schönheit, das muss wahr sein, macht selbstisch, und wer selbstisch ist undankbar und treulos. Schach suchte zu widerlegen. Er wusste, dass sich Victoirens Worte, so sehr sie Piquanterien und Andeutungen liebte, ganz unmöglich gegen ihn gerichtet haben konnten, und darin traf er's auch. Es war alles nur Jeu d'esprit, eine Nachgiebigkeit gegen ihren Hang zu philosophieren. Und doch, alles, was sie gesagt hatte, so gewiss es absichtslos gesagt worden war, so gewiss war es doch auch aus einer dunklen Ahnung herausgesprochen worden. Als ihr Streit schwieg, hatte man den Dorfeingang erreicht, und Schach hielt auf Frau von Karajan und Tante Marguerite, die sich beide versäumt hatten, zu warten. Als sie heran waren, bot er der Frau von Karajan den Arm und führte diese bis an das Gasthaus zurück. Victoire sah ihnen betroffen nach und sann nach über den Tausch, den Schach mit keinem Worte der Entschuldigung begleitet hatte. Was war das? Und sie verfärbte sich, als sie sich aus einem plötzlichen Argwohn heraus die selbstgestellte Frage beantwortet hatte. Von einem Wiederplatznehmen vor dem Gasthause war keine Rede mehr, und man gab es umso leichter und lieber auf, als es inzwischen kühl geworden, und der Wind, der den ganzen Tag über geweht hatte, nach Nordwesten hin umgesprungen war. Tante Marguerite bät sich den Rücksitz aus, um nicht gegen den Winde zu fahren. Niemand widersprach. So nahm sie denn den erbetenen Platz. Und während jeder in Schweigen überdachte, was ihm der Nachmittag gebracht hatte, ging es in immer rascherer Fahrt wieder auf die Stadt zurück. Diese lag schon in Dämmer, als man bis an den Abhang der Kreuzberghöhe gekommen war, und nur die beiden Gensdamentürme ragten noch mit ihren Kuppeln aus dem graublauen Nebel empor. Chapter 5. Victoire von Karajan an Lisette von Perbant. Berlin, den 3. Mai. Ma chère Lisette, wie froh war ich, endlich von dir zu hören, und so Gutes. Nicht, als ob ich es anders erwartet hätte. Wenige Männer habe ich kennengelernt, die mir so ganz eine Garantie des Glückes zu bieten scheinen, wie der deinige, gesund, wohlwollend, anspruchslos und von jenem schönen Wissens- und Bildungsmaß,
das ein gleich gefährliches zu viel und zu wenig vermeidet. Wobei ein zu viel das vielleicht noch gefährlichere ist. Denn junge Frauen sind nur zu geneigt, die Forderung zu stellen: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich sehe das beinahe täglich bei Rombergs. Und Marie weiß es ihrem klugen und liebenswürdigen Gatten wenig Dank, dass er über Politik und französische Zeitungen die Visiten und Toiletten vergisst. Was mir allein eine Sorge machte, war deine neue masurische Heimat, ein Stück Land, das ich immer als einen einzigen großen Wald mit 100 Seen und Sümpfen vorgestellt habe. Da dachte ich denn, diese neue Heimat könne dich leicht in ein melancholisches Träumen versetzen, das dann immer der Anfang zu Heimweh oder wohl gar zu Trauer und Tränen ist. Und davor, so hab ich mir sagen lassen, erschrecken die Männer. Aber ich sehe zu meiner herzlichen Freude, dass du auch dieser Gefahr entgangen bist, dass die Birken, die dein Schloss umstehen, grüne Pfingstmaien und keine Trauerbirken sind. Apropos, über das Birkenwasser musst du mir gelegentlich schreiben. Es gehört zu den Dingen, die mich immer neugierig gemacht haben und die kennenzulernen mir bis diesen Augenblick versagt geblieben ist. Und nun soll ich dir über uns berichten. Du fragst teilnehmend nach all und jedem und verlangst sogar von Tante Margueriten, neuester Prinzessin und neuester Namensverwechslung zu hören. Ich könnte dir gerade davon erzählen, denn es sind keine 3 Tage, dass wir wenigstens von diesen Verwechslungen ein gerüttelt und geschüttelt Maß gehabt haben. Es war auf einer Spazierfahrt, die Herr von Schach mit uns machte, nach Tempelhof, und zu der auch das Tännchen aufgefordert werden musste, weil es ihr Tag war. Du weißt, dass wir sie jeden Dienstag als Gast in unserem Hause sehen. Sie war denn auch mit uns in der Kirche, wo sie, beim Anblick einiger Heiligenbilder aus der katholischen Zeit her, nicht nur beständig auf Ausrottung, aber Glaubensdrang, sondern sich mit eben diesem Anliegen auch regelmäßig an Schach wandte, wie wenn dieser im Konsistorium säße. Und da leg ich denn, weil ich nun mal die Tugend oder Untugend habe, mir alles gleich leibhaftig vorzustellen, während des Schreibens die Feder hin, um mich erst herzlich auszulachen. Auf Fond freilich ist es viel weniger lächerlich, als es im ersten Augenblick erscheint. Er hat etwas konsistorial-rätlich Feierliches. Und wenn mich nicht alles täuscht, so ist es gerade dies Feierliche, was Bülow so sehr gegen ihn einnimmt. Viel, viel mehr als der Unterschied der Meinungen. Und beinahe klingt es, als ob ich mich in meiner Schilderung Bülow anschlösse. Wirklich? Wüsstest du's nicht besser, du würdest dieser Charakteristik unseres Freundes nicht entnehmen können, wie sehr ich ihn schätze. Ja, mehr denn je, trotzdem es an manchem Schmerzlichen nicht fehlt. Aber in meiner Lage lernt man milde sein, sich trösten, verzeihen. Hätte ich es nicht gelernt, wie könnte ich leben, ich, die ich so gern lebe? Eine Schwäche, die, wie ich einmal gelesen, alle diejenigen haben sollen, von denen man es am wenigsten begreift. Aber ich sprach von manchem Schmerzlichen, und es drängt mich, dir davon zu erzählen. Es war erst gestern auf unserer Spazierfahrt. Als wir den Gang aus dem Dorf in die Kirche machten, führte Schach Mama, zufällig, es war arrangiert, und zwar durch mich. Ich ließ beide zurück, weil ich eine Aussprache, du weißt, welche zwischen beiden herbeiführen wollte. Solche stillen Abende, wo man über Feld schreitet und nichts hört als das Anschlag der Abendglocke, heben uns über kleine Rücksichten fort und machen uns freier. Und sind wir erst das, so findet sich auch das rechte Wort. Zwischen ihnen gesprochen wurde, weiß ich nicht, jedenfalls nicht das, was gesprochen werden sollte. Zuletzt traten wir in die Kirche, die vom Abendrot wie durchglüht war, alles gewann Leben, und es war unvergesslich schön. Auf dem Heimwege tauschte Schach und führte mich. Er sprach sehr anziehend und in einem Tone, der mir ebenso wohl tat, als er mich überraschte. Jedes Wort ist mir noch in der Erinnerung geblieben und gibt mir zu denken. Aber was geschah? Als wir wieder am Eingange des Dorfes waren, wurde er schweigsamer und wartete auf die Mama. Dann bot er ihr den Arm, und so gingen sie durch das Dorf nach dem Gasthause zurück, wo die Wagen hielten und viele Leute versammelt waren. Es gab mir einen Stich durchs Herz, denn ich konnte mich des Gedankens nicht erwehren, dass es ihm peinlich gewesen sei, mit mir und an meinem Arm unter den Gästen zu erscheinen. In seiner Eitelkeit, von der ich ihn nicht freisprechen kann, ist es ihm unmöglich, sich über das Gerede der Leute hinwegzusetzen, und ein spöttisches Lächeln verstimmt ihn auf eine Woche. So selbstbewusst er ist, so schwach und abhängig ist er in diesem einen Punkte, vor niemandem in der Welt, auch vor der Mama nicht, würde ich ein solches Bekenntnis ablegen, aber dir gegenüber musste ich es. Habe ich Unrecht, so sage mir, dass mein Unglück mich misstrauisch gemacht habe,
so halte mir eine Strafpredigt in allerstrengsten Worten und sei versichert, dass ich sie mit dankbarem Auge lesen werde. Denn all seine Eitelkeit unerachtet, schätze ich ihn wie keinen andern. Es ist ein Satz, dass Männer nicht eitel sein dürfen, weil Eitelkeit lächerlich mache. Mir scheint dies übertrieben. Ist aber der Satz dennoch richtig, so bedeutet Schach eine Ausnahme. Ich hasse das Wort ritterlich und habe doch kein anderes für ihn. Eines ist er vielleicht noch mehr, diskret, imponierend oder doch voll natürlichen Ansehens, und sollte sich mir das erfüllen, was ich um der Mama und auch um meinetwillen wünsche, so wird es mir nicht schwer, mich in eine Respektstellung zu ihm hineinzufinden. Und dazu noch eins, du hast ihn nie für sehr gescheit gehalten, und ich meinerseits habe nur schüchtern widersprochen. Er hat aber doch die beste Gescheitheit, die mittlere, dazu die des redlichen Mannes. Ich empfinde dies jedes Mal, wenn er seine Fehde mit Bülow führt. So sehr ihm dieser überlegen ist, so sehr steht er doch hinter ihm zurück. Dabei fällt mir mitunter auf, wie der Groll, der sich in unserem Freunde regt, ihm eine gewisse Schlagfertigkeit, ja, selbst Esprit verleiht. Gestern hat er Sander, dessen Persönlichkeit du kennst, den Bülowschen Sancho Panza genannt. Die weiteren Schlussfolgerungen ergeben sich von selbst, und ich finde es nicht übel. Sanders Publikationen machen mehr von sich reden denn je. Die Zeit unterstützt das Interesse für eine lediglich polemische Literatur. Außer von Bülow sind auch Aufsätze von Massenbach und Full erschienen, die von den Eingeweihten als etwas Besonderes und nie Dagewesenes ausgepriesen werden. Alles richtet sich gegen Österreich und beweist aufs Neue, dass wer den Schaden hat, für den Spott nicht sorgen darf. Schach ist empört über dies anmaßliche Besserwissen, wie er's nennt, und wendet wieder seinen alten Liebhabereien zu, Kupferstichen und Rennpferden. Sein kleiner Groom wird immer kleiner. Was bei den Chinesinnen die kleinen Füße sind bei den Grooms die kleinen Proportionen überhaupt. Ich meinerseits verhalte mich ablehnend gegen beide, ganz besonders aber gegen die Chinesen. Eingeschnürten Füßchen, und bin umgekehrt froh, in einem bequemen Pantoffel zu stecken. Führen, schwingen werd ich ihn nie. Das überlasse ich meiner teuren Lisette. Tu es mit der Milde, die dir eigen ist. Empfiehl mich deinem teuren Manne, der nur den einen Fehler hat, dich mir entführt zu haben. Mama grüßt und küsst ihren Liebling, ich aber lege dir den Wunsch ans Herz, vergieß in der Fülle des Glücks, die zuteil wurde, nicht ganz deine. Wie du weißt, auf ein bloßes Pflichtteil des Glückes gesetzte Victoire. Chapter 6 bei Prince Louis. An demselben Abend, an dem Victoire von Carayon ihren Brief an Lisette von Perbant schrieb, empfing Schach in seiner in der Wilhelmstraße gelegenen Wohnung ein Einladungsbillett von der Hand des Prinzen Louis. Es lautete: Lieber Schach, ich bin erst seit 3 Tagen hier im Moabiterland und dürste bereits nach Besuch und Gespräch. Eine Viertelmeile von der Hauptstadt hat man schon die Hauptstadt nicht mehr und verlangt nach ihr. Darf ich für morgen auf Sie rechnen? Bülow und sein verlegerischer Anhang haben zugesagt, auch Massenbach und Full. Also lauter Opposition, die mich erquickt, auch wenn ich sie bekämpfe. Von ihrem Regiment werden sie noch Nostitz und Alvensleben treffen. Im Interimsrock und um 5 Uhr. Ihr Louis, Prinz von PR. Um die festgesetzte Stunde fuhr Schach, nachdem er Alvensleben und Nostitz abgeholt hatte, vor der prinzlichen Villa vor. Diese lag am rechten Flussufer, umgeben von Wiesen und Werftweiden, und hatte die Front über die Spree fort, auf die Westlisière des Tiergartens. Anfahrt und Aufgang waren von der Rückseite her. Eine breite, mit Teppich belegte Treppe führte bis auf ein Podium und vor diesem auf einen Vorflur, auf dem die Gäste vom Prinzen empfangen wurden. Bülow und Sander waren bereits da, Massenbach und Full dagegen hatten sich entschuldigen lassen. Schach war es zufrieden, fand schon Bülow mehr als genug und trug kein Verlangen, die Zahl der Genialitätsleute verstärkt zu sehen. Es war heller Tag noch, aber in dem Speisesaal, in den sie von dem Vestibul aus eintraten, brannten bereits die Lichter, und waren übrigens bei offenstehenden Fenstern die Jalousien geschlossen. Zu diesem künstlich hergestellten Licht, in das sich von außen her ein Tagesschimmer mischte, stimmte das Feuer in dem in der Mitte des Saales befindlichen Kamine. Vor eben diesem, ihm den Rücken zukehrend, saß der Prinz und sah zwischen den offenstehenden Jalousibrettchen hindurch auf die Bäume des Tiergartens. Ich bitte fürlieb zu nehmen, begann er, als die Tafelrunde sich arrangiert hatte. Wir sind hier auf dem Lande, das muss als Entschuldigung dienen für alles, was fehlt. À la guerre, comme à la guerre. Massenbach, unser Gourmet,
muss übrigens etwas derart geahnt, respektive gefürchtet haben. Was mich auch nicht überraschen würde. Heißt es doch, lieber Sander, Ihr guter Tisch habe mehr noch als Ihr guter Verlag die Freundschaft zwischen ihnen besiegelt. Ein Satz, dem ich kaum zu widersprechen wage, königliche Hoheit. Und doch müssten Sie's eigentlich. Ihr ganzer Verlag hat keine Spur von jenem Laissez-passer, dass das Vorrecht, ja, die Pflicht aller gesättigten Leute ist. Ihre Genies pardon. Bülow schreiben alle wie Hungrige. Meinetwegen, unsere Paradeleute gebe ich ihnen preis. Aber dass sie mir auch die Österreicher so schlecht behandeln, das missfällt mir. Bin ich es, königliche Hoheit. Ich für meine Person habe nicht die Prätension höherer Strategie. Nebenher freilich, möchte ich sozusagen aus meinem Verlage heraus die Frage stellen. Dürfen, war Ulm etwas Kluges? Ach, mein lieber Sander, was ist klug? Wir Preußen bilden uns beständig ein, es zu sein. Und wissen Sie, was Napoleon über unsere vorjährige thüringische Aufstellung gesagt hat? Nostitz, wiederholen Sie's, er will nicht. Nun, so muss ich es selber tun. Ah, ces Prussiens hieß es, ils sont encore plus stupides que les Autrichiens. Da haben sie Kritik über unsere vielgepriesene Klugheit, noch dazu Kritik von einer allerberufensten Seite her. Und hätte er's damit getroffen, so müssten wir uns schließlich zu dem Frieden noch beglückwünschen, den uns Haugwitz erschachert hat. Ja, erschachert, indem er für ein Mitbringsel unsere Ehre preisgab. Was sollen wir mit Hannover? Es ist der Brocken, an dem der preußische Adler ersticken wird. Ich habe zu der Schluck- und Verdauungskraft unseres preußischen Adlers ein besseres Vertrauen, erwiderte Bülow. Gerade das kann er, und versteht er von alten Zeiten her. Indessen darüber mag sich streiten lassen, worüber sich aber nicht streiten lässt, das ist der Friede, den uns Haugwitz gebracht hat. Wir brauchen ihn wie das tägliche Brot und mussten ihn haben, so lieb uns unser Leben ist. Königliche Hoheit haben freilich einen Haß gegen den armen Haugwitz, der mich insoweit überrascht als dieser Lombard, der doch die Seele des Ganzen ist, von jeher Gnade vor eurer königlichen Hoheit Augen gefunden hat. Ah, Lombard, den Lombard nehme ich nicht ernsthaft und stell ihm außerdem noch in Rechnung, dass er ein halber Franzose ist. Dazu hat er eine Form des Witzes, die mich entwaffnet. Sie wissen doch, sein Vater war Friseur und seiner Frau Vater ein Barbier. Und nun kommt eben diese Frau, die nicht nur eitel ist bis zum Närrischwerden, sondern auch noch schlechte französische fährt, und fragt ihn, was schöner sei, l hirondelle frise la surface des eaux, oder l hirondelle rase la surface des eaux? Und was antwortet er? Ich sehe keinen Unterschied, meine Teure. L'Hirondelle Friese huldigt meinem Vater und l'Hirondelle Rase dem deinigen. In diesem Bon mot haben sie den ganzen Lombard. Was mich aber persönlich angeht, so bekenne ich Ihnen offen, dass ich einer so witzigen Selbstpersiflage nicht widerstehen kann. Er ist ein Polisson, kein Charakter. Vielleicht, dass sich ein Gleiches von Haugwitz sagen ließe, zum Guten wie zum Schlimmen. Und wirklich, ich gebe eurer königlichen Hoheit den Mann preis, aber nicht seine Politik. Seine Politik ist gut, denn sie rechnet mit gegebenen Größen. Eure königliche Hoheit wissen das besser als ich. Wie steht es denn in Wahrheit mit unseren Kräften? Wir leben von der Hand in den Mund und warum? Weil der Staat Friedrichs des Großen nicht ein Land mit einer Armee, sondern eine Armee mit einem Lande ist. Unser Land ist nur Standquartier und Verpflegungsmagazin. In sich selber entbehrt es aller großen Ressourcen. Siegen wir. So geht es. Aber Kriege führen dürfen nur solche Länder, die Niederlagen ertragen können. Das können wir nicht. Ist die Armee hin, so ist alles hin. Und wie schnell eine Armee hin sein kann, das hat uns Austerlitz gezeigt. Ein Hauch kann uns töten, gerad auch uns. Er blies, und die Armada zerstob in alle vier Winde. Afflavi Deus et dissipati sunt. Herr von Bülow, unterbrach hier Schach, möge mir eine Bemerkung verzeihen. Er wird doch, denke ich, in dem Höllenbrodem, der jetzt über die Welt weht, nicht den Odem Gottes erkennen wollen, nicht den, der die Armada zerblies. Doch, Herr von Schach, oder, glauben Sie wirklich, dass der Odem Gottes im Spezialdienste des Protestantismus oder gar Preußens und seiner Armee steht? Ich hoffe ja, und ich fürchte nein. Wir haben die propreste Armee, das ist alles. Aber mit der Proprietät gewinnt man keine Schlachten. Erinnern sich königliche Hoheit der Worte des großen Königs, als General Lewald ihm seine 3-mal geschlagenen Regimenter in Parade vorführte? Propre Leute hieß es. Da seh er meine, sehen aus wie die Grasteibel, aber beißen.
Ich fürchte, wir haben jetzt zu viel Lewaldsche Regimenter und zu wenig Altenfritzige. Der Geist ist heraus, alles ist Dressur und Spielerei geworden. Gibt es doch Offiziere, die, der großen Prahlheit und Drallheit halber, ihren Uniformrock direkt auf dem Leibe tragen. Alles Unnatur. Selbst das Marschieren können, diese ganz gewöhnliche Fähigkeit des Menschen, die Beine zu setzen, ist uns in dem ewigen Paradeschritt verloren gegangen. Und marschieren können, ist jetzt die erste Bedingung des Erfolges. Alle modernen Schlachten sind mit den Beinen gewonnen worden. Und mit Gold, unterbrach hier der Prinz. Ihr großer Empereur, lieber Bülow, hat eine Vorliebe für kleine Mittel. Ja, für Allerkleinste. Dass er lügt, ist sicher. Aber er ist auch ein Meister in der Kunst der Bestechung. Und wer hat uns die Augen darüber geöffnet? Er selber. Lesen Sie, was er unmittelbar vor der Austerlitzer Bataille sagte. Soldaten, hieß es, der Feind wird marschieren und unsere Flanke zu gewinnen suchen. Bei dieser Marschbewegung aber wird er die seinige preisgeben. Wir werden uns auf diese seine Flanke werfen und ihn schlagen und vernichten. Und genau so verlief die Schlacht. Es ist unmöglich, dass er aus der bloßen Aufstellung der Österreicher auch schon ihren Schlachtplan erraten haben könnte. Man schwieg, da dies Schweigen aber dem lebhaften Prinzen um vieles peinlicher war als Widerspruch, so wandte er sich direkt an Bülow und sagte: Widerlegen Sie mich. Königliche Hoheit befehlen und so gehorch ich denn. Der Kaiser wusste genau, was geschehen werde, konnte es wissen, weil er sich die Frage, was tut hier die Mittelmäßigkeit in vorausberechnender Weise nicht bloßgestellt, sondern auch beantwortet hatte. Die höchste Dummheit, wie zuzugestehen ist, entzieht sich ebenso der Berechnung wie die höchste Klugheit. Das ist eine von den großen Seiten der echten und unverfälschten Stupidität. Aber jene Mittelklugen, die gerade klug genug sind, um von der Lust es auch einmal mit etwas Geistreichem probieren, angewandelt zu werden, diese Mittelklugen sind allemal am leichtesten zu berechnen. Und warum? Weil sie jederzeit nur die Mode mitmachen und heute kopieren, was sie gestern sahen. Und das alles wusste der Kaiser. Hic Haeret. Er hat sich nie glänzender bewährt, als in dieser Austerlitzer Aktion. Auch im Nebensächlichen nicht, auch nicht in jenen Impromptus und witzig Einfällen auf dem Gebiete des Grausigen, die so recht eigentlich das Kennzeichen des Genies sind. Ein Beispiel. Eines für 100. Als das Zentrum schon durchbrochen war, hatte sich ein Teil der russischen Garde, 4 Bataillone, nach ebenso viel gefrorene Teichen hin zurückgezogen, und eine französische Batterie fuhr auf, um mit Kartätschen in die Bataillone hineinzufeuern. In diesem Augenblick erschien der Empereur. Er überblickte sofort das Besondere der Lage. Wozu hier ein sich abmühen und Detail. Und er befahl, mit Vollkugeln auf das Eis zu schießen. Eine Minute später und das Eis barst und brach, und alle 4 Bataillone gingen en carré in die morastige Tiefe. Solche vom Moment eingegebenen Blitze hat nur immer das Genie. Die Russen werden sich jetzt vornehmen, es bei nächster Gelegenheit ebenso zu machen. Aber wenn Kutusow auf Eis wartet, wird er plötzlich in Wasser oder Feuer stecken. Österreich-russische Tapferkeit in Ehren, nur nicht ihr Ingenium. Irgendwo heißt es, in meinem Wolfstornister regt sich des Teufels Küster. Ein Kobold heißt Genie. Nun, in dem russisch-österreichischen Tornister ist dieser Kobold und Teufelsküster nie und nimmer zu Hause gewesen. Und um dies Manko zu kassieren, bedient man sich der alten, elenden Trostgründe, Bestechung und Verräterei. Jedem Besiegten wird es schwer, den Grund seiner Niederlagen an der einzig richtigen Stelle, nämlich in sich selbst zu suchen, und auch Kaiser Alexander, mein ich, verzichtet auf ein solches Nachforschen am recht eigentlichsten Platz. Und wer wollt ihm darüber zürnen? Antwortete Schach. Er wird das Seine, ja mehr, als die Höhe schon verloren, und doch andererseits die Möglichkeit einer Wiederherstellung der Schlacht noch nicht geschwunden war, ging er klingenden Spiels an, der Spitze neuer Regimenter vor. Sein Pferd ward ihm unter dem Leibe erschossen. Er bestieg ein zweites, und eine halbe Stunde lang schwankte die Schlacht. Wahre Wunder der Tapferkeit wurden verrichtet, und die Franzosen selbst haben es in enthusiastischen Ausdrücken anerkannt. Der Prinz, der bei der vorjährigen Berliner Anwesenheit des unausgesetzt als Delice generis humani gepriesenen Kaisers keinen allzu günstigen Eindruck von ihm empfangen hatte, fand es einigermaßen unbequem, den liebenswürdigsten der Menschen auch noch zum heldischsten erhoben zu sehen. Er lächelte deshalb und sagte: Seine kaiserliche Majestät in Ehren, so scheint es mir doch lieber, Schach, als ob Sie französischen Zeitungsberichten mehr Gewicht beilegten, als ihnen beizulegen ist. Die Franzosen sind kluge Leute.
Je mehr Rühmens sie von ihrem Gegner machen, desto größer wird ihr eigener Ruhm, und dabei schweigt nicht noch von allen möglichen politischen Gründen, die jetzt sicherlich mitsprechen. Man soll seinem Feinde goldene Brücken bauen, sagt das Sprichwort, und sagte, mit Recht. Denn, wer heute mein Feind war, kann morgen mein Verbündeter sein. Und in der Tat, es spukt schon dergleichen? Ja? Wenn ich recht unterrichtet bin, so verhandelt man bereits über eine neue Teilung der Welt, will sagen über die Wiederherstellung eines morgenländischen und abendländischen Kaisertums. Aber lassen wir Dinge, die noch in der Luft schweben, und erklären wir uns das dem Heldenkaiser gespendet. Lob lieber einfach aus dem Rechnungssatze. Wenn der unterlegene russische Mut einen Vollzentner wog, so wog der siegreich französische natürlich 2. Schach, der, seit Kaiser Alexander, Besuch in Berlin, das Andreaskreuz trug, biss sich auf die Lippen und wollte replizieren. Aber Bülow kam ihm zuvor und bemerkte: Gegen unter dem Leibe erschossene Kaiserpferde bin ich überhaupt immer misstrauisch. Und nun gar hier. All diese Lobeserhebungen müssen seine Majestät sehr in Verlegenheit gebracht haben, denn es gibt ihrer zu viele, die das Gegenteil bezeugen können. Er ist der gute Kaiser, und damit basta. Sie sprechen das so spöttisch, Herr von Bülow, antwortete Schach. Und doch frag ich Sie, gibt es einen schöneren Titel? Oh, gewiss gibt es den. Ein wirklich großer Mann wird nicht um seiner Güte willen gefeiert, und noch weniger danach benannt. Er wird umgekehrt ein Gegenstand beständiger Verleumdungen sein. Denn das Gemeine, das überall vorherrscht, liebt nur das, was ihm gleicht. Brenkenhof, der, trotz seiner Paradoxien, mehr gelesen werden sollte, als er gelesen wird, behauptet geradezu, dass in unserem Zeitalter die besten Menschen die schlechteste Reputation haben müssten. Der gute Kaiser, ich bitte Sie, welche Augen wohl König Friedrich gemacht haben würde, wenn man ihn den guten Friedrich genannt hätte. Bravo, Bülow, sagte der Prinz und grüßte mit dem Glase hinüber. Das ist mir aus der Seele gesprochen. Aber es hätte dieses Zuspruches nicht bedurft. Alle Könige, fuhr Bülow in wachsendem Eifer fort, die den Beinamen des Guten führen, sind solche, die das ihnen anvertraute Reich zu Grabe getragen oder doch bis an den Rand der Revolution gebracht haben. Der letzte König von Polen war auch ein sogenannter Guter. In der Regel haben solche Fürstlichkeiten einen großen Harem und einen kleinen Verstand. Und geht es in den Krieg, so muss irgendeine Kleopatra mit ihnen, gleich viel mit oder ohne Schlange. Sie meinen doch nicht, Herr von Bülow, entgegnete Schach, durch Auslassungen wie diese den Kaiser Alexander charakterisiert zu haben. Wenigstens annähernd. Da wär ich doch neugierig. Es ist zu diesem Behufe nur nötig, sich den letzten Besuch des Kaisers in Berlin und Potsdam zurückzurufen. Um was handelte sich's? Nun, anerkanntermaßen um nichts Kleines und Alltägliches, um Abschluss eines Bündnisses auf Leben und Tod, und wirklich, bei Fackellicht trat man in die Gruft Friedrichs des Großen, um sich, über dem Sarge desselben, eine halbmystische Blutsfreundschaft zuzuschwören. Und was geschah unmittelbar danach? Ehe 3 Tage vorüber waren, wusste man, dass der aus der Gruft Friedrichs des Großen glücklich wieder ans Tageslicht gestiegene Kaiser, die 5 anerkanntesten Beautés des Hofes in eben so viele Schönheitskategorien gebracht habe: Beauté coquette and Beauté triviale, Beauté céleste und Beauté du diable, und endlich 5. Beauté, qui inspire seul du vrai sentiment, wobei wohl jeden die Neugier angewandelt haben mag, das allerhöchste Resentiment kennenzulernen. Chapter 7. Ein neuer Gast. All diese Sprünge Bülows hatten die Heiterkeit des Prinzen erregt, der denn auch eben mit einem ihm bequem liegenden Capriccio über Beauté Céleste und Beauté du Diable beginnen wollte, als er, vom Korridor her, unter dem halb zurückgeschlagenen Portierenteppich einen ihm wohlbekannten kleinen Herrn, von unverkennbaren Künstlerallüren erscheinen und gleich danach eintreten sah. Ah, Dussek, das ist brav, begrüßte ihn der Prinz. Mieux vaut tard que jamais, rücken Sie ein, hier. Und nun bitte ich alles, was an Süßigkeiten noch da ist, in den Bereich unseres Künstlerfreundes bringen zu wollen. Sie finden noch tutti quanti, lieber Dussek. Keine Einwendungen. Aber was trinken Sie? Sie haben die Wahl. Asti, Montefiascon, Tokaja? Irgendeinen Ungar? Herben? Dussek lächelt. Törichte Frage, korrigierte sich der Prinz und fuhr in gesteigerter guter Laune fort. Aber nun, Dussek, erzählen Sie. Theaterleute haben, die Tugend selber ausgenommen, allerlei Tugenden,
und unter diesen auch die der Mitteilsamkeit. Sie bleiben einem auf die Frage was Neues selten eine Antwort schuldig. Und auch heute nicht. Königliche Hoheit, antwortete Dušek, der, nachdem er genippt hatte, eben sein Bärtchen putzte. Nun, so lassen Sie hören, was schwimmt oben auf. Die ganze Stadt ist in Aufregung. Versteht sich, wenn ich sage, die ganze Stadt. So mein ich das Theater. Das Theater ist die Stadt. Sie sind also gerechtfertigt. Und nun weiter. Königliche Hoheit befehlen, nun denn, wir sind in unserem Haupt und Führer empfindlich gekränkt worden und haben denn, aus eben diesem Grunde nicht viel weniger als eine kleine Theaterremeute gehabt, das also, hieß es, seien die neuen Zeiten, das sei das bürgerliche Regiment, das sei der Respekt vor den preußischen Belles Lettres et Beaux-Arts, eine Huldigung der Künste lasse man sich gefallen, aber eine Huldigung gegen die Künste, die sei so fern wie je. Lieber Dušek, unterbrach der Prinz, Ihre Reflexionen in Ehre, aber da Sie gerade von Kunst sprechen, so muss ich Sie bitten, die Kunst der Retardierung nicht übertreiben zu wollen. Wenn es also möglich ist, Tatsachen. Um was handelt es sich? Iffland ist gescheitert, er wird den Orden, von dem die Rede war, nicht erhalten. Alles lachte, Sander am herzlichsten, und Nostitz skandierte. Paturion, Montes nascetur ridiculusmus. Aber Dušek war in wirklicher Erregung, und diese wuchs noch unter der Heiterkeit seiner Zuhörer. Am meisten verdroß ihn Sander. Sie lachen, Sander. Und doch trifft es in diesem Kreise nur Sie und mich, denn gegen wen anders ist die Spitze gerichtet, als gegen das Bürgertum, überhaupt. Der Prinz reichte dem Sprecher über den Tisch hin die Hand. Recht, lieber Dušek, ich liebe solch Eintritt, erzählen Sie. Wie kam es? Vor allem ganz unerwartet, wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Königliche Hoheit wissen, dass seit lange von einer Dekorierung die Rede war, und wir freuten uns, alles Künstlerneides vergessend, als ob wir den Orden mitempfangen und mittragen sollten. In der Tat, alles ließ sich gut an, und die Weihe der Kraft, für deren Aufführung der Hof sich interessiert, sollte den Anstoß und zugleich die spezielle Gelegenheit geben. Iffland ist Masson, auch das ließ uns hoffen. Die Loge nahm es energisch in die Hand, und die Königin war gewonnen, und noch gescheitert. Eine kleine Sache, werden Sie sagen? Aber nein, meine Herren, es ist eine große Sache. Dergleichen ist immer der Strohhalm, an dem man sieht, woher der Wind weht, und er weht bei uns nach wie vor von der alten Seite her. Ci va piano va sano, sagt das Sprichwort, aber im Lande Preußen heißt es pianissimo. Gescheitert, sagten Sie, Dušek, aber gescheitert woran? An dem Einfluss der Hofgeneralität. Ich habe Rüchels Namen nennen hören. Er hat den Gelehrten gespielt und darauf hingewiesen, wie niedrig das Histrionentum immer ewig in der Welt gestanden habe, mit alleiniger Ausnahme der neronischen Zeiten. Und die könnten doch kein Vorbild sein. Das half. Denn welcher allerchristlichste König will Nero sein oder auch nur seinen Namen hören? Und so wissen wir denn, dass die Sache vorläufig ad acta verwiesen ist. Die Königin ist chagriniert. Und an diesem allerhöchsten Chagrin müssen wir uns vorläufig genügen lassen. Neue Zeit und alte Vorurteile. Lieber Kapellmeister, sagte Bülow, ich sehe, meinem Bedauern, dass Ihre Reflexionen Ihren Empfindungen weit voraus sind. Übrigens ist das Allgemeine. Sie sprechen von Vorurteilen, in denen wir stecken, und stecken selber drin. Sie, samt Ihrem ganzen Bürgertum, das keinen neuen freien Gesellschaftszustand schaffen, sondern sich nur eitel und eifersüchtig in die bevorzugten alten Klassen einreihen will. Aber damit schaffen Sie's nicht. An die Stelle der Eifersüchtelei, die jetzt das Herz unseres dritten Standes verzehrt, muss eine Gleichgültigkeit gegen alle diese Kindereien treten, die sich einfach überlebt haben. Wer Gespenster wirklich ignoriert, für den gibt es keine mehr. Und wer Orden ignoriert, der arbeitet an ihrer Ausrottung. Und dadurch an Ausrottung einer wahren Epidemie. Wie Herr von Bülow umgekehrt an Errichtung eines neuen Königreichs Utopien arbeitet, unterbrach Sander. Ich meinerseits nehme vorläufig an, dass die Krankheit, von der er spricht, in der Richtung von Osten nach immer weiter wachsen, aber nicht umgekehrt in der Richtung von Westen nach Osten hin absterben wird. Im Geiste sehe ich vielmehr immer neue Multiplikationen. Und das Erblühen einer Ordensflora mit 24 Klassen wie das Linnésche System. Alle traten auf die Seite Sanders, am entschiedensten der Prinz. Es müsse durchaus etwas in der menschlichen Natur stecken, das, wie beispielsweise der Hang zu Schmuck und Putz, sich auch zu dieser Form der Quincaillerie hingezogen fühle. Ja,
So fuhr er fort. Es gibt kaum einen Grad der Klugheit, der davor schützt. Sie werden doch alle Kalkreuth für einen klugen Mann halten, ja mehr, für einen Mann, der, wie wenige, von dem alles ist eitel unseres Tuns und Trachtens durchdrungen sein muss. Und doch, als er den roten Adler erhielt, während er den schwarzen erwartet hatte, warf er ihn wütend ins Schubfach und schrie: Da liege, bis du schwarz wirst. Eine Farbenänderung, die sich denn auch mittlerweile vollzogen hat. Es ist mit Kalkreuth ein eigen Ding? Erwiderte Bülow, und offen gestanden, ein anderer unserer Generäle, der gesagt haben soll, ich gäbe den Schwarz. Drum, wenn ich den Roten wieder los wäre, gefällt mir noch besser. Übrigens bin ich minder streng, als es den Anschein hat. Es gibt auch Auszeichnungen, die nicht als Auszeichnung ansehen zu wollen, einfach Beschränktheit oder niedrige Gesinnung wäre. Admiral Sidney Smith, berühmter Verteidiger von St. John d'Acre und Verächter aller Orden, legte doch Wert auf ein Schaustück, das ihm der Bischof von Acre mit den Worten überreicht hatte: Wir empfingen dieses Schaustück aus den Händen König Richards Coeur de Lion und geben es, nach 600 Jahren, einem seiner Landsleute zurück, der, heldenmütig wie er, unsere Stadt verteidigt hat, und ein Elender und Narr, setz ich hinzu, der sich einer solchen Auszeichnung nicht zu freuen versteht. Schätze mich glücklich, ein solches Wort aus Ihrem Munde zu hören, erwiderte der Prinz. Es bestärkt mich in meinen Gefühlen für Sie, lieber Bülow, und ist mir, pardon, ein neuer Beweis, dass der Teufel nicht halb so schwarz ist, als er gemalt wird. Der Prinz wollte weitersprechen, als aber in eben diesem Augenblick einer der Diener an ihn herantrat und ihm zuflüsterte, dass der Rauchtisch arrangiert und der Kaffee serviert sei, hob er die Tafel auf und führte seine Gäste, während er Bülows Arm nahm, auf den an den Eßsaal angebauten Balkon. Eine große blau und weiß gestreifte Markise, deren Ringe lustig im Winde klapperten, war vorher herabgelassen worden, und unter ihren weit niederhängenden Fransen hinweg sah man, flussaufwärts, auf die halb im Nebel liegenden Türme der Stadt, flussabwärts aber auf die Charlottenburger Parkbäume, hinter deren eben ergrünendem Gezweige die Sonne niederging. Jeder blickte schweigend in das anmutige Landschaftsbild hinaus, und erst als die Dämmerung angebrochen und eine hohe Sinumbralampe gebracht worden war, nahm man Platz und setzte die holländischen Pfeifen in Brand, unter denen jeder nach Gefallen wählte. Dussek allein, weil er die Musikpassion des Prinzen kannte, war phantasierend an dem im Eßsaale stehenden Flügel zurückgeblieben und sah nur, wenn er den Kopf zur Seite wandte, die jetzt draußen wieder lebhafter plaudernden Tischgenossen, ebenso die Lichtfunken, die von Zeit zu Zeit aus ihren Tonpfeifen auflogen. Das Gespräch hatte das Ordensthema nicht wieder aufgenommen, wohl aber sich der ersten Veranlassung desselben, also Iffland, und dem in Sicht stehenden neuen Schauspiel gewandt, bei welcher Gelegenheit Alvensleben bemerkte, dass er einige der in den Text eingestreuten Gesangsstücke während dieser letzten Tage kennengelernt habe. Gemeinschaftlich mit Schach, und zwar im Salon der liebenswürdigen Frau von Carayon und ihrer Tochter Victoire. Diese habe gesungen und Schach begleitet. Die Carayons, nahm der Prinz das Wort. Ich höre keinen Namen jetzt öfter als den. Meine teure Freundin Pauline hat mir schon früher von beiden Damen erzählt, und neuerdings auch die Rahel, vereinigt sich, mich neugierig zu machen und Anknüpfungen zu suchen, die sich mal nicht unschwer werden finden lassen. Entsinne ich mich doch des schönen Fräuleins vom Massowschen Kinderballe her, der, nach Art aller Kinderbälle, Vorzugsgenuss, eine ganz besondere Schaustellung erwachsener und voll erblühter Schönheiten zu sein. Und wenn ich sage, voll erblühter, so sage ich noch wenig. In der Tat, an keinem Ort und zu keiner Zeit habe ich je so schöne Dreißigerinnen auftreten sehen als auf Kinderbällen. Es ist, als ob die Nähe der bewusst oder unbewusst auf Umsturz sinnende Jugend, alles was heute noch herrscht, doppelt und dreifach anspornte, sein Urhebergewicht geltend zu machen, ein Urhebergewicht, das vielleicht morgen schon nicht mehr vorhanden ist. Aber gleichviel, meine Herren, es wird sich ein für allemal sagen lassen, dass Kinderbälle nur für Erwachsene da sind. Und dieser interessanten Erscheinung in ihren Ursachen nachzugehen, wäre so recht eigentlich ein Thema für unseren Gens. Ihr philosophischer Freund Buchholz, lieber Sander, ist mir zu solchem Spiele nicht graziös genug. Übrigens nichts für ungut, er ist Ihr Freund. Aber doch nicht so, lachte Sander, dass ich nicht jeden Augenblick bereit wäre, ihn Eurer königlichen Hoheit zu opfern. Und, wie mir bei dieser Gelegenheit gestattet sein mag, hinzuzusetzen, nicht bloß aus einem
allerspeziellsten, sondern auch noch aus einem ganz allgemeinen Grunde. Denn wenn die Kinderbälle, nach Ansicht und Erfahrung eurer königlichen Hoheit, eigentlich am besten ohne Kinder bestehen, so die Freundschaften am besten ohne Freunde. Die Surrogate bedeuten überhaupt alles im Leben und sind recht eigentlich die letzte Weisheitsessenz. Es muss sehr gut mit Ihnen stehen, lieber Sander, entgegnete der Prinz, dass Sie sich zu solchen Ungeheuerlichkeiten offen bekennen können. Mais revenons à notre belle victoire. Sie war unter den jungen Damen, die durch lebende Bilder das Fest damals einleiteten, und stellte, wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, eine Hebe dar, die dem Zeus eine Schale reichte. Ja, so war es, und indem ich davon spreche, tritt mir das Bild wieder deutlich vor die Seele. Sie war kaum 15, und von jener Taille, die jeden Augenblick zu zerbrechen scheint. Aber sie zerbrechen nie. Komm, ein Ansch, sagte der alte Graf Nil, der neben mir stand und mich durch eine Begeisterung langweilte, die mir einfach als eine Karikatur der meinigen erschien. Es wäre mir eine Freude, die Bekanntschaft der Damen erneuern zu können. Eure königliche Hoheit würden das Fräulein Victoire nicht wieder erkennen, sagte Schach, dem der Ton, in dem der Prinz sprach, wenig angenehm war. Gleich nach dem Massowschen Balle wurde sie von den Blattern befallen und nur wie durch ein Wunder gerettet. Ein gewisser Reiz der Erscheinung ist ihr freilich geblieben, aber es sind immer nur Momente, wo die seltene Liebenswürdigkeit ihrer Natur ein Schönheitsschleier über sie wirft und den Zauber ihrer früheren Tage wiederherzustellen scheint. Also restitutio in integrum, sagte Sander. Alles lachte. Wenn Sie so wollen, ja, antwortete Schach in einem spitzen Tone, während er sich ironisch gegen Sander verbeugte. Der Prinz bemerkte die Verstimmung und wollte sie kopieren. Es hilft Ihnen nichts, lieber Schach. Sie sprechen, als ob Sie mich abschrecken wollten. Aber weit gefehlt. Ich bitte Sie, was ist Schönheit? Einer der allervagesten Begriffe. Muss ich Sie an die 5 Kategorien erinnern, die wir in erster Reihe Sr. Majestät, dem Kaiser Alexander und in zweiter unserem Freunde Bülow verdanken? Alles ist schön und nichts. Ich persönlich würde der Beauté du Diable jederzeit den Vorzug geben, will also sagen einer Erscheinungsform, die sich mit der des C.I. de Wand, schönen Fräuleins von Karajon, einigermaßen decken würde. Königliche Hoheit halten zu Gnaden, entgegnete Nostitz, aber es bleibt mir doch zweifelhaft, ob königliche Hoheit die Kennzeichen der Beauté du Diable an Fräulein Victoire wahrnehmen würden. Das Fräulein hat einen witzig-elegischen Ton, was auf den ersten Blick als ein Widerspruch erscheint. Und doch keiner ist unter allen Umständen aber als ihr charakteristischer Zug gelten kann. Meinen Sie nicht auch, Alvensleben? Alvensleben bestätigt. Der Prinz indessen, der ein sich einbohren in Fragen über die Maß liebte, fuhr, indem er sich dieser Neigung auch heute hingab, immer lebhafter werdend fort. Elegisch, sagen Sie, witzig elegisch. Ich wüsste nicht, was einer Beauté du Diable besser anstehen könnte. Sie fassen den Begriff offenbar zu eng, meine Herren. Alles, was Ihnen dabei vorschwebt, ist nur eine Spielart der alleralltäglichsten Schönheitsform, der Beauty Coquette. Das Näschen ein wenig mehr stupst, der Teint ein wenig dunkler, das Temperament ein wenig rascher, die Manieren ein wenig kühner und rücksichtsloser. Aber damit erschöpfen Sie die höhere Form der Beauté du Diable keineswegs. Diese hat etwas Weltumfassendes, das über eine bloße Teint- und Rassenfrage weit hinausgeht. Ganz wie die katholische Kirche. Diese wie jene sind auf ein Innerliches gestellt, und das Innerliche, das in unserer Frage den Ausschlag gibt, heißt Energie, Feuer, Leidenschaft. Nostitz und Sander lächelten und nickten. Ja, meine Herren, ich gehe weiter und wiederhole, was ist Schönheit? Schönheit bar. Es kann nicht nur auf die gewöhnlichen Schönheitsformen verzichtet werden. Ihr Fehlen kann sogar einen allerdirektesten Vorzug bedeuten. In der Tat, lieber Schach, ich habe wunderbare Niederlagen und noch wunderbare Siege gesehen. Es ist auch in der Liebe wie bei Morgarten und Sempach. Die schönen Ritter werden geschlagen und die hässlichen Bauern triumphieren. Glauben Sie mir, das Herz entscheidet. Nur das Herz. Wer liebt, wer die Kraft der Liebe hat, ist auch liebenswürdig. Und es wäre grausam, wenn es anders wäre. Gehen Sie die Reihe der eigenen Erfahrungen durch. Was ist alltäglicher, als eine schöne Frau durch eine nicht schöne Geliebte verdrängt zu sehen? Und nicht etwa nach dem Satze toujours perdrix. Oh nein, es hat dies viel tiefere Zusammenhänge. Das Langweiligste von der Welt ist die lymphatisch-phlegmatische Beauté. Die Beauté par excellence. Sie kränkelt hier, sie kränkelt da, ich will nicht sagen immer, und notwendig.
Aber doch in der Mehrzahl der Fälle, während meine Beauté du Diable, die Trägerin einer allervollkommensten Gesundheit ist, jener Gesundheit zuletzt alles bedeutet? Und gleichwertig ist mit höchstem Reiz. Und, nun frag ich Sie, meine Herren, wer hätte mehr davon als die Natur, die durch die größten und gewaltigsten Läuterungsprozesse, wie durch ein Fegefeuer gegangen ist? Ein paar Grübchen in der Wange sind das Reizendste von der Welt, das hat bei den Römern und Griechen gegolten. Und ich bin nicht ungalant, unlogisch genug, um einer Grübchenvielheit einen Respekt und eine Huldigung versagen, die der Einheit oder dem Pärchen von Alters her gebührt. Das Paradox Le Lait c'est le beau hat seine vollkommene Berechtigung und es heißt nichts anderes, als sich hinter dem anscheinend Hässlichen eine höhere Form der Schönheit verbirgt. Wäre meine teure Pauline hier, wie sie's leider nicht ist, sie würde mir zustimmen, offen und nachdrücklich, ohne durch persönliche Schicksale kaptiviert zu sein. Der Prinz schwieg. Es war ersichtlich, dass er auf einen allseitigen Ausdruck des Bedauerns wartete, Frau Pauline gelegentlich die Honneurs des Hauses machte, heute nicht anwesend zu sehen. Als aber niemand das Schweigen brach, fuhr er fort. Es fehlen uns die Frauen, und damit dem Wein und unserem Leben der Schaum. Ich nehme meinen Wunsch wieder auf und wiederhole, dass es mich glücklich machen würde, die Karajonschen Damen in dem Salon meiner Freundin empfangen zu dürfen. Ich zähle darauf, dass diejenigen Herren, die dem Kreise der Frau von Karajan angehören, sich zum Interpreten meiner Wünsche machen. Sie Schach, oder auch Sie, lieber Alvensleben. Beide verneigten sich. Alles in allem wird es das Beste sein. Meine Freundin Pauline nimmt es persönlich in die Hand. Ich denke, sie wird den Karajonschen Damen einen ersten Besuch machen, und ich sehe Stunden eines angeregtesten geistigen Austausches entgegen. Die peinliche Stille, womit auch diese Schlussworte hingenommen wurden, würde noch fühlbarer gewesen sein, wenn nicht Dussek in eben diesem Moment auf den Balkon hinausgetreten wäre. Wie schön, rief er und wies mit der Hand auf den westlichen, bis hoch hinauf in einem glühgelben Lichte stehenden Horizont. Alle waren mit ihm an die Brüstung des Balkons getreten und sahen flussabwärts in den Abendhimmel hinein. Vor dem gelben Lichtstreifen standen, schwarz und schweigend, die hohen Pappeln, und selbst die Schlosskuppel wirkte nur noch als Schattenries. Einen jeden der Gäste berührte diese Schönheit. Am schönsten aber war der Anblick zahlloser Schwäne, die, während man in den Abendhimmel sah, vom Charlottenburger Park her in langer Reihe herankamen. Andere lagen schon in Front. Es war ersichtlich, dass die ganze Flottille durch irgendwas bis in die Nähe der Villa gelockt sein musste. Denn sobald sie die Höhe derselben erreicht hatte, schwenkten, wie militärisch ein, und verlängerten die Front derer, die hier schon still, regungslos und die Schnäbel unter dem Gefieder verborgen, wie vor Anker lagen. Nur das Rohr bewegte sich leis in ihrem Rücken. So verging eine geraume Zeit. Endlich aber erschien einer in unmittelbarer Nähe des Balkons und reckte den Hals, als ob er etwas sagen wollte. »Wem gilt es?« fragte Sander. »Dem Prinzen oder Dussek oder der Sinumbra-Lampe?« »Natürlich dem Prinzen«, antwortete Dussek. »Und warum?« »Weil er nicht bloß Prinz ist, sondern auch Dussek und Sine Umbra.« Alles lachte der Prinz mit, während Sander allerförmlichst zum Hofkapellmeister gratuliert. »Und wenn unser Freund«, so schloss er, »in Zukunft wieder Strohhalme sammelt, um an ihnen zu sehen, woher der Wind weht, so wird dieser Wind ihm allemal aus dem Lande geheiligter Traditionen und nicht mehr aus dem Lande der Vorurteile kommen scheinen.« Als Sander noch so sprach, setzte sich die Schwanenflottille, die wohl durch die Dusseksche Musik herbeigelockt sein musste, wieder in Bewegung und segelte flussabwärts, wie sie bis dahin flussaufwärts gekommen war. Nur der Schwan, der den Obmann gemacht, erschien noch einmal, als ob er sein Dank wiederholen und sich in zeremoniellster Weise verabschieden wolle. Dann aber nahm auch er die Mitte des Flusses und folgte den übrigen, deren Tete schon unter dem Schatten der Parkbäume verschwunden war. Chapter 8 Schach und Viktor. Es war kurz nach diesem Diner beim Prinzen, das in Berlin bekannt wurde, der König werde noch vor Schluss der Woche von Potsdam herüberkommen, um auf dem Tempelhofer Felde eine große Revue zu halten. Die Nachricht davon weckte diesmal ein mehr als gewöhnliches Interesse, weil die Gesamtbevölkerung nicht nur dem Frieden misstraute, den Haugwitz mit heimgebracht hat, sondern auch mehr und mehr der Überzeugung lebte, dass im Letzten immer nur unsere eigene Kraft auch unsere Sicherheit bzw. unsere Rettung sein werde. Welch andere Kraft aber hatten wir als die Armee, die was Erscheinung und Schulung anging,
immer noch die fridericianische war. In solcher Stimmung sah man dem Revue-Etage, der ein Sonnabend war, entgegen. Das Bild, das die Stadt vom frühen Morgen an darbot, entsprach der Aufregung, die herrschte. Tausende strömten hinaus und bedeckten vom Hallischen Tor an die bergansteigende Straße, zu deren beiden Seiten die Knapfhänse, diese bekannten Zivilmarketender, mit ihren Körben und Flaschen etabliert hatten. Bald danach erschienen auch die Equipagen der vornehmen Welt, unter diesen die Schachs, die für den heutigen Tag den Karajonschen Damen zur Disposition gestellt worden war. Im selben Wagen mit ihnen befand sich ein alter Herr von der Recke, früher Offizier, der nah anverwandter Schachs, die Honneurs und zugleich den militärischen Interpreten machte. Frau von Karajon trug ein stahlgraues Seidenkleid und eine Mantille von gleicher Farbe, während von Victoires breitrandigem Italienerhut ein blauer Schleier im Winde flatterte. Neben dem Kutscher saß der Groom und erfreute sich der Huld beider Damen, ganz besonders auch der ziemlich willkürlich akzentuierten englischen Worte, die Victoire von Zeit zu Zeit an ihn richtete. Für 11 Uhr war das Eintreffen des Königs angemeldet worden, aber lange vorher schon erschienen die zur Revue befohlenen altberühmten Infanterieregimenter Altlarisch von Arnim und Möllendorf, ihre Janitscharenmusik vorauf. Ihnen folgte die Kavallerie, Garde du Corps, Gensdarmes und Leibhusaren, bis ganz zuletzt in einer immer dicker werdenden Staubwolke die 6 und 12 Pfünder heranrasselten und klapperten, die zum Teil schon bei Prag und Leuthen und neuerdings wieder bei Valmy und Pirmasens gedonnert hatten. Enthusiastischer Jubel begleitete den Anmarsch, und wahrlich, wer sie so heranziehen sah, dem musste das Herz in patriotisch stolzer Erregung höher schlagen. Auch die Karajons teilten das allgemeine Gefühl und nahmen es als bloße Verstimmung oder Altersängstlichkeit, als der alte Herr von der Recke sich vorbog und mit bewegter Stimme sagte: Prägen wir uns diesen Anblick ein, meine Damen, denn glauben Sie der Vorahnung eines alten Mannes? Wir werden diese Pracht nicht wiedersehen. Es ist die Abschiedsrevue der fridericianischen Armee. Victoire hatte sich auf dem Tempelhofer Felde leicht erkältet und blieb in ihrer Wohnung zurück, als die Mama gegen Abend ins Schauspiel fuhr, ein Vergnügen, das sie jederzeit geliebt hatte. Zu keiner Zeit aber mehr als damals, wo sich zu der künstlerischen Anregung auch noch etwas von wohltuender politischer Emotion gesellte. Wallenstein, die Jungfrau, Tell erschienen gelegentlich, am häufigsten, aber Holbergs, politischer Zinngießer, der, wie Publikum und Direktion gemeinschaftlich fühlen mochten, um ein erhebliches besser als die hohe Schillersche Muse zu lärmenden Demonstrationen geeignet war. Victoire war allein, ihr that die Ruhe wohl, und in einen türkischen Shawl gehüllt, lag sie träumend auf dem Sofa, vor ihr ein Brief, den sie kurz vor ihrer Vormittagsausfahrt empfangen und in jenem Augenblicke nur flüchtig gelesen hatte. Desto langsamer und aufmerksamer freilich, als sie von der Revue wieder zurückgekommen war. Es war ein Brief von Lisette. Sie nahm ihn auch jetzt wieder zur Hand und las eine Stelle, die sie schon vorher mit einem Bleistiftstrich bezeichnet hatte. Du musst wissen, meine liebe Victoire, dass ich, pardon für dies offene Geständnis, manch Äußerung in deinem letzten Briefe keinen vollen Glauben schenke. Du suchst dich und mich zu täuschen, wenn du schreibst, dass du dich in ein Respektsverhältnis zur Seite hineindenkst. Er würde selber lächeln, wenn er davon hörte, dass du dich plötzlich so verletzt fühlen, ja, verzeihe, so piquiert werden konntest, als er den Arm deiner Mama nahm, verrät dich und gibt mir allerlei zu denken. Wie denn auch anderes noch, was du speziell in dieser Veranlassung schreibst. Ich lerne dich plötzlich von einer Seite kennen, von der ich dich noch nicht kannte, von der argwöhnischen nämlich. Und nun, meine teure Victoire, hab ein freundliches Ohr für das, was ich dir in Bezug auf diesen wichtigen Punkt zu sagen habe. Bin ich doch die Ältere. Du darfst dich ein für allemal nicht in ein Misstrauen gegen Personen hineinleben, die ich aus den entgegengesetzten Anspruch erheben dürfen. Und zu diesen Personen, mein ich, gehört Schach. Ich finde, je mehr ich den Fall überlege, dass du ganz einfach vor einer Alternative stehst und entweder deine gute Meinung über Seite oder aber dein Misstrauen gegen ihn fallen lassen musst. Er sei Kavalier, schreibst du mir, ja, das Ritterliche, fügst du hinzu, sei so recht eigentlich seine Natur? Und im selben Augenblick, wo du dies schreibst, bezichtigt ihn dein Argwohn einer Handelsweise, die, träfe sie zu, das Unritterlichste von der Welt sein würde. Solche Widersprüche gibt es nicht. Man ist entweder ein Mann von Ehre, oder man ist es nicht. Im Übrigen,
meine teure Victoire, sei gutes Mutes. Und halte dich ein für allemal versichert, dir lügt der Spiegel. Es ist nur eines, um Dissent willen wir Frauen leben. Wir leben, um uns ein Herz zu gewinnen. Aber wodurch wir es gewinnen, ist gleichgültig. Victoire faltete das Blatt wieder zusammen. Es rät und tröstet sich leicht aus einem vollen Besitz heraus. Sie hat alles, und nun ist sie großmütig. Arme Worte, die von des reichen Tische fallen. Und sie bedeckte beide Augen mit ihren Händen. In diesem Augenblick hörte sie die Klingel gehen, und gleich danach, ein zweites Mal, ohne dass jemand von der Dienerschaft gekommen wäre. Hatten es Beate und der alte Janasch überhört, oder waren sie fort? Eine Neugier überkam sie. Sie ging also leise bis an die Tür und sah auf den Vorflur hinaus. Es war Schach. Einen Augenblick schwankte sie, was zu tun sei, dann aber öffnete sie die Glastür und bat ihn einzutreten. Sie klingelten so leise. Beate wird es überhört haben. Ich komme nur, um nach dem Befinden der Damen zu fragen. Es war ein prächtiges Paradewetter, kühl und sonnig, aber der Wind ging doch ziemlich scharf. Und Sie sehen mich unter seinen Opfern. Ich fiebere, nicht gerade heftig, aber wenigstens so, dass ich das Theater aufgeben musste. Der Shawl, in den ich bitte, mich wieder einwickeln zu dürfen, und diese Tisane, von der Beate, wahre Wunder erwartet, werden mir wahrscheinlich zuträglicher sein als Wallensteins Tod. Mama wollte mir anfänglich Gesellschaft leisten, aber Sie kennen ihre Passion für alles, was Schauspiel heißt, und so habe ich sie fortgeschickt, freilich auch aus Selbstsucht. Denn dass ich es gestehe, mich verlangte nach Ruhe, die nun mein Erscheinen doch wiederum stört, aber nicht auf lange, nur gerade lange genug, um mich eines Auftrags zu entledigen, einer Anfrage, mit der ich übrigens leicht möglicherweise zu spät komme, wenn Alvensleben schon gesprochen haben sollte. Was ich nicht glaube, vorausgesetzt, dass es nicht Dinge sind, die Mama für gut befunden hat, selbst vor mir als Geheimnis zu behandeln. Ein sehr unwahrscheinlicher Fall, denn es ist ein Auftrag, der sich an Mutter und Tochter gleichzeitig richtet. Wir hatten einen Diener beim Prinzen, Circle in Time, zuletzt natürlich auch Dussek. Er sprach vom Theater, von was anderem sollt er, und brachte sogar Bülow zum Schweigen, was vielleicht eine wert war. Aber Sie medisieren ja, lieber Schach. Ich verkehre lange genug im Salon der Frau von Karajan, um wenigstens in den Elementen dieser Kunst unterrichtet zu sein. Immer schlimmer, immer größere Ketzerei. Ich werde sie vor das Großinquisitoriat der Mama bringen, und wenigstens der Tortur einer Sittenpredigt sollen sie nicht entgehen. Ich wüsste keine liebere Strafe, sie nehmen es zu leicht. Aber nun der Prinz? Er will sie sehen, beide, Mutter und Tochter. Frau Pauline, die, wie Sie vielleicht wissen, den Zirkel des Prinzen macht, soll Ihnen eine Einladung überbringen. Zu gehorchen, Mutter und Tochter sich zu besonderer Ehre rechnen werden. Was mich nicht wenig überrascht, und Sie können, meine teure Victoire, dies kaum im Ernste gesprochen haben. Der Prinz ist mir ein gnäd'ger Herr, und ich lieb ihn de tout mon cœur. Es bedarf keiner Worte darüber, aber er ist ein Licht, mit einem reichlichen Schatten, oder, wenn Sie mir den Vergleich gestatten wollen, ein Licht, das mit einem Räuber brennt. Alles in allem, er hat den zweifelhaften Vorzug so vieler Fürstlichkeiten, in Kriegs- und in Liebesabenteuern gleich hervorragend zu sein, oder es noch runder herauszusagen, er ist abwechselnd ein Helden- und ein Debauchenprinz, dabei grundsatzlos und rücksichtslos, sogar ohne Rücksicht auf den Schein. Was vielleicht das Allerschlimmste ist, Sie kennen seine Beziehungen zu Frau Pauline? Ja. Und ich billige sie nicht, aber sie nicht billigen, ist etwas anderes als sie verurteilen. Mama hat mich gelehrt, mich über derlei Dinge nicht zu kümmern und zu grämen. Und hat sie nicht recht? Ich frage Sie, lieber Schach, was wird aus uns, ganz speziell aus uns zwei Frauen, wenn wir uns innerhalb unserer Umgangs- und Gesellschaftssphäre Sittenrichtern aufwerfen und Männlein und Weiblein auf die Korrektheit ihres Wandels hinprüfen wollten, etwa durch eine Wasser- und Feuerprobe? Die Gesellschaft ist souverän. Was sie gelten lässt, gilt, was sie verwirft, ist verwerflich. Außerdem liegt hier alles exzeptionell. Der Prinz ist ein Prinz, Frau von Karajan ist eine Witwe, und bin ich. Und bei diesem Entscheide soll es bleiben, Victoire? Ja, die Götter balancieren. Und, wie mir Lisette per Band eben schreibt, wem genommen wird, dem wird auch gegeben. In meinem Falle liegt der Tausch etwas schmerzlich, und ich wünschte wohl, ihn nicht gemacht zu haben. Aber andererseits gehe ich nicht blind an dem eingetauschten Guten vorüber,
und freue mich meiner Freiheit. Wovor andere meines Alters und Geschlechts erschrecken, das darf ich. An dem Abende bei Massos, wo man mir zuerst huldigte, war ich, ohne mir dessen bewusst zu sein, eine Sklavin, oder doch abhängig von 100 Dingen. Jetzt bin ich frei. Schach sah verwundert auf die Sprecherin. Manches, was der Prinz über sie gesagt hatte, ging ihm durch den Kopf. Waren das Überzeugungen oder Einfälle? War es Fieber? Ihre Wangen hatten sich gerötet. Und ein aufblitzendes Feuer in ihrem Auge traf ihn mit dem Ausdruck einer trotzigen Entschlossenheit. Er versuchte jedoch, sich in den leichten Ton, in dem ihr Gespräch begonnen hatte, zurückzufinden, und sagte: »Meine teure Victoire scherzt. Ich möchte wetten, es ist ein Band Rousseau, was da vor ihr liegt. Ihre Fantasie geht mit dem Dichter.« »Nein, es ist nicht Rousseau. Es ist ein anderer, der mich mehr interessiert.« »Und wer, wenn ich neugierig sein darf?« »Mirabeau.« »Und warum mehr?« »Weil er mir näher steht. Und das Allerpersönlichste bestimmt immer unser Urteil. Oder doch fast immer. Er ist mein Gefährte, mein spezieller Leidensgenoss.« Unter Schmeicheleien wuchs er auf. »Ah, das schöne Kind«, hieß es Tagain, Tagaus. Und dann eines Tags war alles hin wie. »Wie?« »Nein, Victoire, Sie sollen das Wort nicht aussprechen.« »Ich will es aber, und würde den Namen meines Gefährten und Leidensgenossen zu meinem eigenen machen, wenn ich es könnte. Victoire Mirabeau de Carayon. Oder sagen wir Mirabel de Carayon? Das klingt schön und ungezwungen, und, wenn ich's recht übersetze, so heißt es Wunderhold.« Und dabei lachte sie voll Übermut und Bitterkeit, aber die Bitterkeit klang vor. »Sie dürfen so nicht lachen, Victoire, nicht so. Das kleidet Ihnen nicht, das verhäßlicht Sie. Ja, werfen Sie nur die Lippen, verhäßlicht Sie.« Der Prinz hatte doch recht, als er enthusiastisch von ihnen sprach. Armes Gesetz, der Form und der Farbe. Was allein gilt, ist das ewig eine, dass sich die Seele den Körper schafft, oder ihn durchleuchtet, verklärt. Victoires Lippen flogen, ihre Sicherheit verließ sie, und ein Frost schüttelte sie. Sie zog den Schal höher hinauf, und Schach nahm ihre Hand, die eiskalt war, denn alles Blut drängte nach ihrem Herzen. »Victoire, Sie tun sich Unrecht. Sie wüten nutzlos gegen sich selbst und sind um nichts besser als der Schwarzseher, der nach allem Trüben sucht und an Gottes hellem Sonnenlicht vorübersieht. Ich beschwöre Sie, fassen Sie sich und glauben Sie wieder an Ihr Anrecht auf Leben und Liebe. War ich denn blind? In dem bitteren Wort, in dem Sie sich demütigen wollten, in eben diesem Worte haben Sie's getroffen, ein für allemal. Alles ist Märchen und Wunder an Ihnen, ja Mirabell, ja Wunderhold. Ach, das waren die Worte, nach denen ihr Herz gebangt hatte, während es sich in Trotz zu waffnen suchte. Und nun hörte sie willenlos und schwieg in einer süßen Betäubung. Die Zimmeruhr schlug 9, und die Turmuhr draußen antwortete. Victoire, die den Schlägen gefolgt war, strich das Haar zurück und trat ans Fenster und sah auf die Straße. »Was erregt dich?« »Ich meinte, dass ich den Wagen gehört hätte.« »Du hörst zu fein, aber«, schüttelte den Kopf, und im selben Augenblicke fuhr der Wagen der Frau von Carayon vor. »Verlassen Sie mich, bitte. Bis auf morgen.« Und ohne zu wissen, ob es ihm glücken werde, der Begegnung mit Frau von Carayon auszuweichen, empfahl er sich rasch und huschte durch Vorzimmer und Korridor. Alles war still und dunkel unten, und nur von der Mitte des Hausflurs her fiel ein Lichtschimmer bis in die Nähe der obersten Stufen. Aber das Glück war ihm hold. Ein breiter Pfeiler, der bis dicht an die Treppenbrüstung vorsprang, teilte den schmalen Vorflur in 2 Hälften, und hinter diesen Pfeiler trat er und wartete. Victoire stand in der Glastür und empfing die Mama. »Du kommst so früh. Ach, und wie habe ich dich erwartet?« Schach hörte jedes Wort. »Erst die Schuld und dann die Lüge«, klang es in ihm, das alte Lied. Aber die Spitze seiner Worte richtete sich gegen ihn und nicht gegen Victoire. Dann trat er aus seinem Versteck hervor und schritt rasch und geräuschlos die Treppe hinunter. Chapter 9. Schach zieht sich zurück. Bis auf morgen war Schachs Abschiedswort gewesen, aber er kam nicht. Auch am 2. und 3. Tage nicht. Victoire suchte sich's zurechtzulegen, und wenn es nicht glücken wollte, nahm sie Lisettens Brief und las immer wieder die Stelle, die sie längst auswendig wusste. Du darfst dich, ein für allemal, nicht in ein Misstrauen gegen Personen hineinleben, die durchaus den entgegengesetzten Anspruch erheben dürfen. Und zu diesen Personen, mein ich, gehört Schach. Ich finde, je mehr ich den Fall überlege, dass du ganz einfach vor einer Alternative stehst und entweder deine gute Meinung über
Seite, oder aber dein Misstrauen gegen ihn fallen lassen musst. Ja, Lisette hatte recht und doch blieb ihr eine Furcht im Gemüte. Wenn doch alles nur. Und es übergoss sie mit Blut. Endlich am 4. Tage kam er. Aber es traf sich, dass sie kurz vorher in die Stadt gegangen war. Als sie zurückkehrte, hörte sie von seinem Besuch. Er sei sehr liebenswürdig gewesen, habe 2-3 Mal nach ihr gefragt und ein Bouquet für sie zurückgelassen. Es waren Veilchen und Rosen, die das Zimmer mit ihrem Dufte füllten. Victoire, während ihr die Mama von dem Besuche vorplauderte, bemühte, einen leichten und übermütigen Ton anzuschlagen. Aber ihr Herz, zu voll von widerstreitenden Gefühlen, und sie zog sich zurück, um sich in zugleich glücklichen und bangen Tränen auszuweinen. Inzwischen war der Tag herangekommen, wo die Weihe der Kraft gegeben werden sollte. Schach schickte seinen Diener und ließ anfragen, ob die Damen der Vorstellung beizuwohnen gedächten. Es war eine bloße Form, denn er wusste, dass es so sein werde. Im Theater waren alle Plätze besetzt. Schach saß den Carayons gegenüber und grüßte mit großer Artigkeit. Aber bei diesem Gruße blieb's, und er kam nicht in ihre Loge hinüber, eine Zurückhaltung. Über die Frau von Carayon kaum weniger betroffen war als Victoire. Der Streit indessen, den das hinsichtlich des Stücks in 2 Lager geteilte Publikum führte, war so heftig, aufregend, dass beide Damen ebenfalls mit hingerissen wurden und momentan wenigstens alles Persönliche vergaßen. Erst auf dem Heimweg kehrte die Verwunderung über Schachs Benehmen zurück. Am anderen Vormittage ließ er sich melden. Frau von Carayon war erfreut, Victoire jedoch, die schärfer sah, empfand ein tiefes Unbehagen. Er hatte ganz ersichtlich diesen Tag abgewartet, um einen bequemen Plauderstoff zu haben und mit Hilfe desselben über die Peinlichkeit eines ersten Wiedersehens mit ihr leichter hinwegzukommen. Er küsste der Frau von Carayon die Hand und wandte sich dann gegen Victoire, um dieser Bedauern auszusprechen, sie bei seinem letzten Besuche verfehlt zu haben. Man entfremde sich fast, anstatt sich fester anzugehören. Er sprach dies so, dass ihr ein Zweifel blieb, ob er es mit tieferer Bedeutung oder aus bloßer Verlegenheit gesagt habe. Sie sann darüber nach, aber ehe sie zum Abschluss kommen konnte, wandte sich das Gespräch dem Stücke zu. »Wie finden Sie's?« fragte Frau von Carayon. »Ich liebe nicht Komödien«, antwortete Schach, »die 5 Stunden spielen. Ich wünsche Vergnügen oder Erholung im Theater, aber keine Strapaze.« Zugestand, aber dies ist etwas Äußerliches und beiläufig ein Missstand, dem ehestens abgeholfen sein wird. Iffland selbst ist mit erheblichen Kürzungen einverstanden. Ich will ihr Urteil über das Stück. Es hat mich nicht befriedigt. Und warum nicht? Weil es alles auf den Kopf stellt. Solchen Luther hat es Gott sei Dank nie gegeben. Und wenn solcher je käme, so wird er einfach dahin zurückführen, von wo der echte Luther uns seiner Zeit wegführte. Jede Zeile widerstreitet dem Geist und Jahrhundert der Reformation. Alles ist Jesuitismus oder Mystizismus und treibt ein unerlaubtes und beinahe kindisches Spiel mit Wahrheit und Geschichte. Nichts passt. Ich wurde beständig an das Bild Albrechts Dürers erinnert, wo Pilatus mit Pistolenhalftern reitet, oder an ein ebenso bekanntes Altärblatt in Soest, wo statt des Osterlamms ein westfälischer Schinken in der Schüssel liegt. In diesem seinwollenden Lutherstück aber liegt ein allerpfäffischster Pfaff in der Schüssel. Es ist ein Anachronismus von Anfang bis Ende. Gut, das ist Luther. Aber ich wiederhole das Stück? Luther ist das Stück. Das andere bedeutet nichts. Oder soll ich mich für Katharina von Bora begeistern, für eine Nonne, die schließlich keine war? Victoire senkte den Blick und ihre Hand zittert. Schach sah es, und über seinen Faux pas erschreckend, sprach er jetzt hastig und in sich überstürzender Weise von einer Parodie, die vorbereitet werde, von einem angekündigten Protest der lutherischen Geistlichkeit, vom Hofe, von Iffland, vom Dichter selbst, und schloss endlich mit einer übertriebenen Lobpreisung der eingelegten Lieder und Kompositionen. Er hoffe, dass Fräulein Victoire noch den Abend in Erinnerung habe, wo er diese Lieder am Klavier begleiten durfte. All dies wurde sehr freundlich gesprochen, aber so freundlich es klang, so fremd klang es auch. Und Victoire hörte mit feinen Ohren heraus, dass es nicht die Sprache war, die sie fordern durfte. Sie war bemüht, ihm unbefangen zu antworten, aber es blieb ein äußerliches Gespräch, bis er ging. Den Tag nach diesem Besuche kam Tante Marguerite. Sie hatte bei Hofe von dem schönen Stücke gehört, das so schön sei wie noch gar keins, und so wollte sie's gerne sehen. Frau von Carayon war ihr zu Willen, nahm sie mit in die 2. Vorstellung, und da wirklich sehr gekürzt worden war,
blieb auch noch Zeit daheim, eine halbe Stunde zu plaudern. »Nun, Tante Marguerite«, fragte Victoire, »wie hat es dir gefallen?« »Gut, liebe Victoire, denn es berührt doch den Hauptpunkt in unserer gereinigten Kirche.« »Welchen meinst du, liebe Tante?« »Nun, den von der christlichen Ehe.« Victoire zwang sich ernsthaft zu bleiben und sagte, »Dann, ich dachte, dieser Hauptpunkt in unserer Kirche läge doch noch in etwas anderem, als z.b. in der Lehre vom Abendmahl.« »Oh nein, meine liebe Victoire, das weiß ich ganz genau. Oder ohne Wein, das macht keinen so großen Unterschied. Aber ob unsere Predikateurs in einer sittlich getrauten Ehe leben oder nicht, das, mein Engelchen, ist von einer wirklichen Importanz. Und ich finde, Tante Marguerite hat ganz recht«, sagte Frau von Karajan. »Und das ist es auch«, fuhr die gegen alles Erwarten Belobigte fort, »was das Stück will, und was man umso deutlicher sieht, als die Bethmann wirklich eine sehr hübsche Frau ist. Oder doch zum wenigsten viel hübscher, als sie wirklich war. Ich meine die Nonne. Aber nichts schadet, denn er war ja auch kein hübscher Mann, und lange nicht so hübsch als er. Ja, werde nur rot, meine liebe Victoire, so viel weiß ich auch.« Frau von Karajan lachte herzlich. »Und das muss wahr sein, unser Herr Rittmeister von Schach ist wirklich ein sehr angenehmer Mann, und ich denke noch immer an Tempelhof, den aufrechtstehenden Ritter. Und wisst ihr denn, in Wülmersdorf soll auch einer sein, und auch ebenso weggeschubbert. Und von wem ich es habe? Nun, von la petite Princesse Charlotte.« Chapter 10. Es muss etwas geschehen. Die Weihe der Kraft wurde nach wie vor gegeben, und Berlin hörte nicht auf, in zwei Lager geteilt zu sein. Alles, was mystisch-romantisch war, war für, alles, was freisinnig war, gegen das Stück. Selbst im Hause Karajan setzte sich diese Fehde fort. Und während die Mama teils um des Hofes, teils um ihre eigene Gefühle, Willen überschwänglich mitschwärmte, fühlte sich Victoire von diesen Sentimentalitäten abgestoßen. Sie fand alles unwahr und unecht und versicherte, dass Schach in jedem seiner Worte recht gehabt habe. Dieser kam jetzt von Zeit zu Zeit, aber doch immer nur, wenn er sicher sein durfte, Victoire in Gesellschaft der Mutter zu treffen. Er bewegte sich wieder viel in den großen Häusern und legte wie Nostitz spottete den Radzivils und Caroloths zu, was er den Karajans entzog. Alvins Leben scherzte darüber, und selbst Victoire versuchte den gleichen Ton zu treffen, ohne dass es ihr glücken wollte. Sie träumte so hin, und nur eigentlich traurig war sie nicht. Noch weniger unglücklich. Unter denen, die sich mit dem Stück, also mit der Tagesfrage beschäftigten, waren auch die Offiziere vom Regiment Gensdarmes, obschon ihnen nicht einfiel, sich ernsthaft auf ein Für oder Wider einzulassen. Sie sahen alles ausschließlich auf seine komische Seite hin an und fanden in der Auflösung eines Nonnenklosters, in Katharina von Boras, 9-jähriger Pflegetochter, und endlich in dem beständig Flöte spielenden Luther, einen unerschöpflichen Stoff für ihren Spott und Übermut. Ihr Lieblingsversammlungsort in jenen Tagen war die Wachtstube des Regiments, wo die jüngeren Kameraden, diensttuenden Offizier zu besuchen und sich bis in die Nacht hinein zu divertieren pflegten. Unter den Gesprächen, die man in Veranlassung der neuen Komödie hier führte, kamen Spöttereien wie die vorgenannten kaum noch von der Tagesordnung, und als einer der Kameraden daran erinnerte, dass das neuerdings von seiner früheren Höhe herabgestiegene Regiment eine Art patriotische Pflicht habe, sich mal wieder als es selbst zu zeigen, brach ein ungeheurer Jubel aus, an dessen Schluss alle einig waren, dass etwas geschehen müsse. Dass es sich dabei lediglich um eine Weihe der Kraft, etwa durch eine Maskerade, handeln könne, stand von vornherein fest. Und nur über das Wie gingen die Meinungen noch auseinander. Infolge davon beschloss man, ein paar Tage später, eine neue Zusammenkunft abzuhalten, in der nach Anhörung einiger Vorschläge der eigentliche Plan fixiert werden sollte. Rasch hatte sich's herumgesprochen, und als Tag und Stunde da waren, einige 20 Kameraden in dem vorerwähnten Lokal erschienen. Itzenplitz, Jürgers und Britzke, Billerbeck und Diericke, Graf Haseler, Graf Herzberg, von Rotschow, von Putlitz, ein Kracht, ein Klitzing, und nichts zum letzten ein schon älterer Leutnant von Zieten, ein kleines, hässliches und säbelbeiniges Kerlchen, das durch entfernte Vetterschaft mit dem berühmten General und beinahe, mehr noch durch eine keck in die Welt hineinkrähende Stimme zu balancieren wusste, was ihm an sonstigen Tugenden abging. Auch Nostitz und Alvensleben waren erschienen.
Schach fehlte. Wer präsidiert? Fragte Klitzing. Nur 2 Möglichkeiten, antwortete die Ricke. Der längste oder der kürzeste, will also sagen, Nostitz oder Zieten. Nostitz, Nostitz, riefen alle durcheinander, und der so durch Akklamation gewählte nahm auf einem ausgebuchteten Gartenstuhle Platz. Flaschen und Gläser standen die lange Tafel entlang. Rede halten, Assemblée Nationale. Nostitz ließ den Lärm eine Weile dauern und klopfte dann erst mit dem ihm als Zeichen seiner Würde zur Seite liegenden Pallasch auf den Tisch. Silentium, Silentium. Kameraden vom Regiment Gensdarmes, Erben eines alten Ruhmes, auf dem Felde militärischer und gesellschaftlicher Ehre, denn wir haben nicht nur der Schlacht die Richtung, wir haben auch der Gesellschaft den Ton gegeben. Kamerad, sag ich, wir sind schlüssig geworden, es muss etwas geschehen. Ja, ja, es muss etwas geschehen. Und neu geweiht durch die Weihe der Kraft, haben wir, dem alten Luther und uns selber, zuliebe, beschlossen, einen Aufzug zu bewerkstelligen, von dem die spätesten Geschlechter noch melden sollen. Es muss etwas Großes werden. Erinnern wir uns, wer nicht vorschreitet, der schreitet zurück. Ein Aufzug also. So viel steht fest. Aber Wesen und Charakter dieses Aufzuges bleibt noch zu fixieren, und zu diesem Behufe haben wir uns hier versammelt. Ich bin bereit, Ihre Vorschläge der Reihe nach entgegenzunehmen. Wer Vorschläge zu machen hat, melde sich. Unter denen, die sich meldeten, war auch Leutnant von Zieten. Ich gebe dem Lieutenant von Zieten das Wort. Dieser erhob sich und sagte, während er sich leicht auf der Stuhllehne wiegte, was ich vorzuschlagen habe, heißt Schlittenfahrt. Alle sahen einander an, einige lachten. Im Juli? Im Juli, wiederholte Zieten. Unter den Linden wird Salz gestreut und über diesen Schnee hin geht unsere Fahrt. Erst ein paar aufgelöste Nonnen. In dem großen Hauptschlitten aber, der die Mitte des Zuges bildet, paradieren Luther und sein Famulus, jeder mit einer Flöte, während Katharinchen auf der Pritsche reitet. Ad libitum mit Fackel oder Schlittenpeitsche. Vorreiter eröffnen den Zug. Kostüme werden dem Theater entnommen oder angefertigt. Ich hab gesprochen. Ein ungeheurer Lärm antwortete, bis der ruhegebietende Nostitz endlich durchdrang. Ich nehme diesen Lärm einfach als Zustimmung und beglückwünsche Kamerad Zieten, deinem einzigen und ersten Meisterschuss gleich ins Schwarze getroffen zu haben. Also Schlittenfahrt. Angenommen? Ja, ja. So bleibt nur noch Rollenverteilung. Wer gibt den Luther? Schach. Er wird ablehnen. Nicht doch, krähte Zieten, der gegen den schönen ihm, bei mehr als einer Gelegenheit vorgezogenen Schach eine Spezialmalize hegte. Wie kann man Schach so verkennen? Ich kenne ihn besser. Er wird es freilich eine halbe Stunde lang beklagen, sich hohe Backenknochen auflegen und sein Normal-Oval in eine bäuerische Tête carré verwandeln zu müssen. Aber schließlich wird er Eitelkeit gegen Eitelkeit setzen und seinen Lohn darin finden, auf 24 Stunden der Held des Tages zu sein. Ehe Zieten noch ausgesprochen hatte, war von der Wache her ein Gefreit eingetreten, um ein an Nostitz adressiertes Schreiben abzugeben. Lupus in fabula. Von Schach? Ja. Lesen, lesen. Und Nostitz erbrach den Brief und las. Ich bitte Sie, lieber Nostitz, bei der mutmaßlich in eben diesem Augenblicke stattfindenden Versammlung unserer jungen Offiziere, meinen Vermittler und wenn nötig auch meinen Anwalt machen zu wollen. Ich habe das Zirkular erhalten und war anfänglich gewillt zu kommen. Inzwischen aber ist mir mitgeteilt worden, um was es sich aller Wahrscheinlichkeit nach handeln wird, und diese Mitteilung hat meinen Entschluss geändert. Es ist Ihnen kein Geheimnis, dass all das, was man vorhat, meinem Gefühl widerstreitet, und so werden Sie sich mit Leichtigkeit herausrechnen können. Wie viel, oder wie wenig, ich dem schon ein Bühnen-Luther contre Coeur war für ein Mummenschanz-Luther übrig habe. Dass wir diesen Mummenschanz in eine Zeit verlegen, die nicht einmal ein Fastnachtsfreiheit in Anspruch nehmen darf, bessert sicherlich nichts. Jüngeren Kameraden soll aber durch diese meine Stellung zur Sache kein Zwang auferlegt werden, und jedenfalls darf man sich meiner Diskretion versichert halten. Ich bin nicht das Gewissen des Regiments, noch weniger sein Aufpasser, Ihr Schach. Ich wusst es, sagte Nostitz in aller Ruhe, während er das Schachsche Billett an dem ihm zunächst stehenden Lichte verbrannte. Kamerad Zieten ist größer in Vorschlägen und Phantastik, als in Menschenkenntnis. Er will mir antworten, sehe ich, aber ich kann ihm nicht nachgeben, denn in diesem Augenblicke heißt es ausschließlich, wer spielt den Luther? Ich bringe den Reformator unter den Hammer, der Meistbietende hat ihn.
Zum ersten, zweiten und zum dritten? Niemand, so bleibt mir nichts übrig als Ernennung. Alvensleben Sie. Dieser schüttelte den Kopf. Ich stehe dazu wie Schach. Machen Sie das Spiel? Ich bin kein Spielverderber, aber ich spiele persönlich nicht mit. Kann nicht und will nicht. Es steckt mir dazu zu viel Katechismus Lutheri im Leibe. Nostitz wollte nicht gleich nachgeben. Alles zu seiner Zeit. Nahm er das Wort, und wenn der Ernst seinen Tag hat, so hat der Scherz wenigstens seine Stunde. Sie nehmen alles zu gewissenhaft, zu feierlich, zu pedantisch. Auch darin wie Schach. Keinerlei Ding ist an sich gut oder bös. Erinnern Sie sich, dass wir den alten Luther nicht verhöhnen wollen, im Gegenteil, wir wollen ihn rächen. Was verhöhnt werden soll? Ist das Stück, ist die Luther-Karikatur, ist der Reformator in falschem Licht und an falscher Stelle. Wir sind Strafgericht, Instanz alleroberster Sittlichkeit. Tun Sie's. Sie dürfen uns nicht im Stiche lassen, oder es fällt alles in den Brunnen. Andere sprache in gleichem Sinn, aber Alvensleben blieb fest, und eine kleine Verstimmung schwand erst, als sich unerwartet, und eben deshalb, von allgemeinstem Jubel, begrüßt der junge Graf Herzberg erhob, um sich für die Lutherrolle zu melden. Alles, was danach noch zu ordnen war, ordnete sich rasch, und ehe 10 Minuten waren bereits die Hauptrollen verteilt. Graf Herzberg den Luther, Dierike den Famulus, Nostitz, wegen seiner kolossalen Größe, die Katharina von Bora. Der Rest wurde einfach als Nonmaterial eingeschrieben, und nur Zieten, dem man sich besonders verpflichtet fühlte, rückte zur Äbtissin auf. Er erklärte denn auch sofort, auf seinem Schlittensitz ein Joi entrieren oder mit dem Klostervogt eine Partie Mariage spielen zu wollen. Ein neuer Jubel brach aus. Und nachdem noch in aller Kürze der nächste Montag für die Maskerade festgesetzt, alles Ausplaudern aber aufs strengste verboten worden war, schloss Nostitz die Sitzung. In der Tür drehte sich die Ricke noch einmal um und fragte: Aber wenn's regnet? Es darf nicht regnen. Und was wird aus dem Salz? C'est pour les domestiques. Et pour la canaille, schloss der jüngste Corne. Chapter 11. Die Schlittenfahrt. Schweigen war gelobt worden, und es blieb auch wirklich verschwiegen. Ein vielleicht einzig dastehender Fall. Wohl erzählte man sich in der Stadt, dass die Gensdames etwas vorhätten, und mal wieder über einem jener tollen Streiche brüteten, um derentwillen vor andern Regimentern einen Ruf hatten, aber man erfuhr weder worauf die Tollheit hinauslaufen werde, noch auch für welchen Tag sie geplant sei. Selbst die Karayonschen Damen, an deren letztem Empfangsabende weder Schach noch Alvensleben erschienen waren ohne Mitteilung geblieben. Und so brach denn die berühmte Sommerschlittenfahrt über Näher und Fernerstehende gleichmäßig überraschend herein. In einem der in der Nähe der Mittel- und Dorotheenstraße gelegenen Stallgebäude hatte man sich bei Dunkelwerden versammelt, und ein Dutzend prachtvoll gekleideter und von Fackelträgern begleiteter Vorreiter vorauf, ganz, also wie Zieten es proponiert hatte, schoss man mit dem Glockenschlag 9 an dem Akademiegebäude vorüber auf die Linden zu, jagte weit abwärts erst in die Wilhelms, dann aber umkehrend in die Beer- und Charlottenstraße hinein und wiederholte diese Fahrt um das eben bezeichnet Lindenquartier herum in einer immer gesteigerten Eile. Als der Zug das erste Mal an dem Karayonschen Hause vorüberkam, das Licht der vorausreitenden Fackeln grell in alle Scheiben der Belle-Etage fiel, alte Frau von Karajon, die sich zufällig allein befand, erschreckt ans Fenster und sah auf die Straße hinaus. Aber statt des Rufes Feuer, den sie zu hören erwartete, hörte sie nur wie mitten im Winter ein Knallen großer Hetz und Schlittenpeitschen mit Schellengeläut dazwischen. Und ehe sie sich zurechtzufinden imstande war alles schon wieder vorüber und ließ sie verwirrt und fragend und in einer halben Betäubung zurück. In solchem Zustande war es, dass Victoire sie fand. »Um Gottes Willen, Mama, was ist?« Aber ehe Frau von Karajon antworten konnte, war die Spitze der Maskerade zum zweiten Male heran, und Mutter und Tochter, die jetzt rasch zu besserer Orientierung von ihrem Eckzimmer aus auf den Balkon hinausgetreten waren von diesem Augenblick an nicht länger mehr im Zweifel, was das Ganze bedeute. Verhöhnung gleichviel auf wen und was. Erst unzüchtige Nonnen, mit einer Hexe von Äbtissin, an der Spitze, johlend, trinkend und Karte spielend, und in der Mitte des Zuges ein auf Rollen laufender, in der Fülle seiner Vergoldung augenscheinlich als Triumphwagen gedachter Hauptschlitt, in dem Luther samt Famulus und auf der Pritsche Katharina von Bora saß.
An der riesigen Gestalt erkannten sie Nostitz. Aber wer war der auf dem Vordersitz? Fragte sich Victoire. Wer verbarg sich hinter dieser Luthermaske? War er es? Nein, es war unmöglich. Und doch, auch wenn er es nicht war, er war doch immer ein Mitschuldiger in diesem widerlichen Spiele, das er gut geheißen oder wenigstens nicht gehindert hatte. Welche verkommene Welt, wie pietätlos, wie bar aller Schicklichkeit, wie Schal und Ekel. Ein Gefühl unendlichen Wehs ergriff sie, das Schöne verzerrt und das Reine durch den Schlamm gezogen zu sehen. Und warum? Um einen Tag lang von sich reden zu machen, um einer kleinlichen Eitelkeit willen. Und das war die Sphäre, darin sie gedacht und gelacht und gelebt und gewebt und darin nach Liebe verlangt und ach, das Schlimmste von allem, an Liebe geglaubt hatte. Lass uns gehen, sagte sie, während sie den Arm der Mutter nahm und wandte sich, um in das Zimmer zurückzukehren. Aber ehe sie es erreichen konnte, wurde sie wie von einer Ohnmacht überrascht und sank auf der Schwelle des Balkons nieder. Die Mama zog die Klingel, Beate kam, und beide trugen sie bis an das Sofa, wo sie gleich danach von einem heftigen Brustkrampfe befallen wurde. Sie schluchzte, richtete sich auf, sank wieder in die Kissen, und als die Mutter ihr Stirn und Schläfe mit kölnischem Wasser waschen wollte, stieß sie heftig zurück. Aber im nächsten Augenblick riss sie der Mama das Fläken aus der Hand und goss es sich über Hals und Nacken. Ich bin mir zuwider wie die Welt. In meiner Krankheit damals habe ich Gott um mein Leben gebeten. Aber wir sollen nicht um unser Leben bitten. Gott weiß am besten, was uns frommt. Und wenn er uns zu sich hinaufziehen will, so sollen wir nicht bitten. Lass uns noch. Oh, wie schmerzlich ich das fühle. Nun lebe ich. Aber wie? Wie? Frau von Karajan kniete neben dem Sofa nieder und sprach ihr zu. Denselben Augenblick aber schoss der Schlittenzug zum 3. Mal an dem Hause vorüber, und wieder war, als ob sich schwarze, fantastische Gestalten in dem glühroten Scheine jagten und haschten. Ist es nicht wie die Hölle? Sagte Victoire, während sie nach dem Schattenspiel an der Decke zeigte. Frau von Karajan schickte beiden, um den Arzt rufen zu lassen. In Wahrheit aber lag ihr weniger an dem Arzt, als an einem Alleinsein und einer Aussprache mit dem geliebten Kinde. Was ist dir? Und wie du nur fliegst und zitterst. Und siehst so starr. Ich erkenne meine heitere Victoire nicht mehr. Überlege, Kind, was ist denn geschehen? Ein toller Streich mehr, einer unter vielen. Und ich weiß Zeiten, wo du diesen Übermut mehr belacht als beklagt hättest. Es ist was anderes, was dich quält und drückt. Ich sehe es seit Tagen schon. Aber du verschweigst mir's, du hast ein Geheimnis. Ich beschwöre dich, Victoire, sprich, du darfst es. Es sei, was es sei. Victoire schlang ihren Arm um Frau von Karajans Hals, und ein Strom von Tränen entquoll ihrem Auge. Beste Mutter. Und sie zog sie fester an sich, und küsste sie und beichtete ihr alles. Chapter 12. Schach bei Frau von Karajan. Am andern Vormittage saß Frau von Karajan am Bette der Tochter und sagte, während diese zärtlich und mit einem wiedergewonnenen ruhig glücklichen Ausdruck zu der Mutter aufblickte. Habe Vertrauen, Kind. Ich kenn ihn so lange Zeit. Er ist schwach und eitel nach Art aller schönen Männer, aber von einem nicht gewöhnlichen Rechtsgefühl und einer untadeligen Gesinnung. In diesem Augenblick wurde Rittmeister von Schach gemeldet, und der alte Janasch setzte hinzu, dass er ihn in den Salon geführt habe. Frau von Karajan nickte zustimmend. Ich wusste, dass er kommen würde, sagte Victoire. Weil du's geträumt? Nein, nicht geträumt. Ich beobachte nur und rechne. Seit einiger Zeit weiß ich im Voraus, an welchem Tag und bei welcher Gelegenheit er erscheinen wird. Er kommt immer, wenn etwas geschehen ist, oder eine Neuigkeit vorliegt, über die sich bequem sprechen lässt. Er geht einer intimen Unterhaltung mit mir aus dem Wege. So kam er nach der Aufführung des Stücks, und heute kommt er nach der Aufführung der Schlittenfahrt. Ich bin doch begierig, ob er mit dabei war. War er's, so sag ihm, wie sehr es mich verletzt hat. Oder sag es lieber nicht. Frau von Karajan war bewegt. Ach, meine süße Victoire, du bist zu gut, viel zu gut. Er verdient es nicht, keiner. Und sie streichelte die Tochter und ging über den Korridor fort in den Salon, wo Schach ihrer wartete. Dieser schien weniger befangen als sonst und verbeugte sich, ihr die Hand zu küssen, was sie freundlich geschehen ließ. Und doch war ihr Benehmen verändert. Sie wies mit einem Zeremoniell, das ihr sonst fremd war, auf einen der zur Seite stehenden japanischen Stühle, schob sich ein Fußkissen heran und nahm ihrerseits auf dem Sofa Platz. Ich komme,
nach dem Befinden der Damen zu fragen und zugleich in Erfahrung zu bringen, ob die gestrige Maskerade Gnade vor ihren Augen gefunden hat oder nicht. Offen gestanden, nein. Für meine Person fand es wenig passend, und Victoire fühlte sich beinahe widerwärtig davon berührt. Ein Gefühl, das ich teile. So waren Sie nicht mit von der Partie? Sicherlich nicht. Und es überrascht mich, es noch erst versichern zu müssen. Sie kennen ja meine Stellung zu dieser Frage, meine teure Josephine, kennen Sie, seit jenem Abend, wo wir zuerst über das Stück und seinen Verfasser sprachen. Was ich damals äußerte, gilt ebenso noch heut. Ernste Dinge fordern auch eine ernste Behandlung, und es freut mich aufrichtig, Victoiren auf meiner Seite zu sehen. Ist sie zu Haus? Zu Bett? Ich hoffe nichts Ernstliches. Ja und nein. Die Nachwirkungen eines Brust- und Weinkrampfes, von dem sie gestern Abend befallen wurde. Mutmaßlich infolge dieser Maskeradentollheit. Ich beklag es von ganzem Herzen. Und doch bin ich eben dieser Tollheit zu Danke verpflichtet. In dem Degout über die Mummerei, deren Zeuge sie sein musste, löst sich ihr die Zunge. Sie brach ihr langes Schweigen und vertraut ein Geheimnis an, ein Geheimnis, das sie kennen. Schach, der sich doppelt schuldig fühlte, war wie mit Blut übergossen. Lieber Schach, fuhr Frau von Karajan fort, während sie jetzt seine Hand nahm und ihn aus ihren klugen Augen freundlich aber fest ansah. Lieber Schach, ich bin nicht albern genug, Ihnen eine Szene zu machen, oder gar eine Sittenpredigt zu halten. Zu den Dingen, die mir am meisten verhasst sind, gehört auch Tugendschwätzerei. Ich habe von Jugend auf in der Welt gelebt, kenne die Welt, und habe manches an meinem eigenen Herzen erfahren. Und wär ich heuchlerisch genug, es vor mir und andern verbergen zu wollen, wie könnte ich es vor Ihnen? Sie schwieg einen Augenblick, während sie mit ihrem Batisttuch ihre Stirn berührte. Dann nahm sie das Wort wieder auf und setzte hinzu: Freilich, es gibt ihrer, und nun gar unter uns Frauen, die den Spruch von der Linken, die nicht wissen soll, was die Rechte tut, dahin deuten, dass das heute nicht wissen soll, was das gestern tät, oder wohl gar das vorgestern. Ich aber gehöre nicht zu diesen Virtuosinnen des Vergessens. Ich leugne nichts, will's nicht, mag es nicht. Und nun verurteilen Sie mich, wenn Sie können. Er war ersichtlich getroffen, als sie so sprach, und seine ganze Haltung zeigte, welche Gewalt sie noch immer über ihn ausübte. Lieber Schach, fuhr sie fort, Sie sehen, ich gebe mich Ihrem Urteil preis, aber wenn ich mich auch bedingungslos einer jeden Verteidigung oder Anwaltschaft für Josephine Karajan enthalte, für Josephine Verzeihung, Sie haben eben selbst den alten Nahen Hierauf beschworen, so darf ich doch nicht darauf verzichten, der Anwalt der Frau von Karajan zu sein, ihres Hauses und ihres Namens. Es schien, dass Schach unterbrechen wollte. Sie ließ es aber nicht zu. Noch einen Augenblick. Ich werde gleich gesagt haben, was ich zu sagen habe. Victoire hat mich gebeten, über alles zu schweigen, nichts zu verraten, auch Ihnen nicht, und nichts zu verlangen. Zur Sühne für eine halbe Schuld, und ich rechne hoch, wenn ich von einer halben Schuld spreche, will sie die ganze tragen, auch vor der Welt, und will sich in jenem romantischen Zuge, der ihr eigen ist, aus ihrem Unglück ein Glück erziehen. Sie gefällt sich in dem Hochgefühl des Opfers, in einem süßen Hinsterben für den, den sie liebt, und für das, was sie lieben wird. Aber so schwach ich in meiner Liebe zu Victoire bin, so bin ich doch nicht schwach genug, ihr in dieser Großmutskomödie zu Willen zu sein. Ich gehöre der Gesellschaft an, deren Bedingungen ich erfülle, deren Gesetzen ich mich unterwerfe. Daraufhin bin ich erzogen, und ich habe nicht Lust, einer Opfermarotte meiner einzig geliebten Tochter zur Liebe meine gesellschaftliche Stellung mit zum Opfer zu bringen. Mit anderen Worten, ich habe nicht Lust, ins Kloster zu gehen, oder die dem irdischen entrückte Säulenheilige zu spielen, auch nicht um Victoirens willen. Und so muss ich denn auf Legitimisierung des Geschehenen dringen. Dies, mein Herr Rittmeister, war es, was ich Ihnen zu sagen hatte. Schach, der inzwischen Gelegenheit gefunden hatte, wieder zu sammeln, erwiderte, dass er wohl wisse, wie jegliches Ding im Leben seine natürliche Konsequenz habe, und solcher Konsequenz gedenk er sich nicht zu entziehen. Wenn ihm das, was er jetzt wisse, bereits früher bekannt geworden sei, wird er um eben die Schritte, die Frau von Karajan jetzt fordere, seinerseits aus freien Stücken gebeten haben. Er hab den Wunsch gehabt, unverheiratet zu bleiben, und von einer solchen lang gehegten Vorstellung Abschied zu nehmen, schaffe momentan eine gewisse Verwirrung, aber er fühle mit nicht minderer Gewissheit, dass er sich zu dem Tage zu beglückwünschen habe, der binnen kurzem diesen Wechsel in sein Leben bringen werde. Victoire sei der Mutter Tochter,
das sei die beste Gewähr seiner Zukunft, die Verheißung eines wirklichen Glücks. All dies wurde sehr artig und verbindlich gesprochen, aber doch zugleich auch mit einer bemerkenswerten Kühle. Dies empfand Frau von Karajan in einer ihr nicht nur schmerzlichen, sondern sie geradezu verletzenden Weise. Das, was sie gehört hatte, war weder die Sprache der Liebe noch der Schuld. Und als Schach schwieg, erwiderte sie spitz: »Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Worte, Herr von Schach, ganz besonders auch für das, was sich darin an meine Person richtete. Dass Ihr Ja rückhaltloser und ungesuchter hätte klingen können, empfinden Sie wohl am eigenen Herzen. Aber gleichviel, mir genügt das Ja. Denn wonach dürst ich denn am Ende? Nach einer Trauung im Dom und einer Gala-Hochzeit. Ich will mich einmal wieder in gelbem Atlas sehen, der mir kleidet, und haben wir dann erst unseren Fackeltanz getanzt, Viktoirens Strumpfband zerschnitten. Denn ein wenig prinzesslich werden wir's doch wohl halten müssen, schon um Tante Margueritens Willen. Nun, so gebe ich Ihnen carte blanche, Sie sind dann wieder frei wie der Vogel in der Luft. In Tun und Lassen, in Hass und Liebe, denn es ist dann einfach geschehen, was geschehen musste.« Schach schwieg. »Ich nehme vorläufig ein stilles Verlöbnis an. Über alles andere werden wir uns leicht verständigen, wenn es sein muss, schriftlich, aber die Kranke wartet jetzt auf mich, und so verzeihen Sie.« Frau von Karajan erhob sich und gleich danach verabschiedete Schach in aller Förmlichkeit, ohne dass weiter ein Wort zwischen ihnen gesprochen worden wäre. Chapter 13. Le Choix du Schach. In beinahe offener Gegnerschaft hatte man sich getrennt, aber es ging alles besser, als nach dieser gereizten Unterhaltung erwartet werden konnte, wozu sehr wesentlich ein Brief beitrug, den Schach andern Tags an Frau von Karajan schrieb. Er bekannte sich darin in allem Freimut schuldig, schützte, wie schon während des Gesprächs selbst, Überraschung und Verwirrung vor, und traf in allen diesen Erklärungen einen wärmeren Ton, eine herzlichere Sprache. Ja, sein Rechtsgefühl, dem er ein Genüge tun wollte, ließ ihn vielleicht mehr sagen, als zu sagen gut und klug war. Er sprach von seiner Liebe zu Viktoiren und vermied absichtlich oder zufällig all jene Versicherungen von Respekt und Wertschätzung, die so bitter wehe tun, wo das einfache Geständnis einer herzlichen Neigung gefordert wird. Victoire sog jedes Wort ein. Und als die Mama schließlich den Brief aus der Hand legte, sah diese letztere nicht ohne Bewegung, wie 2 Minuten Glück ausgereicht hatten, ihrem armen Kinde die Hoffnung und mit dieser Hoffnung auch die verlorene Frische zurückzugeben. Die Kranke strahlte, fühlte sich wie genesen, und Frau von Karajan sagte: »Wie hübsch du bist, Victoire.« Schach empfing am selben Tage noch ein Antwortsbillet, das ihm unumwunden die herzliche Freude seiner alten Freundin ausdrückte. Manches Bittere, was sie gesagt habe, mög er vergessen. Sie habe sich, lebhaft wie sie sei, hinreißen lassen. Im Übrigen sei noch nichts Ernstliches und Erhebliches versäumt. Und wenn, dem Sprichworte nach, aus Freude Leid erblühe, so kehre sich's auch wohl um. Sie sehe wieder hell in die Zukunft und hoffe wieder, was sie persönlich zum Opfer bringe sie gern, wenn dies Opfer die Bedingung für das Glück ihrer Tochter sei. Schach, als er das Billet gelesen, wog es hin und her, und war ersichtlich von einer gemischten Empfindung. Er hatte sich, als er in seinem Briefe von Viktoria sprach, einem ihr nicht leicht von irgendwem zu versagenden, freundlich, herzlichen Gefühl überlassen, und diesem Gefühle dessen entsann er sich einen besonders lebhaften Ausdruck gegeben. Aber das, woran ihn das Billet seiner Freundin jetzt aufs Neue gemahnte, das war mehr. Das hieß einfach Hochzeit, Ehe, Worte, deren bloßer Klang ihn von alter Zeit her erschreckte. Hochzeit? Und Hochzeit mit wem? Mit einer Schönheit, die, wie der Prinz sich auszudrücken beliebt hatte, durch ein Fegefeuer gegangen war. Aber, so fuhr er in seinem Selbstgespräche fort, ich stehe nicht auf dem Standpunkte des Prinzen, ich schwärme nicht für Läuterungsprozess, hinsichtlich deren nicht feststeht, ob der Verlust nicht größer ist als der Gewinn? Und wenn ich mich auch persönlich zu diesem Standpunkte bekehren könnte, so bekehr ich doch nicht die Welt. Ich bin rettungslos dem Spott und Witz der Kameraden verfallen. Und das Ridikül einer allerglücklichsten Landehe, die wie das Veilchen im Verborgenen blüht, liegt in einem wahren Musterexemplare vor mir. Ich sehe genau, wie's kommt. Ich quittiere den Dienst, übernehme wieder Wutenau, melioriere, ziehe Raps oder Rübsen und befleißige mich einer allerehelichsten Treue. Welch Leben, welche Zukunft, an einem Sonntage predigt,
am anderen Evangelium oder Epistel, und dazwischen Whist und Trois, immer mit demselben Pastor. Und dann kommt einmal ein Prinz in die nächste Stadt, vielleicht Prinz Louis in Person, und wechselt die Pferde, während ich erschienen bin, um am Tor oder am Gasthof ihm aufzuwarten, und er mustert mich und meinen altmodischen Rock und fragt mich, wie mir's gehe, und dabei drückt jede seiner Mienen aus. Oh Gott, was doch 3 Jahre aus einem Menschen machen können. 3 Jahre. Und vielleicht werden es 30. Er war in seinem Zimmer auf und ab gegangen und blieb vor einer Spiegelkonsole stehen, auf der der Brief lag, den er während des Sprechens beiseite gelegt hatte. 2-3 Mal hob er ihn auf und ließ ihn wieder fallen. Mein Schicksal, ja, der Moment entscheidet. Ich entsinne mich noch, so schrieb sie damals. Wusste sie, was kommen würde? Wollte sie's? Oh pfui, Schach, verunglimpfe nicht das süße Geschöpf. Alle Schuld liegt bei dir, deine Schuld ist dein Schicksal, und ich will sie tragen. Er klingelte, gab dem Diener einige Weisungen, und ging zu den Karajon. Es war, als ob er sich durch das Selbstgespräch, das er geführt, von dem Drucke, der auf ihm lastete, freigemacht habe. Seine Sprache der alten Freundin gegenüber war jetzt natürlich, beinahe herzlich, und ohne dass auch nur eine kleine Wolke das wiederhergestellte Vertrauen der Frau von Karajon getrübt hätte, besprachen beide, was zu tun sei. Schach zeigte sich einverstanden mit allem. In einer Woche Verlobung und nach 3 Wochen die Hochzeit. Unmittelbar nach der Hochzeit aber sollte das junge Paar eine Reise nach Italien antreten und nicht vor Ablauf eines Jahres in die Heimat zurückkehren, Schach nach der Hauptstadt. Victoire, nach Wuthenow, dem alten Familiengute, das ihr von einem früheren Besuch her, als Schachs Mutter noch lebte, in dankbarer und freundlicher Erinnerung war. Und war auch das Gut inzwischen in Pacht gegeben, so war doch noch das Schloss da, stand frei zur Verfügung und konnte jeden Augenblick bezogen werden. Nach Festsetzungen wie diesen trennte man sich. Ein Sonnenschein lag über dem Hause Karajon, und Victoire vergaß aller Betrübnis, die vorausgegangen war. Auch Schach legte sich zurecht. Italien wiederzusehen, war ihm seit seinem erst um wenige Jahre zurückliegenden Aufenthalte daselbst ein brennender Wunsch geblieben. Der erfüllte sich. Nun, und kehrten sie dann zurück, so ließ sich ohne Schwierigkeit auch aus der geplanten doppelten Wirtschaftsführung allerlei Nutzen und Vorteil ziehen. Victoire hing an Landleben und Stille. Von Zeit zu Zeit nahm er dann Urlaub und fuhr oder ritt hinüber. Und dann gingen sie durch die Felder und plauderten. Oh, sie plauderte ja so gut und war einfach und espritvoll zugleich. Nach abermals einem Jahr oder einem zweiten und dritten, je nun, da hatte sich's verblutet, da war's tot und vergessen. Die Welt vergisst so leicht und die Gesellschaft noch leichter. Und dann hielt man seinen Einzug in das Eckhaus am Wilhelmsplatz und freute sich beiderseits der Rückkehr in Verhältnisse, die doch schließlich nicht bloß seine, sondern auch ihre Heimat bedeuteten. Alles war überstanden und das Lebensschiff an der Klippe des Lächerlichen nicht gescheitert. Armer Schach. Es war anders in den Sternen geschrieben. Die Woche, die bis zur Verlobungsanzeige vergehen sollte, war noch nicht als ihm ein Brief mit voller Titelaufschrift und einem großen roten Siegel ins Haus geschickt wurde. Den ersten Augenblick hielt er's für ein amtliches Schreiben, vielleicht eine Bestallung, und zögerte mit dem Öffnen, um die Vorfreude der Erwartung nicht abzukürzen. Aber woher kam's? Von wem? Er prüfte neugierig das Siegel und erkannte nun leicht, dass es überhaupt kein Siegel, sondern ein Gemmenabdruck sei. Sonderbar. Und nun erbrach er's, und ein Bild fiel ihm entgegen. Eine radierte Skizze mit der Unterschrift Le Choix du Schach. Er wiederholte sich das Wort, ohne sich in ihm oder dem Bilde selbst zurechtfinden zu können, und empfand nur ganz allgemein und aufs Unbestimmte hin etwas von Angriff und Gefahr. Und wirklich, als er sich orientiert hatte, sah er, dass sein erstes Gefühl ein richtiges gewesen war. Unter einem Thronhimmel saß der persische Schach, erkennbar an seiner hohen Lammfellmütze, während an der untersten Thronstufe 2 weibliche Gestalten standen und des Augenblicks harrten, wo der von seiner Höhe her kalt, vornehm dreinschauende seine Wahl zwischen ihnen getroffen haben würde. Der persische Schach aber war einfach unser Schach, und zwar in aller frappantesten Porträtähnlichkeit, während die beiden ihn fragend anblickenden und vieles flüchtiger skizzierten Frauenköpfe wenigstens ähnlich genug waren, um Frau von Karajon und Victoire mit aller Leichtigkeit erkennen zu lassen. Also nicht mehr und nicht weniger als eine Karikatur. Sein Verhältnis zu den Karajons hatte sich in der Stadt herumgesprochen.
und einer seiner Neider und Gegner, deren er nur zu viel hatte die Gelegenheit ergriffen, seinem boshaften Gelüst ein Genüge zu tun. Schach zitterte vor Scham und Zorn. Alles Blut stieg ihm zu Kopf und es war ihm, als würde er vom Schlage getroffen. Einem natürlichen Verlangen nach Luft und Bewegung folgend, oder vielleicht auch von der Ahnung erfüllt, dass der letzte Pfeil noch nicht abgeschossen sei, nahm er Hut und Degen, um einen Spaziergang zu machen. Begegnungen und Geplauder sollten ihn zerstreuen, ihm seine Ruhe wiedergeben. Was war es denn schließlich? Ein kleinlicher Akt der Rache. Die Frische draußen tat ihm wohl. Er atmete freier und hatte seine gute Laune fast schon wiedergewonnen, als er vom Wilhelmsplatz her, die Linden einbiegend, auf die schattigere Seite der Straße hinüberging, um hier ein paar Bekannte, die des Wegs kamen, anzusprechen. Sie vermieden aber ein Gespräch und wurden sichtlich verlegen. Zieten kam, grüßte nonchalant, und wenn nicht alles täuschte, sogar mit hämischer Miene. Schach sah ihm nach und sann und überlegte noch, was die Suffisance des einen und die verlegenen Gesichter der anderen bedeutet haben mochten, als er, einige 100 Schritte weiter aufwärts, einer ungewöhnlich großen Menschenmenge gewahr wurde, die vor einem kleinen Bilderladen stand. Einige lachten, andere schwatzten, alle jedoch schienen zu fragen, was es eigentlich sei. Schach ging im Bogen um die Zuschauermenge herum, warf einen Blick über ihre Köpfe weg und wusste genug. An dem Mittelfenster hing dieselbe Karikatur, und der absichtlich niedrig normierte Preis war mit Rotstift groß darunter geschrieben. Also eine Verschwörung. Schach hatte nicht die Kraft mehr, seinen Spaziergang fortzusetzen, und kehrte in seine Wohnung zurück. Um Mittag empfing Sander ein Billett von Bülow. Lieber Sander, eben erhalte ich eine Karikatur, die man auf Schach und die Karajonschen Damen gemacht hat. Im Zweifel darüber, ob Sie dieselbe schon kennen, schließe ich Sie diesen Zeilen bei. Bitte, suchen Sie dem Ursprunge nachzugehen. Sie wissen ja alles. Und hören das Berliner Gras wachsen. Ich meinerseits bin empört. Schachs halber, der diesen Schach von Persien einigermaßen verdient, denn er ist wirklich sowas, aber der Karajons halber, die liebenswürdige Victoire, so bloßgestellt zu werden. Alles Schlechte nehmen wir uns von den Franzosen an, und an ihrem Guten, wohin auch die Gentilezza gehört, gehen wir vorüber. Ihr B. Sander warf nur einen flüchtigen Blick auf das Bild, das er kannte, setzte sich an sein Pult und antwortete: Mon General, ich brauche den Ursprunge nicht nachzugehen. Er ist mir nachgegangen. Vor etwa 4-5 Tagen erschien ein Herr in meinem Kontor und befragte mich, ob ich dazu verstehen würde, den Vertrieb einiger Zeichnungen in die Hand zu nehmen. Als ich sah, um was es sich handelte, lehnte ich ab. Es waren 3 Blätter, darunter auch Le Choix du Schach. Der bei mir erschienene Herr gerierte sich als ein Fremder, aber er sprach alles gekünstelten Radebrechen, unerachtet das Deutsche so gut, dass ich seine Fremdheit für eine bloße Maske halten musste. Personen aus dem prinzrischen Kreise nehmen Anstoß an seinem Gelieble mit der Prinzessin und stecken vermutlich dahinter. Irre ich aber in dieser Annahme, so wird mit einer Art von Sicherheit auf Kameraden seines Regiments zu schließen sein. Er ist nichts weniger als beliebt, wer den Aparten spielt, ist es nie. Die Sache möchte hingehen, wenn nicht, wie Sie sehr richtig hervorheben, die Karajons mit hineingezogen wären. Ihretwillen beklag ich den Streich, dessen Gehässigkeit sich in diesem einen Bilde schwerlich erschöpft haben wird. Auch die beiden anderen, deren ich eingangs erwähnte, werden mutmaßlich folgen. Alles in diesem anonymen Angriff ist klug berechnet, und klug berechnet ist auch der Einfall, das Gift nicht gleich auf einmal zu geben. Es wird seine Wirkung nicht verfehlen, und nur auf das Wie haben wir zu warten. Tout à vous. Seite, in der Tat, die Besorgnis, die Sander in diesen Zeilen an Bülow ausgesprochen hatte, sollte sich nur als zu gerechtfertigt erweisen. Intermittierend wie das Fieber erschienen in 2-tägigen Pausen auch die beiden anderen Blätter, wurden, wie das erste, von jedem Vorübergehenden gekauft oder wenigstens begafft und besprochen. Die Frage Schach Karajon war über Nacht zu einer Cause célèbre geworden, trotzdem das neubegierige Publikum nur die Hälfte wusste. Schach, so hieß es, habe sich von der schönen Mutter ab und der unschönen Tochter zugewandt. Über das Motiv erging man sich in allerlei Mutmaßungen, ohne dabei das Richtige zu treffen. Schach empfing auch die beiden anderen Blätter unter Kuvert. Das Siegel blieb dasselbe. Blatt 2 hieß La Gazza Ladra oder die diebische Schachelster und stellte eine Elster dar, die 2 Ringe von ungleichem Werte musternd den unscheinbaren aus der Schmuckschale nimmt.
Am weitaus verletzendsten aber berührte das den Salon der Frau von Karajan als Szenerie nehmende dritte Blatt. Auf dem Tische stand ein Schachbrett, dessen Figuren, wie nach einem verloren gegangenen Spiel, und wie um die Niederlage zu besiegeln, umgeworfen waren. Daneben saß Victoire, gut getroffen, und ihr zu Füßen kniete Schach, wieder in der persischen Mütze des ersten Bildes, aber diesmal bezipfelt und eingedrückt, und darunter stand: Schachmatt. Der Zweck dieser wiederholten Angriffe wurde nur zu gut erreicht. Schach ließ sich krank melden, sah niemand und bat um Urlaub, der ihm auch umgehend von seinem Chef, dem Obersten von Schwerin, gewährt wurde. So kam es, dass er am selben Tag, an dem, nach gegenseitigem Abkommen sein Verlobung mit Victoire veröffentlicht werden sollte, Berlin verließ. Er ging auf sein Gut, ohne sich von den Karajons, deren Haus er all die Zeit über nicht betreten hatte, verabschiedet zu haben. Chapter Virgente in Wutino MC. Es schlug Mitternacht, als Schach in Wutino eintraf, an dessen entgegengesetzter Seite das auf einem Hügel erbaute, den Ruppiner See nach rechts und links hin überblickende Schloss Wuteno lag. In den Häusern und Hütten war alles längst in tiefem Schlaf, und nur aus den Ställen her hörte man noch das Stampfen eines Pferds oder das halblaute Brüllen einer Kuh. Schach passierte das Dorf und bog am Ausgang in einen schmalen Feldweg ein, der, allmählich ansteigend, auf den Schlosshügel hinaufführte. Rechts lagen die Bäume des Außenparks, links eine gemähte Wiese, deren Heugeruch die Luft erfüllte. Das Schloss selbst aber war nichts als ein alter, weißgetünchter und von einer schwarzgeteerten Balkenlage durchzogener Fachwerkbau, den erst Schachs Mutter, die verstorbene Gnädige, durch ein Doppeldach, einen Blitzableiter und eine prächtige, nach dem Muster von Sanssouci hergerichtete Terrasse, das Ansehen allernüchternster Tagtäglichkeit genommen hatte. Jetzt freilich, unter dem Sternenschein, lag alles da wie das Schloss im Märchen, und Schach hielt öfters an und sah hinauf, augenscheinlich betroffen von der Schönheit des Bildes. Endlich war er oben und ritt auf das Einfahrtstor zu, das sich in einem flachen Bogen zwischen dem Giebel des Schlosses und einem daneben stehenden Gesindehause wölbte. Vom Hof her vernahm er im selben Augenblick ein Bellen und Knurren und hörte, wie der Hund wütend aus seiner Hütte fuhr und mit seiner Kette nach rechts und links hin an der Holzwandung umherschrammte. »Kusch dich, Hektor!« Und das Tier, die Stimme seines Herrn erkennend, begann jetzt vor Freude heulen und zu winseln und abwechselnd auf die Hütte hinauf und wieder hinunterzuspringen. Vor dem Gesindehause stand ein Walnußbaum mit weitem Gezweige. Schach stieg ab, schlang den Zügel um den Ast und klopfte halblaut an einen der Fensterläden. Aber erst als er das zweite Mal gepocht hatte, wurde es lebendig drinnen, und er hörte von dem Alkoven her eine halb versklavene Stimme. »Wat is, ich, Christ? Jot Mütter, dat joa de junge Herr. Joa, dat is hij. Stei man up und mach flink.« Schach hörte jedes Wort und rief gutmütig in die Stube hinein, während er den nur angelegten Laden halb öffnete. »Lass dir Zeit, Alter.« Aber der Alte war schon aus dem Bette heraus und sagte nur immer, während er hin und her suchte: »Glieks, junge Herr, glieks, noch onbeten.« Und wirklich nicht lange, so sah Schach einen Schwefelfaden brennen und hörte, dass eine Laternentür auf und wieder zugeknipst wurde. Richtig, ein erster Lichtschein blitzte jetzt durch die Scheiben, und ein paar Holzpantinen klappten über den Lehmflur hin. Und nun wurde der Riegel zurückgeschoben, und Christ, der in aller Eile nichts als ein leinenes Beinkleid übergezogen hatte, stand vor seinem jungen Herrn. Er hatte vor manchem Jahr und Tag, als der alte Gnädige gestorben war, den durch diesen Todesfall erledigten Ehren- und Respektstitel auf seinen jungen Herrn übertragen wollen, aber dieser, der mit Christ das erste Wasserhuhn geschossen und die erste Bootfahrt über den See gemacht hatte von dem neuen Titel nichts wissen wollen. »Jott, junge Herr, sonst schrewen's doch immer erst. OR schicken uns Barschen OR den kleinen englischen Kiel. Und nu kein Wort nicht. Avers ik wust et joa. As de Poggenhüt o Abend mit gequok nicht tu enkom künn. Jij, Mütter, zegt ik, dat bedüht wat. O wers as de Frünslütchen. Wat zegt ze, wat zal et bedüden, zegt ze, Regen bedüht et. Und dat's man gau. Denn uns Tüffeln brukend. Ja, sagte Schach, der nur mit halbem Ohr hingehört hatte, während der Alte die kleine Tür aufschloss, die von der Giebelseite her ins Schloss führte. Ja. Regen ist gut, aber geh nur vorauf.
Christ, dat wie sein junger Herr ihm geheißen, und beide gingen nun einen, mit Fliesen gedeckten, schmalen Korridor entlang. Erst in der Mitte verbreiterte sich dieser und bildete nach links hin eine geräumige Treppenhalle, während nach rechts hin eine mit Goldleisten und Rokokoverzierungen reich ausgelegt Doppeltür in einen Gartensalon führte, der als Wohn- und Empfangszimmer der verstorbenen Frau Generalin von Schach, einer sehr vornehmen und sehr stolzen alten Dame, gedient hatte. Hierher richteten sich denn auch die Schritte beider, und als Christ die halb verquollene Tür nicht ohne Mühe und Anstrengung geöffnet hatte, trat man ein. Unter dem vielen, was an Kunst- und Erinnerungsgegenständen in diesem Gartensalon umherstand, war auch ein bronzener Doppelleuchter, den Schach selber, vor 3 Jahren erst, von seiner italienischen Reise mit nach Hause gebracht und seiner Mutter verehrt hatte. Diesen Leuchter nahm jetzt Christ vom Kamin und zündete die beiden Wachslichter an, die seit lange schon in den Leuchtertellern steckten und ihrer Zeit der verstorbenen Gnädigen zum Siegeln ihrer Briefe gedient hatten. Die Gnädige selbst aber war erst seit einem Jahre tot. Und da Schach, von jener Zeit an, nicht wieder hier gewesen war, so hatte noch alles den alten Platz. Ein paar kleine Sofas standen wie früher an den Schmalseiten einander gegenüber, während 2 größere die Mitte der Längswand einnahmen und nichts als die vergoldete Rokoko-Doppeltür zwischen sich hatten. Auch der runde Rosenholztisch, ein Stolz der Generalin, und die große Marmorschale, darin Alabastern, Weintrauben und Orangen und ein Pinienapfel lagen, standen unverändert an ihrem Platz. In dem ganzen Zimmer aber, das seit lange nicht gelüftet war, war eine stickige Schwüle. »Mach ein Fenster auf«, sagte Schach, »und dann gib mir eine Decke. Die da. Wollen sich denn hier hinlegen, junge Herr?« »Ja, Christ, ich habe schon schlechter gelegen.« »Ich wie, Jot, wenn die OL jenege Herr uns duavun vertellen dei. Uemer so platsch in Kalkmoderin. Nei, dat wir nix für mi. Jot, jenege Herr, sagt ik den immer, ik glub de Hut geit im Runner. Ours den lachte joa de all jenege Herr immer. Uen sagte, nee, Christ, uns Hut sit fast. Während der Alte noch so sprach und vergangener Zeiten gedachte, griff er zugleich doch nach einem breiten, aus Rohr geflochtenen Ausklopfer, der in einer Kaminecke stand, und versuchte damit das eine Sofa, das sich Schach als Lagerstätt ausgewählt hatte, wenigstens aus dem Gröbsten herauszubringen. Aber der dichte Staub, der aufstieg, zeigte nur das Vergebliche solcher Bemühungen. Und Schach sagte mit einem Anfluge von guter Laune, störe den Staub nicht in seinem Frieden. Und erst als er's gesprochen hatte, fiel ihm der Doppelsinn darin auf, und er gedachte der Eltern, die drunten in der Dorfkirche in großen Kupfersärgen und mit einem aufgelöteten Kruzifix darauf in der alten Gruft der Familie standen. Aber er hing dem Bilde nicht weiter nach und warf sich aufs Sofa. »Meinem Schimmel gib ein Stück Brot und einen Eimer Wasser, dann hält er aus bis morgen. Und nun stelle das Licht ans Fenster und lass es brennen. Nein, nicht da, nicht ans Offene, an das daneben. Und nun gute Nacht, Christ. Und schließe von außen zu, dass sie mich nicht wegtragen. Servieren doch nicht?« Und Schach hörte bald danach die Pantinen, wie sie den Korridor hinunterklappten. Ehe Christ aber die Giebeltür noch erreicht und von außen her zugeschlossen haben konnte, legte sich schon schwer und bleiern auf seines Herrn überreiztes Gehirn. Freilich nicht auf aller auf ihm lastenden Schwere zum Trotz, empfand er deutlich, dass etwas über ihn hinsumme, ihn streife und kitzle, und als ein sich drehen und wenden und selbst ein unwillkürliches und halb verschlafenes Umherschlagen mit der Hand nicht helfen wollte, riss er sich endlich auf und zwang sich ins Wachen zurück. Und nun sah er, was es war, die beiden eben verschwelenden Lichter, die mit ihrem Qualme die schon stickige Luft noch stickiger gemacht hatten allerlei Getier vom Garten her in das Zimmer gelockt. Und nur über Art und Beschaffenheit desselben war noch ein Zweifel. Einen Augenblicke dachte er an Fledermäuse. Sehr bald aber musste er sich überzeugen, dass es einfach riesige Motten und Nachtschmetterlinge waren, zu ganzen Dutzenden in dem Saale hin und her flogen, an die Scheiben stießen und vergeblich das offene Fenster wieder zu finden suchten. Er raffte nun die Decke zusammen und schlug mehrmals durch die Luft, um die Störenfriede wieder hinauszujagen. Aber das unter diesem Jagen und Schlagen immer nur ängstlicher werdende Geziefer schien zu verdoppeln und summte nur dichter und lauter als vorher um ihn herum. An Schlaf war nicht mehr zu denken, und so trat er denn ans offene Fenster und sprang hinaus, um, draußen umhergehend, den Morgen abzuwarten. Er sah nach der Uhr.
1:30. Die dicht vor dem Salon gelegene Gartenanlage bestand aus einem Rondel mit Sonnenuhr, um das herum, in meist dreieckig und von Buchsbaum eingefassten Beeten, allerlei Sommerblumenblüten, Reseda und Rittersporn, und Lilien und Levkojen. Man sah leicht, dass eine ordnende Hand hier neuerdings gefehlt hatte, trotzdem Christ zu seinen vielfachen Ämtern auch das eines Gärtners zählte. Die Zeit indes, die seit dem Tode der Gnädigen vergangen war andererseits eine viel zu kurze noch, um schon zu vollständiger Verwilderung geführt zu haben. Alles hatte nur erst den Charakter eines wuchernden Blühens angenommen, und ein schwerer und doch zugleich erquicklicher Levkojenduft lag über den Beeten, den Schach in immer volleren Zügen einsog. Er umschritt das Rondel, einmal, 10-mal, und balancierte, während er einen Fuß vor den anderen setzte, zwischen den nur handbreiten Stegen hin. Er wollte dabei seine Geschicklichkeit proben und die Zeit mit guter Manier hinter sich bringen. Aber diese Zeit wollte nicht schwinden, und als er wieder nach der Uhr sah, war erst eine Viertelstunde vergangen. Er gab nun die Blumen auf und schritt auf einen der beiden Laubengänge zu, die den großen Parkgarten flankierten und von der Höhe bis fast an den Fuß des Schloßhügels herniederstiegen. An mancher Stelle waren die Gänge nach oben hin überwachsen, an anderen aber offen, und es unterhielt ihn eine Weile, den abwechselnd zwischen dunkel und Licht liegenden Raum in Schritten auszumessen. Ein paar Mal erweiterte sich der Gang zu Nischen und Tempelrundungen, in denen allerhand Sandsteinfiguren standen, Götter und Göttinnen, an denen er früher viele 100 Male vorübergegangen war, ohne sich auch nur im geringsten um sie kümmern oder ihrer Bedeutung nachzuforschen. Heut aber blieb er stehen und freute sich besonders aller derer, denen die Köpfe fehlten, weil sie die dunkelsten und unverständlichsten waren und sich am schwersten erraten ließen. Endlich war er den Laubengang hinunter, stieg ihn wieder hinauf und wieder hinunter und stand nun am Dorfausgang und hörte, dass es 2 schlug. Oder bedeuteten die beiden Schläge halb? War es 2:30? Nein, es war erst 2. Er gab es auf das Auf und nieder seiner Promenade noch weiter fortzusetzen und beschrieb lieber einen Halbkreis um den Fuß des Schloßhügels herum, bis er in Front des Schlosses selber war. Und nun sah er hinauf und sah die große Terrasse, die von Orangeriekübeln und Zypressenpyramiden eingefasst, bis dicht an den See hinunterführte. Nur ein schmal Stück Wiese lag noch dazwischen, und auf eben dieser Wiese stand eine uralte Eiche, deren Schatten Schach jetzt umschritt, einmal vielemal, als würde er in ihrem Bann gehalten. Es war ersichtlich, dass ihn der Kreis, in dem er ging, an einen anderen Kreis gemahnte, denn er murmelte vor sich hin, könnt ich heraus. Das Wasser, das hier so verhältnismäßig nah an die Schlosterrasse herantrat, war ein bloßer Totterarm des Sees, nicht der See selbst. Auf diesen See hinauszufahren, aber war in seinen Knabenjahren immer seine höchste Wonne gewesen. Ist ein Boot da, so fahr ich. Und er schritt auf den Schilfgürtel, der die tief einmündende Bucht von 3 Seiten her einfasste. Nirgends schien ein Zugang. Schließlich indes fand er einen überwachsenen Steg, an dessen Ende das große Sommerboot lag, das seine Mama viele Jahre lang benutzt hatte, wenn sie nach Kave hinüberfuhr, um den Knesebecks einen Besuch zu machen. Auch Ruder und Stangen fanden sich, während der flache Boden des Boots, um einen trockenen Fuß zu haben, mit hoch aufgeschüttetem Binsenstroh überdeckt war, schwang hinein, löste die Kette vom Pflock und stieß ab. Irgendwelche Ruderkünste zu zeigen war ihm vor der Hand noch unmöglich, denn das Wasser war so seicht und schmal, dass er bei jedem Schlage das Schilf getroffen haben würde. Bald aber verbreiterte sich's und er konnte nun die Ruder einlegen. Eine tiefe Stille herrschte. Der Tag war noch nicht wach, und Schach hörte nichts als ein leise und Rauschen und den Ton des Wassers, das sich glucksend an dem Schilfgürtel brach. Endlich aber war er in dem großen und eigentlichen See, durch den der Rinn fließt, und die Stelle, wo der Strom ging, ließ sich an einem Gekräusel der sonst spiegelglatten Fläche deutlich erkennen. In diese Strömung bog er jetzt ein, gab dem Boote die rechte Richtung, legte sich und Ruder ins Binsenstroh und fühlte sofort, wie das Treiben und ein leises Schaukeln begann. Immer blasser wurden die Sterne. Der Himmel rötete sich im Osten und er schlief ein. Als er erwachte, war das mit dem Strom gehende Boot schon weit über die Stelle hinaus, wo der tote Arm des Sees nach Wutenow hin abbog. Er nahm also die Ruder wieder in die Hand und legte sich mit aller Kraft ein, um aus der Strömung heraus und an die verpasste Stelle zurückzukommen, und freute sich der Anstrengung, die es ihn kostete. Der Tag war inzwischen angebrochen. Über dem First des Wutenower Herrenhauses hing die Sonne, während drüben am anderen Ufer die Wolken im Widerschein glühten
und die Waldstreifen ihren Schatten in den See warfen. Auf dem See selbst aber begann es sich zu regen. Und die Morgenbrise. Benutzender Torfkahn glitt mit ausgespanntem Segel an Schach vorüber. Ein Frösteln überlief diesen, aber dies Frösteln, dat ihm wohl. Denn er fühlte deutlich, wie der Druck, der auf ihm lastete, sich dabei minderte. Nahm er es nicht zu schwer, was war es denn am Ende? Bosheit und Übelwollen. Und wer kann sich dem entziehen? Es kommt und geht. Eine Woche noch, und die Bosheit hat sich ausgelebt. Aber während er so sich tröstete, zogen auch wieder andere Bilder herauf, und er sah sich in einem Kutschwagen bei den prinzlichen Herrschaften vorfahren, um ihn Viktor von Karajan als seine Braut vorzustellen. Und er hörte deutlich, wie die alte Prinzess Ferdinand ihrer Tochter, der schönen Radziwill, flüsterte, Est elle riche? Sans doute. Ah, je comprends? Und so wechselnden Bildern und Betrachtungen bog er wieder in die kurz vorher so still Bucht ein, in deren Schilf jetzt ein buntes und bewegtes Leben herrschte. Die darin nistenden Vögel kreischten oder gurrten, ein paar Kiebitze flogen auf, und eine Wildente, die sich neugierig umsah, tauchte nieder, als das Boot plötzlich in Sicht kam. Eine Minute später, und Schach hielt wieder am Steg, schlang die Kette fest um den Pflock und stieg unter Vermeidung jedes Umwegs die Terrasse hinauf, auf deren oberstem Absatz er Christs Frau, der alten Mutter Krebschen begegnet, die schon auf war, um ihrer Ziege das erste Grünfutter zu bringen. Tag, Mutter Krebschen. Die Alte schrak zusammen ihren drinnen im Gartensalon. Vermuteten jungen Herrn, desentwillen sie die Hühner nicht aus dem Stall gelassen hatte, bloß damit ihr Gackern ihn nicht im Schlafe stören sollte, jetzt von der Frontseite des Schlosses her auf sich zukommen zu sehen. Junge Herr, wo kümmen's denn her? Ich konnte nicht schlafen, Mutter Krebschen. Wat wir denn los, hätt etweder spökt, beinahe. Mücken und Motten waren's. Ich hatte das Licht brennen lassen, und der eine Fensterflügel war auf. Auers, worum heben's denn dat Licht nicht utpust? Dat weet doch jet een? Wo Licht is, du hast sin ook immer knitze un Motte. Ik weet nicht. Un min ol Krebsch, he wart ook immer dümscher. Jij, un nicht en och tu. Doch, Mütter Krebschen, ich habe geschlafen, im Boot, und ganz gut, und ganz fest. Aber jetzt frier ich, und wenn's Feuer brennt, dann bringt ihr mir wohl was Warmes. Nicht wahr? Ne Suppe, oder nen Kaffee. Et brennt joa all lang, junge Herr, für is immer dat ihr's, versteit sich, wat Warms. Un ik bring et ook glieks. Man blut de ol el sig dich eidfer. Se joben jo nicht, junge Herr, wie Schabernaksch so'n ol sig is. De weet, as ob seine Uhr in Kopf het, ob et 5 is or 6. Un wenn 6 is, den wordt ze falsch. Enkum ek, den un will melken, joa, wat loben sie wohl, wat sie denn deicht? Den stört sie mi, un immer hier in t Krüs, dicht bei de Hüft. Un worum? Weil sie weet, dat ik doa mine Wedach habe dei. Ewers nu kommens man erst in uns Stu, und setten sich on beten dal. Min ol Krebsch is joa nu groot biet piert, und schütt ihm wat in. Ours geen viertelstun meer, junge Herr, den hebes ihre Koffe. Un ook wat dato, de ol Semmelfroh von Herzberg wir joa all hier. Unter diesen Worten war Schach in Krebschens gute Stube getreten. Alles darin war sauber und rein, nur die Luft nicht. Ein eigentümlicher Geruch herrschte vor, der von einem Pfeffer- und Koriander-Mixtum herrührte, das die Krebschen als Mottenvertreibungsmittel in die Sofaecken gesteckt hatte. Schach öffnete deshalb das Fenster, kettelte den Haken ein und war nun erst imstande, sich all der Kleinigkeiten zu freuen, die die gute Stube schmückten. Über dem Sofa hingen 2 kleine Kalenderbildchen, Anekdoten aus dem Leben des großen Königs, darstellend Du stand unter dem einen und Bonsoir, Messieurs unter dem anderen. Um die Bilderchen und ihre Goldborte herum hingen 2 dicke Immortellenkränze mit schwarzen und weißen Schleifen daran, während auf dem kleinen, niedrigen Ofen eine Vase mit Zittergras stand. Das Hauptschmuckstück aber war ein Schilderhäuschen mit rotem Dach, in dem früher, aller Wahrscheinlichkeit, ein Eichkätzchen gehaust und seinen Futterwagen an der Kette herangezogen hatte. Jetzt war's leer, und der Wagen hatte stille Tage. Schach war eben mit seiner Musterung fertig, als ihm auch schon gemeldet wurde, dass drüben alles klar sei.
Und wirklich, als er in den Gartensalon eintrat, der ihm ein Nachtlager so beharrlich verweigert hatte, war er überrascht, was Ordnungssinn und ein paar freundliche Hände mittlerweile daraus gemacht hatten. Tür und Fenster standen auf, die Morgensonne füllte den Raum mit Licht, und aller Staub war von Tisch und Sofa verschwunden. Ein Augenblick später erschien auch schon Christs Frau mit dem Kaffee, die Semmeln in einen Korb gelegt, und als Schach den Deckel von der kleinen Meißner Kanne heben wollte, klangen vom Dorfe her die Kirchenglocken herauf. »Was ist denn das?« fragte Schach. »Es kann ja kaum 7 sein.« »Justement 7, junge Herr. Aber sonst war es doch erst um 11 und um 12 dann Predigt.« »Joa, so wie et. Aber's nu nicht mir. Und immer den 3. Sündag is et anna. 2 Sündach, wenn de Radenslebensche kümmt, denn is et um 12, will he Joa, erst in Radensleben Priester. Deit, aber's den 3. Sündag, wenn de OLL Rubinsche Röver kümmt, denn is et all um 8. Und immer, wenn uns OLL Kriwitz von sine Turmluk uti unsen Olschen von Dröven abstötten seid, denn trägt he Joa sien Glock. Und dat's immer um es eben. Wie heißt denn jetzt der Rubinsche? Na, wie soll he heten? He hiet immer noch so. Is Joa immer noch de OL Bienengräber. Bei dem bin ich ja eingesegnet. War immer ein sehr guter Mann. Joa, dat is he. Man blot, he het kienet dien mir. Ook nicht an nach lach smalte ümert. Kien Mensch versteit Das ist gewiss nicht so schlimm, Mutterkrebschen, aber die Leute haben immer was auszusetzen. Und, nun gar erst die Bauern. Ich will hingehen und mal wieder nachsehen, was mir der alte Bienengräber zu sagen hat, mir und den andern. Hat er denn noch in seiner Stube das große Hufeisen, dran ein 10 Pfund Gewicht hing? Das habe ich mir immer angesehen, wenn ich nicht aufpasste. Dat wo art he woll noch heb, de Jungens passen Joa all nicht ob. Und nun ging sie, um ihren jungen Herrn nicht länger zu stören, und versprach ihm ein Gesangbuch zu bringen. Schach hatte guten Appetit und ließ sich die Herzberger Semmeln schmecken, denn seit er Berlin verlassen, war noch kein Bissen über seine Lippen gekommen. Endlich aber stand er auf, um in die Gartentür zu treten, und sah von hier aus über das Rondel und die Buchsbaumrabatten und weiter dahinter über die Baumwipfel des Parkes fort, bis sein Auge schließlich auf einem sonnenbeschienenen Storchenpaar ausruhte, das unten, am Fuß des Hügels, über eine mit Ampfer und Ranunkel rot und gelb gemusterte Wiese hinschritt. Er verfiel im Anblicke dieses Bildes in allerlei Betrachtungen. Aber es läutete gerade zum 3. Mal, und so ging er denn Dorf hinunter, um von dem herrschaftlichen Chorstuhl aus zu hören, was ihm der alte Bienengräber zu sagen habe. Bienengräber sprach gut genug, so recht aus dem Herzen und der Erfahrung heraus, und als der letzte Vers gesungen und die Kirche wieder leer war, wollte Schach auch wirklich in die Sakristei gehen, dem Alten danken für manches gute Wort aus längst vergangener Zeit her, und ihn in seinem Boot über den See hin zurückbegleiten. Unterwegs aber wollte er ihm alles sagen, ihm beichten und seinen Rat erbitten. Er würde schon Antwort wissen, das Alter sei allemal weise, und wenn nicht von Weisheits, so doch bloß schon von Alters wegen. Aber, unterbrach er sich mitten in diesem Vorsatze, was soll mir schließlich seine Antwort? Habe ich diese Antwort nicht schon vorweg? Habe ich sie nicht in mir selbst? Kenne ich nicht die Gebote? Was mir fehlt, ist bloß die Lust, ihnen zu gehorchen. Und während er so vor sich hinredet, ließ er den Plan eines Zwiegesprächs fallen und stieg den Schloßberg wieder hinauf. Er hatte von dem Gottesdienst in der Kirche nichts abgehandelt, und doch schlug es erst 10, als er wieder oben anlangte. Hier ging er jetzt durch alle Zimmer, einmal, zweimal, und sah sich die Bilder aller der Schachs an, die zerstreut und in Gruppen an den Wänden umherhingen. Alle waren in hohen Stellungen in der Armee gewesen. Alle trugen sie den schwarzen Adler oder den Pour le Mérite. Das hier war der General, der bei Malplaquet die große Redoute nahm, und das hier war das Bild seines eigenen Großvaters, des Obersten im Regiment Itzenplitz, der den Hochkirchner Kirchhof mit 400 Mann eine Stunde lang gehalten hatte. Schließlich fiel er, zerhauen und zerschossen, wie alle die, die mit ihm waren, und dazwischen hingen die Frauen, einige schön, am schönsten aber seine Mutter. Als er wieder in dem Gartensalon war, schlug es 12. Er warf sich in die Sofaecke, legte die Hand über Aug und Stirn und zählte die Schläge. 12. Jetzt bin ich 12 Stunden hier, und mir ist, als wären es 12 Jahre. Wie wird es sein? Alltags die Krebschen und sonntags Bienengräber oder der Radenslebensche, was keinen Unterschied macht. Einer wie der andere. Gute Leute, versteht sich,
alle gut. Und dann gehe ich mit Victoire durch den Garten und aus dem Park auf die Wiese, dieselbe Wiese, die wir vom Schloss aus immer und ewig und immer sehen, und auf der Ampfer und die Ranunkeln blühen. Und dazwischen spazieren die Störche. Vielleicht sind wir allein. Aber vielleicht läuft auch ein kleiner Dreijähriger neben uns her und singt in einem fort. Adebar, du Bester, bring mir eine Schwester. Und meine Schlossherrin errötet und wünscht sich das Schwesterchen auch. Und endlich sind 11 Jahre herum. Und wir halten an der ersten Station. An der ersten Station, die die Stroherne Hochzeit heißt. Ein sonderbares Wort. Und dann ist auch allmählich die Zeit da, sich malen zu lassen für die Galerie. Denn wir dürfen doch am Ende nicht fehlen. Und zwischen die Generäle rück ich dann als Rittmeister ein. Und zwischen die schönen Frauen kommt Victoire. Vorher aber habe ich eine Konferenz mit dem Maler und sag ihm, ich rechne darauf, dass Sie den Ausdruck zu treffen wissen. Die Seele macht ähnlich. Oder soll ich ihm geradezu sagen, machen Sie's gnädig. Nein, nein? Chapter 15. Die Schachs und die Karaillons. Was immer geschieht, geschah auch diesmal. Die Karaillons erfuhren nichts von dem, was die halbe Stadt wusste. Dienstag, wie gewöhnlich, erschien Tante Marguerite, fand Victoire um dem Kinn etwas spitz und warf im Lauf der Tischunterhaltung hin. Wisst ihr denn schon, es sollen ja Karikaturen erschienen sein? Aber dabei blieb es, da Tante Marguerite jenen alten Gesellschaftsdamen zuzählte, die nur immer von allem gehört haben. Und als Victoire fragte, was denn, liebe Tante? Wiederholte sie nur, Karikaturen, liebes Kind, ich weiß es ganz genau. Und damit ließ man den Gesprächsgegenstand fallen. Es war gewiss ein Glück für Mutter und Tochter, dass sie von den Spott- und Zerrbildern, deren Gegenstand sie waren, nichts in Erfahrung brachten. Aber für den Drittbeteiligten, für Schach war es ebenso gewiss ein Unglück und eine Quelle neuer Zerwürfnisse. Hätte Frau von Karaillon, als deren schönster Herzenszug ein tiefes Mitgefühl gelten konnte, nur die kleinste Vorstellung von all dem Leid gehabt, das die ganze Zeit über ihren Freund ausgeschüttet worden war, so würde sie von der ihm gestellten Forderung zwar nicht Abstand genommen, aber ihm doch Aufschub gewährt und Trost und Teilnahme gespendet haben. Ohne jede Kenntnis jedoch von dem, was inzwischen vorgefallen war. Rührte sie sich gegen Schach immer mehr, und er ging sich von dem Augenblick an, wo sie von seinem Rückzug nach Wuthenow erfuhr, über seinen Wort- und Treubruch, als den sie's ansah, in den heftigsten und unschmeichelhaftesten Ausdrücken. Es war sehr bald, dass sie von diesem Rückzuge hörte. Denselben Abend noch, an dem Schach seinen Urlaub angetreten hatte, ließ sich Alvensleben bei den Karaillons melden. Victoire, der jede Gesellschaft peinlich war, zog sich zurück, Frau von Karaillon aber ließ bitten, und empfing ihn mit besonderer Herzlichkeit, dass ich Ihnen sagen könnte, lieber Alvensleben, wie sehr ich mich freue, Sie nach so vielen Wochen einmal wiederzusehen. Eine Welt von Dingen hat sich seitdem zugetragen, und ein Glück, dass Sie standhaft blieben, als man Ihnen den Luther aufzwingen wollte. Das hätte mir Ihr Bild ein für allemal verdorben. Und doch, meine Gnädigste, schwankte ich einen Augenblick, ob ich ablehnen sollte. Und weshalb? Weil unser beiderseitiger Freund unmittelbar vorher abgelehnt hatte. Nachgerade widersteht es mir, immer wieder und wieder in seine Fußstapfen zu treten. Gibt es ihrer doch ohnehin schon genug, die mich einfach als seinen Abklatsch bezeichnen, an der Spitze zieten, der mir erst neulich wieder zurief. Hüten Sie sich, Alvensleben, dass Sie nicht als Schachzweite in der Rang- und Quartierliste kommen. Was nicht zu befürchten steht, Sie sind eben doch anders. Aber nicht besser. Wer weiß, ein Zweifel, der mich aus dem Munde meiner schönen Frau von Karaillon einigermaßen überrascht, und unserem verwöhnten Freunde, wenn er davon hörte, seine Wuthenower Tage vielleicht verleiden würde. Seine Wuthenower Tage. Ja, meine Gnädigste, mit unbestimmtem Urlaub. Und Sie wissen nicht davon, er wird sich doch nicht ohne vorgängigen Abschied von Ihnen in sein altes Seeschloss zurückgezogen haben. Von dem Nostitz neulich behauptete, dass es halb Wurmfraß und halb Romantik sei. Und doch ist es geschehen, er ist launenhaft, wie Sie wissen. Sie wollte mehr sagen, aber es gelang ihr, sich bezwingen und das Gespräch über allerhand Tagesneuigkeiten fortzusetzen, bei welcher Gelegenheit Alvensleben zu seiner Beruhigung wahrnahm, dass sie von der Haupttagesneuigkeit, von dem Erscheinen der Bilder, nicht das geringste wusste. Wirklich, es war der Frau von Karaillon,
auch in der zwischenliegenden halben Woche nicht einen Augenblick in den Sinn gekommen, etwas Näheres über das von dem Tändchen angedeutete hören zu wollen. Endlich empfahl sich Alvens Leben, und Frau von Karajan. Alles zwang es nunmehr los und ledig eilte, während Tränen ihren Augen entstürzten, in Victoires Zimmer, um ihr die Mitteilung von Schachs Flucht zu machen, denn eine Flucht war es. Victoire folgte jedem Wort, aber ob es nun ihre Hoffnung und Zuversicht oder umgekehrt ihre Resignation war, gleichviel. Sie blieb ruhig. Ich bitte dich, urteile nicht zu früh. Ein Brief von ihm wird eintreffen und über alles Aufklärung geben. Lass es uns abwarten. Du wirst sehen, dass du deinem Verdacht und deiner Verstimmung gegen ihn mehr nachgegeben, als recht und billig war. Aber Frau von Karajan wollte sich nicht umstimmen lassen. Ich kannte ihn schon, als du noch ein Kind warst, nur zu gut. Er ist eitel und hochfahrend, und die prinzlichen Höfe haben ihn vollends überschraubt. Er verfällt mehr und mehr ins Ridiküle. Glaube mir, er will Einfluss haben und zieht sich im Stillen irgendeinen politischen oder gar staatsmännischen Ehrgeiz groß. Was mich aber am meisten verdrießt, ist das, er hat sich auch plötzlich auf seinen Obotritenadel besonnen und fängt an, sein Schach oder Schachentum für etwas ganz Besonderes in der Weltgeschichte zu halten. Tut damit nicht mehr, als was alle tun. Und die Schachs sind doch wirklich eine alte Familie. Daran mag er denken und das Pfauenrad schlagen, wenn er über seinen Wutenower Hühnerhof hingeht. Und solche Hühnerhöfe gibt es hier überall. Aber was soll uns das? Oder zum wenigsten, was soll es dir? An mir hätt er vorbeistolzieren und der bürgerlichen Generalpächterstochter, der kleinen Roturiere, den Rücken kehren können. Aber du, Victoire, du bist nicht bloß meine Tochter, du bist auch deines Vaters Tochter, du bist eine Karajan. Victoire sah die Mama mit einem Anfluge schelmischer Verwunderung an. Ja, lache nur, Kind, lache laut, ich verüble dir's nicht. Hast du mich doch selber oft genug über diese Dinge lachen sehen. Aber, meine süße Victoire, die Stunden sind nicht gleich, und heute bitte ich deinem Vater ab und dank ihm von Herzen, weil er mir in seinem Adelsstolze, mit dem er mich zur Verzweiflung gebracht und aus seiner Nähe hinweg gelangweilt hat, eine willkommene Waffe gegen diesen mir unerträglichen Dünkel in die Hand gibt. Schach, Schach, was ist Schach? Ich kenne ihre Geschichte nicht und will sie nicht kennen, aber ich wette diese meine Broch gegen eine Stecknadel, dass du, wenn du das ganze Geschlecht auf die Tenne wirfst, da wo der Wind am schärfsten geht, dass nichts übrig bleibt, sag ich, als ein halbes Dutzend Obersten und Rittmeister, alle devotest erstorben, und alle mit einer Pontagnase. Lehre mich diese Leute kennen. Aber Mama. Und nun die Karajan. Es ist wahr, ihre Wiege hat nicht an der Havel und nicht einmal an der Spree gestanden, und weder im Brandenburger noch im Havelberger Dom ist je geläutet worden, wenn einer von ihnen kam oder ging. Oh, ces pauvres gens, ces malheureux Karajan. Sie hatten ihre Schlösser, beiläufig wirkliche Schlösser, so bloß armselig an der Gironde hin, waren bloß Girondins, und deines Vaters leibliche Vettern fielen unter der Guillotine, weil sie treu und frei zugleich waren und uneingeschüchtert durch das Geschrei des Berges für das Leben ihres Königs gestimmt hatten. Immer verwunderter folgte Victoire. Aber, fuhr Frau von Karajan fort, ich will nicht von jüngst Geschehenem sprechen, will nicht sprechen von heute. Denn, ich weiß wohl, das von heute sein ist immer ein Verbrechen in den Augen derer, die schon gestern da waren, gleich viel wie. Nein, ich will von alten Zeiten sprechen, von Zeiten, als der erste Schach ins Land und an den Ruppiner See kam, und einen Wall und Graben zog, und eine lateinische Messe hörte, von der er nichts verstand. Eben damals zogen die Karajan, ces pauvres et malheureux Karajan, mit vor Jerusalem und eroberten es und befreiten es. Und als sie heimkamen, da kamen Sänger an ihren Hof, und sie sangen selbst. Und als Victoire de Karajan, ja sie hieß, auch Victoire sich dem großen Grafen von Lusignan vermählte, dessen erlauchter Bruder Großprior des Hohen Ordens vom Spital und endlich König von Saipan war, da waren wir mit einem Königshause versippt und verschwägert, mit den Lusignan, aus deren großem Hause die schöne Melusine kam, unglücklichen aber Gott sei Dank unprosaischen Angedenkens. Und von uns Karajons, die wir ganz andere Dinge gesehen haben, will sich dieser Schach abwenden und sich hochmütig zurückziehen. Unserer will er sich schämen, er, Schach? Will er es als Schach oder will er es als Grundherr von Wutenow? Aber, was ist es denn mit beiden? Schach ist ein blauer Rock mit einem roten Kragen, und Wutenow ist eine Lehmkarte.
Mama, glaub mir, du tust ihm Unrecht. Ich suche es nach einer anderen Seite hin. Und da finde ich es auch. Frau von Karajan beugte sich zu Viktor nieder und küsste sie leidenschaftlich. Ach, wie gut du bist, viel, viel besser als deine Mama. Und nur eines ist gut an ihr, dass sie dich liebt. Er aber sollte dich auch lieben, schon um deiner Demut willen. Viktor lächelte. Nein, nicht so. Der Glaube, dass du verarmt und ausgeschieden seiest, beherrscht dich mit der Macht einer fixen Idee. Du bist nicht so verarmt, und auch er. Sie stockte. Sieh, du warst ein schönes Kind, und Alvens Leben hat mir erzählt, in welch enthusiastischen Worten der Prinz erst neulich wieder von deiner Schönheit auf dem Masowschen Balle gesprochen habe. Das ist nicht hin, davon blieb dir. Und jeder muss es finden, der ihm liebevoll in deinen Zügen nachzugehen den Sinn und das Herz hat. Und wenn wer dazu verpflichtet ist, so ist er's. Aber er sträubt sich, denn so hautahin er ist, so konventionell ist er. Ein kleiner ängstlicher Aufmerker. Er hört auf das, was die Leute sagen, und wenn das ein Mann tut, wir müssen's, so heiß ich das Feigheit und Lâcheté. Aber er soll mir Rede stehen. Ich habe meinen Plan jetzt fertig und will ihn demütigen, so gewiss er uns demütigen wollte. Frau von Karajan kehrte nach diesem Zwiegespräch in das Eckzimmer zurück, setzte sich an Viktorins kleinen Schreibtisch und schrieb: Einer Mitteilung Herrn von Alvens Lebens entnehme ich, dass Sie, mein Herr von Schach, heute, Sonnabend, Berlin verlassen und sich für einen Landaufenthalt in Wutenow entschieden haben. Ich habe keine Veranlassung, Ihnen diesen Landaufenthalt zu missgönnen oder Ihre Berechtigung dazu zu bestreiten, muss aber Ihrem Rechte das meiner Tochter gegenüberstellen. Und so gestatten Sie mir denn, Ihnen in Erinnerung zu bringen, dass die Veröffentlichung des Verlöbnisses für morgen, Sonntag, zwischen uns verabredet worden ist. Auf diese Veröffentlichung bestehe ich auch heute noch. Ist sie bis Mittwoch früh nicht erfolgt, erfolgen meinerseits andere, durchaus selbstständige Schritte, so sehr dies meiner Natur widerspricht, Viktorins ganz zu geschweigen, die von diesem meinem Schreiben nichts weiß und nur bemüht sei, würde mich daran zu hindern, so lassen mir doch die Verhältnisse, die Sie, das Mindeste zu sagen, nur zu gut kennen, keine Wahl. Also bis auf Mittwoch. Josephine von Karajan. Sie siegelte den Brief und übergab ihn persönlich einem Boten der Weisung, sich bei Tagesanbruch nach Wutenow hin auf den Weg zu machen. Auf Antwort zu warten, war ihm eigens untersagt worden. Chapter 16. Frau von Karajan und der alte Köckritz. Der Mittwoch kam und ging, ohne dass ein Brief Schachs oder gar die geforderte Verlobungsankündigung erschienen wäre. Frau von Karajan hatte dies nicht anders erwartet und ihre Vorbereitungen daraufhin getroffen. Am Donnerstag früh hielt ein Wagen vor ihrem Hause, der sie nach Potsdam hinüberführen sollte, wo sich der König seit einigen Wochen aufhielt. Sie hatte vor, einen Fußfall zu tun, ihm den ihr widerfahrenen Affront vorzustellen und seinen Beistand anzurufen. Dass es in des Königs Macht stehen werde, diesen Beistand zu gewähren und einen Ausgleich herbeizuführen, war ihr außer Zweifel. Auch über die Mittel und Wege, sich es Majestät zu nähern, hatte sie nachgedacht, und mit gutem Erfolge. Sie kannte den Generaladjutanten von Köckritz, der vor 30 Jahren und länger als ein junger Leutnant oder Stabskapitän in ihrem elterlichen Hause verkehrt und der kleinen Josephine, dem allgemeinen Verzuge, manche Bonbonniere geschenkt hatte. Der war jetzt Liebling des Königs, einflussreichste Person seiner nächsten Umgebung, und durch ihn, zu dem sie wenigsten in oberflächlichen Beziehungen geblieben war, hoffte sie sich einer Audienz versichert halten zu dürfen. Um die Mittagsstunde war Frau von Karajan drüben, stieg im Einsiedler ab, ordnete ihre Toilette und begab sich sofort ins Schloss. Aber hier musste sie von einem zufällig die Freitreppe herabkommenden Kammerherrn in Erfahrung bringen, dass seine Majestät Potsdam bereits wieder verlassen und sich zur Begrüßung ihrer Majestät der Königin, die tags darauf aus Bad Pyrmont zurückzukehren gedenke, nach Paretz begeben habe, wo man, frei vom Zwange des Hofes, eine Woche lang in glücklicher Zurückgezogenheit zu verleben gedenke. Das war nun freilich eine böse Nachricht. Wer sich zu einem peinlichen Gange, und wenn es der hochnotpeinlichste wäre, anschickt und mit Sehnsucht auf das Schreckensende wartet, für den ist nichts härter als Vertagung. Nur rasch, eine kurze Strecke geht's, aber dann versagen die Nerven, schweren Herzens, und geängstigt durch die Vorstellung, dass ihr dieser Fehlschlag vielleicht einen Fehlschlag überhaupt bedeute, kehrte Frau von Karajan in das Gasthaus zurück. An eine Fahrt nach Paretz hinaus,
war für heute nicht mehr zu denken, umso weniger, zu so später Nachmittagszeit, unmöglich noch eine Audienz erbeten werden konnte. So denn also warten bis morgen. Sie nahm ein kleines Diner, setzte sich wenigstens zu Tisch und schien entschlossen, langen Stunden in Einsamkeit auf ihrem Zimmer zu verbringen. Aber die Gedanken und Bilder, die vor ihr aufstiegen, und vor allem die feierlichen Ansprachen, die sie sich zum 100. Male wiederholte, so lange wiederholte, bis sie zuletzt fühlte, sie werde, wenn der Augenblick da sei, kein einziges Wort hervorbringen können. Alles das gab ihr zuletzt den gesunden Entschluss ein, sich gewaltsam aus ihren Grübeleien herauszureißen und in den Straßen und Umgebungen der Stadt umherzufahren. Ein Lohndiener erschien denn auch, um ihr seine Dienste zur Verfügung zu stellen. Und um die 6. Stunde hielt eine mittelelegante Mietscheise vor dem Gasthause, da sich das von Berlin her benutzte Gefährt nach seiner halbtägigen Anstrengung im Sommersand als durchaus ruhebedürftig herausgestellt hatte. »Wohin befehlen, gnädige Frau?« »Ich überlas es Ihnen, nur keine Schlösser, oder doch so wenig wie möglich. Aber Park und Garten und Wasser und Wiesen.« »Ah, je comprends«, radebrächte der Lohndiener, der sich daran gewöhnt hatte, seine Fremden ein für allemal als Halbfranzosen zu nehmen. Oder vielleicht auch dem französischen Namen der Frau von Karajan einige Berücksichtigung schuldig zu sein glaubte, je comprends. Und er gab dem in einem alten Tressenhut auf dem Bock sitzenden Kutscher Ordre, zunächst in den neuen Garten zu fahren. In dem neuen Garten war es wie tot, und eine dunkle, melancholische Zypressenallee schien gar kein Ende nehmen zu wollen. Endlich lenkte man nach rechts hin, in einen, neben einem See hinlaufenden Weg ein, dessen einreich gepflanzte Bäume mit ihrem weit ausgestreckten und niederhängenden Gezweige den Wasserspiegel berührten. In dem Gitterwerke der Blätter aber glomm und glitzerte die niedergehende Sonne. Frau von Karajan vergaß über diese Schönheit all ihr Leid und fühlte sich dem Zauber derselben erst wieder entrissen, als der Wagen aus dem Uferweg abermals in den großen Mittelgang einbog und gleich danach vor einem aus Backstein aufgeführt, im Übrigen aber mit Gold und Marmor reich geschmückten Hause hielt. Wem gehört es? Dem König. Und wie heißt es? Das Marmorpalais. Ah, das Marmorpalais. Das ist also das Palais. Zu dienen, gnädige Frau. Das ist das Palais, in dem Weiland seine Majestät König Friedrich Wilhelm II. Seiner langen und schmerzlichen Wassersucht allerhöchst erlag. Und steht auch noch alles ebenso, wie's damals gestanden hat. Ich kenn das Zimmer ganz genau, wo der gute gnädige Herr immer den Lebensgast trank, den ihm der Geheimrat Hufeland in einem kleinen Ballon ans Bett bringen ließ. Oder vielleicht auch bloß in einer Kalbsblase. Wollen die gnädige Frau das Zimmer sehen? Es ist freilich schon spät, aber ich kenn den Kammerdiener, und er tut es, denk ich, auf meinen Empfehl. Versteh sich? Und ist auch dasselbe kleine Zimmer, worin sich eine Figur von der Frau Rietz, wie manche sagen von der Mamsell Enken oder der Gräfin Lichtenau befindet, das heißt nur, eine kleine Figur, so bloß bis an die Hüften oder noch weniger. Frau von Karajan dankte. Sie war bei dem Gange, der ihr für morgen bevorstand, nicht in der Laune, das Allerheiligste, der Rietz, oder auch nur ihre Porträtbüste kennenlernen zu wollen. Sie sprach also den Wunsch aus, immer weiter in den Park hineinzufahren, und ließ erst umkehren, als schon die Sonne nieder war und ein kühlerer Luftton den Abend ankündigte. Wirklich, es schlug 9, als man auf der Rückfahrt an der Garnisonkirche vorüberkam, und ehe noch das Glockenspiel seinen Choral ausgespielt hatte, hielt der Wagen wieder vor dem Einsiedler. Die Fahrt hatte sie gekräftigt und ihr ihren Mut zurückgegeben, dazu kam eine wohltuende Müdigkeit, und sie schlief besser als seit lange. Selbst was sie träumte, war hell und licht. Am andern Morgen erschien, wie verabredet, ihre nun wieder ausgeruhte Berliner Equipage vor dem Hotel. Da sie jedoch allen Grund hatte, der Kenntnis und Umsicht ihres eigenen Kutschers Misstrauen, engagierte sie, wie zur Aushilfe, denselben Lohndiener wieder, der sich gestern, aller kleinen Eigenheiten seines Standes unerachtet, so vorzüglich bewährt hatte. Das gelang ihm denn auch heute wieder. Er wusste von jedem Dorf und Lustschloss, an dem man vorüberkam, zu berichten, am meisten von Marquardt, aus dessen Parke, zu wenigstens vorübergehendem Interesse der Frau von Karajan, jenes Gartenhäuschen hervorschimmert, darin unter Zutun und Anleitung des Generals von Bischofswerda,
dem dicken Könige, wie sich der konfidenzieller werdende Cicerone jetzt ohne weiteres ausdrückte, die Geister erschienen waren. Eine Viertelmeile hinter Marquardt hatte man die Wublitz, einen von Mummeln überblühten Havelarm zu passieren, dann folgten Äcker und Wiesengründe, die hoch in Gras und Blume standen, und ehe noch die Mittagsstunde heran war ein Brückensteg und alsbald auch ein offenstehendes Gittertor erreicht, das den Paretzer Parkeingang bildete. Frau von Karajan, die sich ganz als Bittstellerin empfand, ließ in dem ihr eigenen Gefühl an dieser Stelle halten und stieg aus, um den Rest des Weges zu Fuß zu machen. Es war nur eine kleine, sonnenbeschienene Strecke noch, aber gerade das Sonnenlicht war ihr peinlich, und so hielt sie sich denn seitwärts unter den Bäumen hin, um nicht vor der Zeit gesehen zu werden. Endlich indes war sie bis an die Sandsteinstufen des Schlosses heran und schritt sie tapfer hinauf. Die Nähe der Gefahr hatte ihr einen Teil ihrer natürlichen Entschlossenheit zurückgegeben. Ich wünschte, den General von Köckritz zu sprechen, wandte sie sich an einen im Vestibül anwesenden Lakaien, der sich gleich beim Eintritt der schönen Dame von seinem Sitz erhoben hatte. Wen habe ich dem Herrn General zu melden? Frau von Karajan. Der Lakai verneigte sich und kam mit der Antwort zurück: Der Herr General lasse bitten, in das Vorzimmer einzutreten. Frau von Karajan hatte nicht lange zu warten. General von Köckritz, von dem die Sage ging, dass er außer seiner leidenschaftlichen Liebe zu seinem Könige keine weitere Passion als eine Pfeife Tabak und einen Rubber Whist habe, trat ihr von seinem Arbeitszimmer her entgegen, entsann sich sofort der alten Zeit und bat sie mit verbindlichster Handbewegung Platz zu nehmen. Sein ganzes Wesen hatte so sehr den Ausdruck des Gütigen und Vertrauenerweckenden, dass die Frage nach seiner Klugheit nur sehr wenig daneben bedeutete. Namentlich für solche, die wie Frau von Karajan mit einem Anliegen kamen. Und das sind bei Hofe die meisten. Er bestätigte durchaus die Lehre, dass eine wohlwollende Fürstenumgebung einer Geistreichen immer weit vorzuziehen ist. Nur freilich sollen diese fürstlichen Privatdiener nicht auch Staatsdiener sein und nicht mitbestimmen und mitregieren wollen. General von Köckritz hatte sich so gesetzt, dass ihn Frau von Karajan im Profil hatte. Sein Kopf steckte halb in einem überaus hohen und steifen Uniformkragen, aus dem nach vorn hin ein Jabot quoll, während nach hinten ein kleiner sauber behandelter Zopf fiel. Dieser schien ein eigenes Leben zu führen und bewegte sich leicht und mit einer gewissen Koketterie hin und her, auch wenn an dem Manne selbst nicht die geringste Bewegung wahrzunehmen war. Frau von Karajan, ohne den Ernst ihrer Lage zu vergessen, erheiterte sich doch offenbar an diesem eigentümlich neckischen Spiel, und erst einmal ins Heitere gekommen, erschien ihr das, was ihr oblag, um viele leichter und bezwingbarer, und befähigte sie, mit Freimut über all und jedes zu sprechen, auch über das, was man als den delikaten Punkt in ihrer oder ihrer Tochter Angelegenheit bezeichnen konnte. Der General hatte nicht nur aufmerksam, sondern auch teilnahmevoll zugehört und sagte, als Frau von Karajan schwieg: Ja, meine gnädigste Frau, das sind sehr fatale Sachen, von denen seine Majestät nicht zu hören liebt, weshalb ich im Allgemeinen darüber zu schweigen pflege. Wohlverstanden, solange nicht Abhilfe zu schaffen und überhaupt nichts zu bessern ist. Hier aber ist zu bessern, und ich würde meine Pflicht versäumen und seiner Majestät einen schlechten Dienst erweisen, wenn ich ihm einen Fall wie den ihrigen vorenthalte. Oder da Sie selber gekommen sind, Ihre Sache vorzutragen, Sie, meine gnädigste Frau, durch künstlich erfundene Schwierigkeiten an solchem Vortrage behindern wollte. Denn solche Schwierigkeiten sind allemalen erfundene Schwierigkeiten. In einem Lande wie das unsere, wo von alter Zeit her die Fürsten und Könige das Recht ihres Volkes wollen und nicht gesonnen sind, der Forderung eines solchen Rechtes bequem aus dem Wege zu gehen. Am allerwenigsten aber mein allergnädigster König und Herr, der ein starkes Gefühl für das Ebenmäßige des Rechts und eben deshalb einen wahren Widerwillen und rechten Herzensabscheu gegen alle diejenigen hat, die sich, wie manche Herren Offiziers, insonderheit aber die sonst so braven und tapferen Offiziers von dero Regiment gens Dames, aus einem schlechten Dünkel allerlei Narretei zu permittieren geneigt sind, und es für angemessen und löblich, oder doch zum Mindesten für nicht unstatthaft, das Glück und den Ruf anderer ihrem Uebermut und ihrer schlechten Moralität zu opfern. Frau von Karajans Augen füllten sich mit Tränen. Que vous êtes bon, mon cher General. Nicht ich, meine teure Frau. Aber mein allergnädigster König und Herr, der ist gut. Und ich denke,
Sie sollen den Beweis dieser seiner Herzensgüte bald in Händen halten. Trotzdem wir heute einen schlimmen, oder sagen wir lieber einen schwierigen Tag haben. Denn wie Sie vielleicht schon in Erfahrung gebracht haben, der König erwartet in wenig Stunden die Königin zurück, um nicht gehört zu werden in der Freude des Wiedersehens. Deshalb befindet er sich hier. Deshalb ist er hierher gegangen nach Paretz. Und nun läuft ihm in dies Idyll ein Rechtsfall und eine Streitsache nach. Und eine Streitsache von so delikater Natur. Ja, wirklich ein Schabernack ist es, und ein rechtes Schnippchen, das ihm die Laune der Frau Fortuna schlägt. Er will sich seines Liebesglückes freuen. Sie wissen, wie sehr er die Königin liebt, und in demselben Augenblick, fast, der ihm sein Liebesglück bringen soll, hört er eine Geschichte von unglücklicher Liebe. Das verstimmt ihn. Aber er ist zu gütig, um dieser Verstimmung nicht Herr zu werden, und treffen wir es nur einigermaßen leidlich. So müssen wir uns aus eben diesem Zusammentreffen auch noch einen besonderen Vorteil zu ziehen wissen. Denn das eigene Glück, das er erwartet, wird ihn nur noch geneigt als sonst das getrübte Glück anderer wiederherzustellen. Ich kenne ihn ganz in seinem Rechtsgefühl und in der Güte seines Herzens. Und so gehe ich denn, meine teure Frau, Sie bei dem Könige zu melden. Er hielt aber plötzlich wie nachdenkend inne, wandte sich noch einmal wieder und setzte hinzu: Irre ich nicht, so hat er sich eben in den Park begeben. Ich kenne seinen Lieblingsplatz. Lassen Sie mich also sehen. In wenig Minuten bringe ich Ihnen Antwort, ob er sie hören will oder nicht. Und nun noch einmal, seien Sie gutes Mutes. Sie dürfen es. Und damit nahm er Hut und Stock und trat durch eine kleine Seitentür unmittelbar in den Park hinaus. In dem Empfangszimmer, in dem Frau von Karajan zurückgeblieben war, hingen allerlei Buntdruckbilder, wie sie damals von England her in der Mode waren. Engelsköpfe von Joshua Reynolds, Landschaften von Gainsborough, auch ein paar Nachbildungen italienischer Meisterwerke, darunter eine büßende Magdalena. War es die von Correggio? Das wundervoll tiefblau getönte Tuch, das die büßende halb verhüllte, fesselte Frau von Karajons Aufmerksamkeit, und sie trat heran, um sich über den Maler zu vergewissern. Aber ehe sie noch seinen Namen entziffern konnte, kehrte der alte General zurück und bat seinen Schützling, ihm zu folgen. Und so traten sie denn in den Park. Drin eine tiefe Stille herrschte. Zwischen Birken und Edeltannen hin schlängelte sich der Weg und führte bis an eine künstliche, von Moos und Efeu überwachsene Felswand, in deren Front der alte Köckritz, war jetzt zurückgeblieben, der König, auf einer Steinbank saß. Er erhob sich, als er die schöne Frau sich nähern sah, und trat ihr ernst und freundlich entgegen. Frau von Karajan wollte sich auf ein Knie niederlassen, der König aber litt es nicht, nahm sie vielmehr aufrichtend bei der Hand und sagte: Frau von Karajan, mir sehr wohl bekannt. Erinnere Kinderball, schöne Tochter. Damals, er schwieg einen Augenblick, entweder in Verlegenheit über das ihm entschlüpfte letzte Wort, oder aber aus Mitgefühl mit der tiefen Bewegung der unglücklichen und beinahe zitternd vor ihm stehenden Mutter, und fuhr dann fort: Köckritz mir eben Andeutungen gemacht. Sehr fatal, aber bitte, sich setzen, meine gnädigste Muth. Und nun sprechen Sie. Chapter 17. Schach in Charlottenburg. Eine Woche später hatten König und Königin Paretz wieder verlassen, und schon am Tage danach ritt Rittmeister von Schach in Veranlassung eines ihm in Schloss Wutenow übergebenen Kabinettsschreibens nach Charlottenburg hinaus, wohin inzwischen der Hof übersiedelt war. Er nahm seinen Weg durchs Brandenburger Tor und die große Tiergartenallee. Links hinter ihm Ordonnanz Barsch, ein mit einem ganzen Linsengericht, Sommersprossen überdeckter Rotkopf, mit übrigens noch röterem Backenbart, auf welchen roten und etwas abstehenden Bart Zieten zu versichern pflegte, dass man auch diesen Barsch an seinen Flossen erkennen könne. Wutenower Kind und seines Gutsherrn und Rittmeisters ehemaliger Spielgefährte war er diesem und allem, was Schach hieß, selbstverständlich in unbedingten Treuen ergeben. Es war 4 Uhr nachmittags, und der Verkehr nicht groß. Trotzdem die Sonne schien und ein erquickender Wind wehte. Nur wenige Reiter begegneten ihnen, unter diesen auch ein paar Offiziere von Schachs Regiment. Schach erwiderte ihren Gruß, passierte den Landwehrgraben und ritt, bald danach in die breite Charlottenburger Hauptstraße mit ihren Sommerhäusern und Vorgärten ein. Am türkischen Zelt, das sonst wohl sein Ziel zu sein pflegte, wollte sein Pferd einbiegen. Zwang er es aber weiter und hielt erst bei dem morellischen Kaffeehause, das ihm heute für den Gang, den er vorhatte, bequemer gelegen war. Er schwang sich aus dem Sattel, gab der Ordonnanz den Zügel,
und ging ohne Versäumnis auf das Schloss zu. Hier trat er nach Passierung eines öden und von der Julisonne längst verbrannt Grasvirex erst in ein geräumiges Treppenhaus und bald danach in einen schmalen Korridor ein, an dessen Wänden in anscheinend überlebensgroßen Porträts die glotzäugigen blauen Riesenkönig Friedrich Wilhelms i paradierten. Am Ende dieses Ganges aber traf er einen Kammerdiener, der ihn, nach vorgängiger Meldung, in das Arbeitskabinett des Königs führte. Dieser stand an einem Pult, auf dem Karten ausgebreitet lagen, ein paar Pläne der Austerlitzer Schlacht. Er wandte sich sofort, trat auf Schach zu und sagte: Habe Sie rufen lassen, lieber Schach. Die Karajon, fatale Sache. Spiele nicht gern den Moralisten und Splitterrichter. Mir verhasst. Auch meine Verehrungen. Aber in Verehrungen nicht stecken bleiben, wieder gut machen. Übrigens nicht recht begreife. Schöne Frau, die Mutter, mir sehr gefallen. Kluge Frau. Schach verneigte sich. Und die Tochter, weiß wohl, weiß, armes Kind. Aber, Enfin, müssen Sie doch charmant gefunden haben. Und was man einmal charmant gefunden, findet man, wenn man nur will, auch wieder. Aber das ist Ihre Sache, geht mich nichts an. Was mich angeht, das ist die Honnêteté. Die verlang ich. Und um dieser Honnêteté willen, verlang ich Ihre Heirat mit dem Fräulein von Karajon. Oder Sie müssten denn Ihren Abschied nehmen und den Dienst quittieren wollen. Schach schwieg, verriet aber durch Haltung und Miene, dass ihm dies das Schmerzlichste sein würde. Nun denn bleiben also. Schöner Mann, liebe das. Aber Remedur muss geschafft werden und bald und gleich. Übrigens alte Familie, die Karajons, und wird ihren Fräulein-Töchtern Pardon lieber. Schach die Stiftsanwartschaft auf Marienfließ oder Heiligengrabe nicht verderben. Abgemacht also. Rechne darauf, dringe darauf. Und werden mir Meldung machen. Zu Befehl, Ewe Majestät. Und noch eines. Habe mit der Königin darüber gesprochen, will sie sehen, Frauenlaun. Werden sie drüben in der Orangerie treffen. Dank Ihnen. Schach war gnädig entlassen, verbeugte sich und ging den Korridor hinunter. Auf das, am entgegengesetzten Flügel des Schlosses gelegene große Glas- und Gewächshaus zu, von dem der König gesprochen hatte. Die Königin aber war noch nicht da, vielleicht noch im Park. So trat er denn in diesen hinaus und schritt auf einem Fliesengange, zwischen einer Menge hier aufgestellt, römischer Kaiser, auf und ab, von denen ihn einige faunartig anzulächeln schienen. Endlich sah er die Königin von der Fährbrücke her auf sich zukommen, eine Hofdame mit ihr, allem Anscheine nach das jüngere Fräulein von Viereck. Er ging beiden Damen entgegen und trat in gemessener Entfernung beiseite, um die militärischen Honneurs zu machen. Das Hoffräulein aber blieb um einige Schritte zurück. Ich freue mich, Sie zu sehen, Herr von Schach. Sie kommen vom Könige. Zu Befehl, Majestät. Es ist etwas gewagt, fuhr die Königin fort, dass ich Sie habe bitten lassen. Aber der König, der anfänglich dagegen war und mich darüber verspottete, hat es schließlich gestattet. Ich bin eben eine Frau, und es wäre hart, wenn ich mich meiner Frauenart entschlagen müsste, nur weil ich eine Königin bin. Als Frau aber interessiert mich alles, was unser Geschlecht angeht, und was ging uns näher an als eine solche Question d'amour. Majestät sind so gnädig, nicht gegen Sie, lieber Schach, es ist um des Fräuleins willen. Der König hat mir alles erzählt, und Köckritz hat von dem sein hinzugetan. Es war denselben Tag, als ich von Pyrmont wieder in Paretz eintraf, und ich kann Ihnen kaum aussprechen, wie groß meine Teilnahme mit dem Fräulein war. Und nun wollen Sie, gerade Sie, dem lieben Kinde diese Teilnahme versagen, und mit dieser Teilnahme zugleich sein Recht. Das ist unmöglich. Ich kenne Sie so lange Zeit, und habe Sie jederzeit als einen Kavalier und Mann von Ehre befunden. Und, dabei, denk ich, belassen wir's. Ich habe von den Spottbildern gehört, die publiziert worden sind, und diese Bilder, so nehme ich an, haben Sie verwirrt und Ihnen Ihr ruhiges Urteil genommen. Ich begreife das, weiß ich doch aus allereigenster Erfahrung, wie weh dergleichen tut, und wie der giftige Pfeil, nicht bloß in unserem Gemüte verwundet, sondern auch verwandelt, und nicht verwandelt zum Besseren. Aber wie dem auch sei, Sie mussten sich auf sich selbst besinnen, und damit zugleich auch auf das, was Pflicht und Ehre von ihnen fordern. Schach schwieg, und Sie werden es, fuhr die Königin immer lebhafter werdend fort, und werden sich als einen reuigen und bußfertigen zeigen. Es kann Ihnen nicht schwer werden, denn selbst aus der Anklage gegen Sie, so versicherte mir der König, habe noch immer ein Ton der Zuneigung gesprochen. Seien Sie dessen gedenk,
wenn ihr Entschluss je wieder ins Schwanken kommen sollte, was ich nicht fürchte, wüsst ich doch kaum etwas, was mir in diesem Augenblicke so lieb wäre wie die Schlichtung dieses Streits und der Bund zweier Herzen, die mir füreinander bestimmt erscheinen. Auch durch eine recht eigentliche Liebe, denn sie werden doch, hoff ich, nicht in Abrede stellen wollen, dass es ein geheimnisvoller Zug war, was sie zu diesem lieben und einst so schönen Kinde hinführte. Das Gegenteil anzunehmen, widerstreitet mir. Und nun eilen Sie heim, und machen Sie glücklich, und werden Sie glücklich. Meine Wünsche begleiten Sie beide. Sie werden sich zurückziehen, solange es die Verhältnisse gebieten. Unter allen Umständen aber erwarte ich, dass Sie mir Ihre Familieneignisse melden und den Namen Ihrer Königin als erste Taufpatin in Ihr Wutenower Kirchenbuch eintragen lassen. Und nun Gott befohlen. Ein Gruß und eine freundliche Handbewegung begleiteten diese Worte. Schach aber, als er sich kurz vor der Gartenfront noch einmal umsah, sah, wie beide Damen in einem Seitenweg einbogen und auf eine schattigere, mehr der Spree zu gelegene Partie des Parkes zuschritten. Er selbst saß eine Viertelstunde später wieder im Sattel. Ordonnanz Barsch folgte. Die gnädigen Worte beider Majestäten hatten eines Eindrucks auf ihn nicht verfehlt. Trotzdem war er nur getroffen, in nichts aber umgestimmt worden. Er wusste, was er dem König schuldig sei, Gehorsam, aber sein Herz widerstritt, und so galt es denn für ihn, etwas ausfindig zu machen, was Gehorsam und Ungehorsam in sich vereinigte, was dem Befehle seines Königs und dem Befehle seiner eigenen Natur gleichmäßig entsprach. Und dafür gab's nur einen Weg. Ein Gedanke, den er schon in Wutenow gefasst hatte, kam ihm jetzt wieder und reifte rasch zum Entschluss. Und je fester er ihn werden fühlte, desto mehr fand er sich in seine frühere gute Haltung und Ruhe zurück. Leben, sprach er vor sich hin. Was ist Leben? Eine Frage von Minuten, eine Differenz von heut auf morgen. Und er fühlt, nach Tagen schweren Druckes, zum ersten Male wieder leicht und frei. Als er, heimreitend, bis an die Wegstelle gekommen war, wo eine alte Kastanienallee nach dem Kurfürstendamm hin abzweigte, bog er in diese Allee ein, winkte Barsch an sich heran und sagte, während er den Zügel fallen ließ und die linke Hand auf die Kruppe seines Pferdes stemmte. Sage Barsch, was hältst du eigentlich von heiraten? Herr Rittmeister, was soll ich davon halten? Mein Vater selig sagte man immer, heiraten ist gut, aber nicht heiraten ist noch besser. Ja, das mag er wohl gesagt haben, aber wenn ich nun heirate, Barsch? Ach, Herr Rittmeister werden doch nicht? Ja, wer weiß. Ist es denn ein solches Mal höher, Herr Rittmeister, vor Ihnen gerade nicht, aber vor mir. Wie das? Weil ich mit Untrofzier Czepanski gewett hab, es wird doch nichts. Und wer verliert, muss die ganze Korporalschaft freihalten. Aber woher wusstet ihr denn davon? Das munkelt ja nu allang. Und wie nu vorige Woch auch noch die Bilders kamen. Ah, so, nu sage, Barsch, wie steht es denn eigentlich mit der Wette? Hoch, inu, sjet Herr Rittmeister, Cottbusser UN-Kümmel. Aber vor jed'n. Nu Barsch, du sollst dabei nicht zu Schaden kommen, ich werde die Wette bezahlen. Und danach schwieg er und murmelte nur noch, vor sich hin, et payalis podcasse. Chapter 18. Fata Morgana. Schach war zu guter Stunde wieder heim. Und noch denselben Abend schrieb er ein Billet an Frau von Karajan, in dem er in anscheinend aufrichtigen Worten um seines Benehmens willen um Entschuldigung bat. Ein Kabinettschreiben, das er vorgestern in Wutenow empfangen habe, hab ihn heute Nachmittag nach Charlottenburg hinausgeführt, wo König und Königin ihn an das, was seine Pflicht sei, gemahnt hätten. Er bedaure, solche Mahnung verschuldet zu haben, finde den Schritt, den Frau von Karajan getan, gerechtfertigt, und bete morgen im Lauf des Vormittags sich beiden Damen vorstellen zu dürfen, um ihnen sein Bedauern über diese neuen Versäumnisse persönlich zu wiederholen. In einer Nachschrift, die länger als der Brief selbst war hinzugefügt, dass er durch eine Krisis gegangen sei. Diese Krisis aber liege jetzt hinter ihm, und er hoffe sagen zu dürfen, ein Grund an ihm oder seinem Rechtsgefühle zu zweifeln, werde nicht wiederkehren. Er lebe nur noch dem einen Wunsch und Gedanken, alles was geschehen sei, durch Gesetzlichkeit auszugleichen. Über ein Mehr leg er sich vorläufig Schweigen auf. Dies Billett, das der kleine Groom überbrachte, wurde, trotz der schon vorgerückten Stunde, von Frau von Karajan auf der Stelle beantwortet. Sie freue sich, in seinen Zeilen einer so versöhnlichen Sprache zu begegnen. Über alles, was seinem Briefe nach,
als ein nunmehr Zurückliegendes anzusehen sei, wird es am besten sein zu schweigen. Auch sie fühle, dass sie ruhiger und rücksichtsvoller hätte handeln sollen, sie habe sich hinreißen lassen, und nur das eine wird ihr vielleicht zur Entschuldigung dienen dürfen, dass sie von jenen hämischen Angriffen in Wort und Bild, die sein Benehmen im Laufe der letzten Woche bestimmt zu haben schienen, erst seit 2 Tagen Kenntnis habe. Hätte sie diese Kenntnis früher gehabt, so würde sie vieles milder beurteilt jedenfalls, aber eine abwartende Haltung ihm und seinem Schweigen gegenüber eingenommen haben. Sie hoffe jetzt, dass alles wieder einklingen werde. Victoirens große Liebe nur zu groß, und seine eigene Gesinnung, die, wie sie sich überzeugt halte, wohl schwanken aber nie dauernd erschüttert werden könne, geben ihr die Gewähr einer friedlichen, und wenn ihre Bitten Erhörung fänden, auch einer glücklichen Zukunft. Am andern Vormittage wurde Schach bei Frau von Karajan gemeldet. Sie ging ihm entgegen, und das sich sofort entspinnende Gespräch verriet auf beiden Seiten weniger Verlegenheit als nach dem Vorgefallenen hätte vorausgesetzt werden sollen. Und doch erklärte sich's auch wieder. Alles, was geschehen war, so schmerzlich es Hüben und Rüben berührt hatte, war doch schließlich von jeder der beiden Parteien verstanden worden, und wo Verständnis ist auch Verzeihung, oder wenigstens die Möglichkeit einer solchen. Alles hatte sich in natürlicher Konsequenz aus den Verhältnissen heraus entwickelt, und weder die Flucht, die Schach bewerkstelligt, noch die Klage, die Frau von Karajan an oberster Stelle geführt hatte, hatten Übelwollen oder Gehässigkeit ausdrücken sollen. Als das Gespräch einen Augenblick zu stocken begann, erschien Victoire. Sie sah sehr gut aus, nicht abgehärmt, vielmehr frischer als sonst. Er trat ihr entgegen, nicht kalt und zeremoniös, sondern herzlich, und der Ausdruck einer innigen und aufrichtigen Teilnahme, womit er auf sie sah und ihr die Hand reichte, besiegelte den Frieden. Es war kein Zweifel, er war ergriffen, und während Victoire vor Freude strahlte, füllten Tränen das Auge der Mutter. Es war der beste Moment, das Eisen zu schmieden. Sie bat also Schach, der sich schon erhoben hatte, seinen Platz noch einmal auf einen kurzen Augenblick einnehmen zu wollen, um gemeinschaftlich mit ihm die nötigsten Festsetzungen zu treffen. Was sie zu sagen habe, seien nur wenige Worte. So viel sei gewiss, Zeit sei versäumt worden, und diese Versäumnis wieder einzubringen, empfehle sich wohl zunächst ihre langjährige freundschaftliche Beziehung zum alten Konsistorialrat Bocquet, der sie selber getraut und Victoiren eingesegnet habe, böte dazu die beste Gelegenheit. Es werde leicht sein, an die Stelle des herkömmlichen dreimaligen Aufgebots ein einmaliges zu setzen. Das müsse nächsten Sonntag geschehen, und am Freitage der nächsten Woche, denn die Freitage, die gemeinhin für Unglückstage gelten, hätte sie persönlich von der durchaus entgegengesetzten Seite kennengelernt, werde dann die Hochzeit zu folgen haben, und zwar in ihrer eigenen Wohnung, da sie Hochzeiten in einem Hotel oder Gasthause von ganzer Seele hasse. Was dann weiter zu geschehen habe, das stehe bei dem jungen Paare. Sie sei neugierig, ob Venedig über Wuthenau oder Wuthenau über Venedig den Sieg davontragen werde. Die Lagunen hätten sie gemeinsam und die Gondel auch, und nur um eines müsse sie bitten, dass der kleine Brückensteg unterm Schilf, an dem die Gondel liege, nie zur Seufzerbrücke erhoben werde. So ging das Geplauder, und so verging der Besuch. Am Sonntage, wie verabredet, erfolgte das Aufgebot, und der Freitag, an dem die Hochzeit stattfinden sollte, rückte heran. Alles im Karajanschen Hause war Aufregung, am aufgeregtesten Tante Marguerite, die jetzt täglich erschien. Durch ihre naive Glückseligkeit alles Unbequeme balancierte, das sonst unzertrennlich von ihrem Erscheinen war. Abends kam Schach. Er war heitrer und in seinem Urteile milder als sonst, und vermied nur in ebenso bemerkenswert, wie zum Glück unbemerkt bleibenderweise von der Hochzeit und den Vorbereitungen dazu zu sprechen. Wurde er gefragt, ob er dies oder jenes wünsche, so bat er mit einer Art von Empressement, nach eigenem Dafürhalten verfahren zu wollen. Er kenne den Takt und guten Geschmack der Damen und wisse, dass ohne sein Raten und Zutun alles am besten entschieden werden würde. Wenn ihm dabei manches dunkel und geheimnisvoll bleibe, so sei dies ein Vorteil mehr für ihn, hab er doch von Jugend auf eine Neigung gehabt, sich überraschen zu lassen. Unter solchen Ausflüchten entzog er sich jedem Geplauder, das, wie Tante Marguerite sich ausdrückte, den Ehrentag en vue hatte, war aber umso plauderhafter, wenn das Gespräch auf die Reisetage nach der Hochzeit hinüberlenkte. Denn Venedig, aller halben Widerrede der Frau von Karajan zum Trotz, hatte doch schließlich über Wuthenau gesiegt, und Schach, wenn die Rede darauf kam,
hing mit einer ihm sonst völlig fremden Fantastik allen erdenklichen Reiseplänen und Reisebildern nach. Er wollte nach Sizilien hinüber und die Sireneninseln passieren, ob frei oder an den Mast gebunden, überlas er Viktuaren und ihrem Vertrauen. Und dann wollten sie nach Malta. Nicht um Maltas willen, oh nein, aber auf dem Wege dahin sei die Stelle, wo der geheimnisvolle schwarze Weltall in Luftbilder und Spiegelungen ein allererstes Mal zu dem in Nebel und Schnee geborenen Hyperborea spreche. Das sei die Stelle, wo die bilderreiche Vieh wohne, die stumme Sirene, die mit dem Zauber ihrer Farbe fast noch verführerischer Lock als die singende. Beständig wechselnd seien die Szenen und Gestalten ihrer Latana Magica, und während eben noch ein Ermüdeter über den gelben Sand ziehe, dehne sich's plötzlich wie grüne Triften und unter der schattengebende Palme säße die Schar der Männer, die Köpfe gebeugt, und alle Pfeifen in Brand, und schwarz und braune Mädchen, ihre Flechten gelöst, und wie zum Tanze geschürzt, erhüben die Becken und schlügen das Tambourin, und mitunter sei's, als lach es. Und dann schwieg es und schwend es wieder. Und diese Spiegelung aus der geheimnisvollen Ferne, das sei das Ziel, und Victoire jubelte, hingerissen von der Lebhaftigkeit seiner Schilderung. Aber im selben Augenblick überkam es sie bang und düster, und in ihrer Seele rief eine Stimme: Fata Morgana. Chapter 19. Die Hochzeit. Die Trauung hatte stattgefunden, und um die 4. Stunde versammelten sich die zur Hochzeit Geladenen in dem nach dem Hofe hinaus gelegenen großen Esssaale, der für gewöhnlich als bloßes unbequemes Anhängsel der Karajonschen Wohnung angesehen und seit einer ganzen Reihe von Jahren heute zum ersten Male wieder in Gebrauch genommen wurde. Dies erschien tunlich, trotzdem die Zahl der Gäste keine große war. Der alte Konsistorialrat Bokf hatte sich bewegen lassen, dem Mahle mit beizuwohnen, und saß, dem Brautpaare gegenüber, neben der Frau von Karajon. Unter den anderweit Geladenen aber waren, außer dem Tännchen und einigen alten Freunden aus der Generalifernspechterzeit her, in erster Reihe Nostitz, Ivansleben und Sander zu nennen. Auf letzteren hatte Schach, aller sonstigen, auch bei Feststellung der Einladungsliste beobachtet, Indifferenz unerachtet, mit besonderem Nachdruck bestanden, weil ihm inzwischen das rücksichtsvolle Benehmen desselben bei Gelegenheit des Verlagsantrages der 3 Bilder bekannt geworden war, ein Benehmen, das er umso höher anschlug, als er es von dieser Seite her nicht erwartet hatte. Bülow, Schachs alter Gegner, war nicht mehr in Berlin, und hätte wohl auch gefehlt, wenn er noch da gewesen wäre. Die Tafelstimmung verharrte bis zum ersten Trinkspruch in der herkömmlichen Feierlichkeit, als indessen der alte Konsistorialrat gesprochen, und in einem dreigeteilten und als historischer Rückblick zu bezeichnenden Toast, erst des großväterlichen Generalfinanzpächterhause, dann der Trauung der Frau von Karajon, und drittens und zwar unter Zitierung des ihr mit auf den Lebensweg gegebenen Bibelspruches der Konfirmation Victoires gedacht, endlich aber mit einem halb ehrbaren, halb scherzhaften Hinweis auf den ägyptischen Wundervogel, in dessen verheißungsvolle Nähe man sich begeben wolle, geschlossen hatte, war das Zeichen zu einer Wandlung der Stimmung gegeben. Alles gab sich einer ungezwungenen Heiterkeit hin, an der sogar Victoire teilnahm. Und nicht zum wenigsten, als sich schließlich auch das zu Ehren des Tages in einem grasgrünen Seidenkleid und einem hohen Schildpattkamme erschienen Tännchen erhob, um einen zweiten Toast auf das Brautpaar auszubringen. Ihr verschämtes Klopfen mit dem Dessertmesser an die Wasserkaraffe war eine Zeit lang unbemerkt geblieben und kam erst zur Geltung, als Frau von Karajon erklärte, Tante Marguerite wünsche zu sprechen. Diese verneigte sich denn auch zum Zeichen der Zustimmung und begann ihre Rede mit viel mehr Selbstbewusstsein, als man nach ihrer anfänglichen Schüchternheit erwarten durfte. Der Herr Konsistorialrat hat so schön und so lange gesprochen und ich ähnle nur dem Weibe ruht, das über dem Felde geht und Aehren sammelt, was auch der Text war, worüber am letzten Sonntag in der kleinen Melonenkirche gepredigt wurde, die wieder sehr leer war, ich glaube nicht mehr als 11 oder 12, aber als Tante der lieben Braut, in welcher Beziehung ich wohl die Älteste bin, erhebe ich dieses Glas, um noch einmal auf dem Wohle des jungen Paares zu trinken. Und danach setzte sie sich wieder, um die Huldigungen der Gesellschaft entgegenzunehmen. Schach versuchte der alten Dame die Hand zu küssen, was sie jedoch wehrte, wogegen sie Victoires Umarmung mit allerlei kleinen Liebkosungen und zugleich mit der Versicherung erwiderte, sie habe es alles vorher gewusst, von dem Nachmittag an, wo sie die Fahrt nach Tempelhof und den Gang nach der Kirche gemacht hätten, denn, sie hab's wohl gesehen, dass Victoire neben dem großen für die Mama bestimmten Veilchenstrauß auch noch einen kleinen Strauß in der Hand gehalten hätte,
Den habe sie dem lieben Bräutigam, dem Herrn von Schach, in der Kirchentüre präsentieren wollen. Aber als er dann gekommen sei, habe sie das kleine Bouquet wieder weggeworfen, und es sei dicht neben der Tür auf ein Kindergrab gefallen. Was immer etwas bedeute, und auch diesmal etwas bedeutet habe. Denn so sehr sie gegen dem Aberglauben sei, so glaube sie doch an Sympathie. Natürlich bei abnehmendem Mond. Und der ganze Nachmittag stehe noch so deutlich vor ihr, als wär's gestern gewesen. Und, wenn manche so täten, als wisse man nichts, so hätte man doch auch seine 2 gesunden Augen und wisse recht gut, wo die besten Kirschen hingen. In diesen Satz vertiefte sie sich immer mehr, ohne dass die Bedeutung desselben dadurch klarer geworden wäre. Nach Tante Margueritens Toast löste sich die Tafelreihe. Jeder verließ seinen Platz, um abwechselnd hier oder dort eine Gastrolle geben zu können, und alsbald danach auch die großen Jostüschen Devisenbonbons umhergereicht, und allerlei Sprüche wie beispielsweise: Liebe wunderbare Vieh, selbst dein Wehe tut nicht weh. Aller klein, undeutlichen Schrift unerachtet, entziffert und verlesen worden waren, erhob man sich von der Tafel. Alvens Leben führte Frau von Karajan. Sander Tante Marguerite, bei welcher Gelegenheit, und zwar über das Ruth-Thema, von Seiten Sanders allerlei kleine Neckereien verübt wurden, Neckereien, die der Tante so sehr gefielen, dass sie Victoire, als der Kaffee serviert wurde, zuflüsterte: Charmanter Herr, und so galant, und so bedeutungsvoll. Schach sprach viel mit Sander, erkundigte sich nach Bülow, der ihm zwar nie sympathisch, aber trotz all seiner Schrullen immer ein Gegenstand des Interesses gewesen sei, und bat Sander, ihm, bei sich darbietender Gelegenheit, dies ausdrücken zu wollen. In allem, was er sagte, sprach sich Freundlichkeit und ein Hang nach Versöhnung aus. In diesem Hange nach Versöhnung stand er aber nicht allein da, sondern begegnete sich darin mit Frau von Karajan. Als ihm diese persönlich eine 2. Tasse präsentierte, sagte sie, während er den Zucker aus der Schale nahm: Auf ein Wort, lieber Schach, aber im Nebenzimmer. Und sie ging ihm dahin vorauf. Lieber Schach, begann sie, hier auf einem großgeblümten Kanapee Platz nehmend, vor dem aus beide mit Hilfe der offenstehenden Flügeltür einen Blick auf das Eckzimmer hin frei hatten. Es sind dies unsere letzten Minuten, und ich möchte mir, ehe wir Abschied voneinander nehmen, noch manches von der Seele heruntersprechen. Ich will nicht mit meinem Alter kokettieren, aber ein Jahr ist eine lange Zeit, und wer weiß, ob wir uns wiedersehen. Ueba Victoire kein Wort. Sie wird Ihnen keine trübe Stunde machen. Sie liebt Sie zu sehr, um es zu können oder zu wollen. Und Sie, lieber Schach, werden sich dieser Liebe würdig zeigen. Sie werden ihr nicht wehe tun, diesem süßen Geschöpf, das nur Demuth und Hingebung ist. Es ist unmöglich, und so verlange ich denn kein Versprechen von Ihnen. Ich weiß im Voraus, ich habe es. Schach sah vor sich hin, als Frau von Karajan diese Worte sprach, und tröpfelt, während er die Tasse mit der linken hielt, den Kaffee langsam aus dem zierlichen kleinen Löffel. Ich habe seit unserer Versöhnung, fuhr sie fort, mein Vertrauen wieder. Aber dies Vertrauen, wie mein Brief Ihnen schon aussprach, war in Tagen, die nun glücklicherweise hinter uns liegen, um vieles mehr als ich es für möglich gehalten hätte, von mir gewichen. Und in diesen Tagen habe ich harte Worte gegen Sie gebraucht, harte Worte, wenn ich mit Victoire sprach, und noch härtere, wenn ich mit mir allein war. Ich habe sie kleinlich und hochmütig, eitel und bestimmbar gescholten, und habe, was das Schlimmste war, der Undankbarkeit und der Lâcheté geziehen. Und, das beklag ich jetzt, und schäme mich einer Stimmung, die mich unsere Vergangenheit so vergessen lassen konnte. Sie schwieg einen Augenblick, aber als Schach antworten wollte, litt sie's nicht, und sagte, nur ein Wort noch. Alles, was ich in jenen Tagen gesagt und gedacht habe, bedrückte mich, und verlangte nach dieser Beichte. Nun erst ist alles wieder klar zwischen uns, und ich kann Ihnen wieder frei ins Auge sehen. Aber, nun genug. Kommen Sie, man wird uns ohnehin schon vermisst haben. Und sie nahm seinen Arm und scherzte, nicht wahr? On revient toujours à ses premiers amours. Und ein Glück, dass ich es Ihnen lachend aussprechen kann. Und in einem Momente reiner und ganzer Freude. Victoire trat Schach und ihrer Mama von dem Eckzimmer her entgegen und sagte, nun, was war es? Eine Liebeserklärung. Ich dachte es, und ein Glück, Schach, dass wir morgen reisen, nicht wahr? Ich möchte der Welt um keinen Preis das Bild einer eifersüchtigen Tochter geben. Und Mutter, Tochter nahmen auf dem Sofa Platz, wo sich Alvensleben und Nostitz ihnen gesellten. In diesem Augenblick wurde Schach der Wagen gemeldet,
und es war, als ob er sich bei dieser Meldung verfärbe. Frau von Karajon sah es auch. Er sammelte sich aber rasch wieder, empfahl sich und trat in den Korridor hinaus, wo der kleine Groom mit Mantel und Hut auf ihn wartete. Victoire war ihm bis an die Treppe hinaus gefolgt, auf der noch vom Hof her ein halber Tagesschein flimmerte. »Bis auf morgen«, sagte Schach, und trennte sich und ging. Aber Victoire beugte sich weit über das Geländer vor und wiederholte leise, »Bis auf morgen. Hörst du? Wo sind wir morgen?« Und siehe, der süße Klang ihrer Stimme verfehlte seines Eindrucks nicht, auch in diesem Augenblicke nicht. Er sprang die Stufen wieder hinauf, umarmte sie, wie wenn er Abschied nehmen wolle für immer, und küsste sie. »Auf Wiedersehen, Mirabelle.« Und nachhorchend hörte sie noch seinen Schritt auf dem Flur. Dann fiel die Haustür ins Schloss, und der Wagen rollte die Straße hinunter. Auf dem Bocke saßen Ordonnanz Barsch und der Groom, von denen jener sich's eigens ausbedungen hatte, seinen Rittmeister und Gutsherrn an diesem seinem Ehrentage fahren zu dürfen, was denn auch ohne weiteres bewilligt worden war. Als der Wagen aus der Beeren in die Wilhelmstraße einbog, gab es ein Ruck oder Schlag, ohne dass ein Stoß von unten her verspürt worden wäre. »Damn«, sagte Groom, »what's that? What it is? Wat soll et sint kleiner? En steen is et? En doter Feldwebel? Oh no, Barsch, nix doen. 'Twas something, dear me. Like shooting.« »Shooting? Na nu.« »Yes, pistol shooting.« Aber der Satz kam nicht mehr zu Ende, denn der Wagen hielt vor Schachs Wohnung, und der Groom sprang in Angst und Eile vom Bock, um seinem Herrn beim Aussteigen behilflich zu sein. Er öffnete den Wagenschlag, ein dichter Qualm schlug ihm entgegen, und Schach saß aufrecht in der Ecke, nur wenig zurückgelehnt. Auf dem Teppich, zu seinen Füßen, lag das Pistol. Entsetzt warf der Kleine den Schlag wieder ins Schloss und jammerte. »Heavens, he is dead.« Die Wirtsleute wurden alarmiert, und so trugen sie den Toten in seine Wohnung hinauf. Barsch fluchte und flennte und schob alles auf die Menschheit, weil er's aufs Heiraten zu schieben nicht den Mut hatte. Denn er war eine diplomatische Natur wie alle Bauern. Chapter 20. Bülow an Sander, Königsberg, 14. Sept. 1806. Sie schreiben mir, lieber Sander, auch von Schach. Das rein Tatsächliche wusste ich schon. Die Königsberger Zeitung hatte der Sache kurz erwähnt. Aber erst Ihrem Briefe verdank ich die Aufklärung, soweit sie gegeben werden kann. Sie kennen meine Neigung, und dieser folg ich auch heut, aus dem Einzelnen aufs Ganze zu schließen, aber freilich auch umgekehrt aus dem Ganzen aufs Einzelne, was mit dem Generalisieren zusammenhängt. Es mag das sein Miesliches haben und mich oft zu weit führen. Indessen, wenn jemals eine Berechtigung dazu vorlag, so hier, und speziell, Sie werden es begreiflich finden, dass mich dieser Schachfall, der nur ein Symptom ist, um eben seiner symptomatischen Bedeutung willen aufs Ernsteste beschäftigt. Er ist durchaus Zeiterscheinung, aber wohlverstanden mit lokaler Begrenzung, ein in seinen Ursachen ganz abnormer Fall, der in dieser Art und Weise nur in seiner königlichen Majestät von Preußen Haupt- und Residenzstadt oder, wenn über diese hinaus, immer nur in den Reihen unserer nachgeborenen fridericianischen Armee zutragen konnte, einer Armee, die statt der Ehre nur noch den Dünkel und, statt der Seele, nur noch ein Uhrwerk hat, ein Uhrwerk, das bald genug abgelaufen sein wird. Der große König hat diesen schlimmen Zustand der Dinge vorbereitet, aber dass er so schlimm werden konnte, dazu mussten die großen Königsaugen erst schließen, vor denen bekanntermaßen jeder mehr erbangte, als vor Schlacht und Tod. Ich habe lange genug dieser Armee angehört, um zu wissen, dass Ehre das dritte Wort in ihr ist. Eine Tänzerin ist charmant auf Ehre, eine Schimmelstute magnifik auf Ehre, ja. Mir sind Wucherer empfohlen und vorgestellt worden, die superb auf Ehre waren. Und dies beständige Sprechen von Ehre, von einer falschen Ehre, hat die Begriffe verwirrt und die richtige Ehre totgemacht. All das spiegelt sich auch in diesem Schachfall, in Schach selbst, der, all seiner Fehler unerachtet, immer noch einer der besten war. Wie lag es denn? Ein Offizier verkehrt in einem adligen Hause. Die Mutter gefällt ihm, und an einem schönen Etage gefällt ihm auch die Tochter vielleicht, oder sagen wir lieber sehr wahrscheinlich, weil ihm Prinz Louis eine halbe Woche vorher einen Vortrag über Beauté du Diable gehalten hat. Aber gleichviel, sie gefällt ihm, und die Natur zieht ihre Konsequenzen. Unter so gegebenen Verhältnissen wäre nun wohl einfacher und natürlicher gewesen, als Ausgleich durch einen Eheschluss, durch eine Verbindung, die weder gegen den äußeren Vorteil, noch gegen irgendein Vorurteil verstoßen hätte. Was aber geschieht? Er flieht nach Wuthenow,
einfach weil das holde Geschöpf, um das sich's handelt, ein paar Grübchen mehr in der Wange hat, als gerade modisch oder herkömmlich ist, und weil diese paar Grübchen zu viel unseren glatten und wie mit Schachtelhalm polierten Schach 4 Wochen in eine von seinen Feinden bewitzelte Stellung hätten bringen können. Er flieht also, sage ich, löst sich feige von Pflicht und Wort, und als ihn schließlich, um ihn selber sprechen zu lassen, sein allergnädigster König und Herr, an Pflicht und Wort erinnert und strikten Gehorsam fordert, da gehorcht er, aber nur, um im Momente des Gehorchens den Gehorsam in einer allerbrüskesten Weise zu brechen. Er kann nun mal Zietens spöttischen Blick nicht ertragen, noch viel weniger einen neuen Ansturm von Karikaturen, und in Angst, gesetzt durch einen Schatten, eine Erbsenblase, greift er zu dem alten Auskunftsmittel der Verzweifelten, un peu die poudre. Da haben Sie das Wesen der falschen Ehre. Sie macht uns abhängig von dem schwankendsten und willkürlichsten, was es gibt, von dem auf Triebsand aufgebauten Urteile der Gesellschaft, und veranlasst uns, die heiligsten Gebote, die schönsten und natürlichsten Regungen eben diesem Gesellschaftsgötzen zum Opfer zu bringen, und diesem Kultus einer falschen Ehre, die nichts ist als Eitelkeit und Verschrobenheit. Ist denn auch Schach erlegen, und Größeres als er wird folgen. Erinnern Sie sich dieser Worte. Wir haben wie Vogel Strauß den Kopf in den Sand gesteckt, um nicht zu hören und nicht zu sehen. Aber diese Straußenvorsicht hat noch nie gerettet. Als es mit der Ming-Dynastie zur Neige ging und die siegreichen Mandschu-Heere schon in die Palastgärten von Peking eingedrungen waren, erschienen immer noch Boten, Abgesandte, die dem Kaiser von Siegen und Wiedersiegen meldeten, weil es gegen den Ton der guten Gesellschaft und des Hofes war, von Niederlagen zu sprechen. Oh, dieser gute Ton. Eine Stunde später war ein Reich zertrümmert und ein Thron gestürzt. Und warum? Weil alles Geschraubte zur Lüge führt. Und alle Lüge zum Tod. Entsinnen Sie sich des Abends in Frau von Carayons Salon, wo bei dem Thema Hannibal ante Portas Ähnliches über meine Lippen kam. Schach tadelte mich damals als unpatriotisch. Unpatriotisch? Die Warner sind noch immer bei diesen Namen genannt worden. Und nun, was ich damals als etwas bloß Wahrscheinliches vor Augen hatte, jetzt ist es tatsächlich da. Der Krieg ist erklärt. Und was das bedeutet, steht in aller Deutlichkeit vor meiner Seele. Wir werden an derselben Welt des Scheins zugrunde gehen, an der Schach zugrunde gegangen ist. Ihr Bülow. Nachschrift. Dona früher bei der Garde du Corps, mit dem ich eben über die schachsche Sache gesprochen habe, hat eine Lesart, die mich an frühere gnostische Mitteilungen erinnerte. Schach habe die Mutter geliebt, was ihn, in einer Ehe mit der Tochter, in seltsam peinliche Herzenskonflikte geführt haben würde. Schreiben Sie mir doch darüber. Ich persönlich finde es pikant, aber nicht zutreffend. Schachs Eitelkeit hat ihn zeitlebens bei voller Herzenskühle gehalten. Und seine Vorstellungen von Ehre hier ausnahmsweise die richtige würden ihn außerdem, wenn er die Ehe mit der Tochter wirklich geschlossen hätte, vor jedem Fauxpas gesichert haben. B. Chapter 21. Victoire von Schach an Lisette von Pebant. Rom, 18. August 1807. Ma chère Lisette. Dass ich dir sagen könnte, wie gerührt ich war über so liebe Zeilen. Aus dem Elend des Krieges, aus Kränkungen und Verlusten heraus, hast du mich mit Zeichen alter, unveränderter Freundschaft überschüttet und mir meine Versäumnisse nicht zum Ueblen gedeutet. Mama wollte mehr als einmal schreiben, aber ich selber bat sie damit zu warten. Ach, meine teure Lisette, du nimmst teil an meinem Schicksal und glaubst, der Zeitpunkt sei nun da, mich gegen dich auszusprechen. Und du hast recht, ich will es tun, so gut ich's kann. Wie sich das alles erklärt? Fragst du und setzest hinzu. Du stündest vor einem Rätsel, das ich dir nicht lösen wolle. Meine liebe Lisette, wie lösen sich die Rätsel? Nie. Ein Rest von Dunklem und Unaufgeklärtem bleibt, und in die letzten und geheimsten Triebfedern anderer oder auch nur unserer eigenen Handlungsweise hineinzublicken, ist uns versagt. Er sei, so versichern die Leute, der schöne Schach gewesen, und ich, das Mindeste zu sagen, die nicht schöne Victoire. Das habe den Spott herausgefordert, und diesem Spotte Trotz zu bieten, dazu habe er nicht die Kraft gehabt, und so sei er denn aus Furcht vor dem Leben in den Tod gegangen. So sagt die Welt, und in vielem wird es zutreffen. Schrieb er mir doch Ähnliches und verklagte sich darüber. Aber wie die Welt strenger gewesen ist als nötig, so vielleicht auch er selbst. Ich sehe es in einem anderen Licht. Er wusste sehr wohl, dass aller Spott der Welt schließlich erlahmt und erlischt, und war im Übrigen
auch Manns genug, diesen Spott zu bekämpfen, im Fall er nicht erlahmen und nicht erlöschen wollte. Nein, er fürchtete sich nicht vor diesem Kampf, oder wenigstens nicht so wie vermutet, aber eine kluge Stimme, die die Stimme seiner eigensten und innersten Natur war, rief ihm beständig zu, dass er diesen Kampf umsonst kämpfen und dass er, wenn auch siegreich gegen die Welt, nicht siegreich gegen sich selber sein würde. Das war's. Er gehörte durchaus, und mehr als irgendwer, den ich kennengelernt habe, zu den Männern, die nicht für die Ehe geschaffen sind. Ich erzählte dir schon, bei früherer Gelegenheit, von einem Ausfluge nach Tempelhof, der überhaupt in mehr als einer Beziehung einen Wendepunkt für uns bedeutete. Heimkehrend aus der Kirche, sprachen wir über Ordensritter und Ordensregeln, und der ungesucht ernste Ton, mit dem er, trotz meiner Neckereien, den Gegenstand behandelte, zeigte mir deutlich, welchen Idealen er nachhing. Unter diesen Idealen, all seiner Liaisons unerachtet, oder vielleicht auch um dieser Liaisons willen, war sicherlich nicht die Ehe. Noch jetzt darf ich dir versichern, und die Sehnsucht meines Herzens ändert nichts an dieser Erkenntnis, dass es mir schwer, ja fast unmöglich ist, ihn mir außer der SA-Familie vorzustellen. Ein Kardinal, ich sehe ihrer hier täglich, lässt sich eben nicht als Ehemann denken. Und Schach auch nicht. Da hast du mein Bekenntnis, und Ähnliches muss er selber gedacht und empfunden haben, wenn er auch freilich in seinem Abschiedsbriefe darüber schwieg. Er war seiner ganzen Natur nach auf Repräsentation und Geltendmachung einer gewissen Grandezza gestellt, auf mehr äußerliche Dinge, woraus du sehen magst, dass ich ihn nicht überschätze. Wirklich, wenn ich ihn in seinen Fehden mit Bülow immer wieder und wieder unterliegen sah, so fühlte ich nur zu deutlich, dass er weder ein Mann von hervorragender geistiger Bedeutung, noch von superiorem Charakter sei. Zugegeben das alles, und doch war er andererseits durchaus befähigt, innerhalb eng gezogener Kreise zu glänzen und zu herrschen. Er war wie dazu bestimmt, der Halbgott eines prinzlichen Hofes zu sein. Und würde diese Bestimmung, du darfst darüber nicht lachen, nicht bloß zu seiner persönlichen Freude, sondern auch zum Glück und Segen anderer, ja vieler anderer erfüllt haben. Denn er war ein guter Mensch und auch klug genug, um immer das Gute zu wollen. An dieser Laufbahn als ein prinzlicher Liebling und Plenipotentiäre hätte ich ihn verhindert, ja, hätte ihn bei meinen anspruchslosen Gewohnheiten aus all und jeder Karriere herausgerissen und ihn nach Wuthenow hingezwungen, um mit ein Spargelbeet anzulegen oder der Kluckhenne die Küchelchen wegzunehmen. Davor erschrak er. Er sah ein kleines und beschränktes Leben vor sich und war, ich will nicht sagen, auf ein großes gestellt, aber doch auf ein solches, das ihm als groß erschien. Über meine Nichtschönheit wäre er hinweggekommen. Ich zögere fast es niederzuschreiben, nicht eigentlich missfallen, und vielleicht hat er mich wirklich geliebt. Befrag ich seine letzten, an mich gerichteten Zeilen, so wäre es in Wahrheit so. Doch ich misstraue diesem süßen Wort, denn er war voll Weichheit und Mitgefühl, und alles Weh, was er mir bereitet hat durch sein Leben und sein Sterben, er wollte es ausgleichen, soweit es auszugleichen war. Alles weh. Ach, wie so fremd und strafend mich dieses Wort ansieht. Nein, meine liebe Lisette, nichts von weh. Ich hatte früh resigniert und vermeinte kein Anrecht an jenes Schönste zu haben, was das Leben hat. Und nun habe ich es gehabt. Liebe. Wie mich das erhebt und durchzittert, und alles weh in Wonne verkehrt. Da liegt das Kind und schlägt eben die blauen Augen auf. Seine Augen. Nein, Lisette, viel Schweres ist mir auferlegt worden, aber es federt leicht in die Luft, gewogen neben meinem Glück. Das Kleine, dein Patchen, war krank bis auf den Tod, und nur durch ein Wunder ist es mir erhalten geblieben. Und davon muss ich dir erzählen. Als der Arzt nicht mehr Hilfe wusste, ging ich mit unserer Wirtin, einer echten alten Römerin in ihrem Stolz und ihrer Herzensgüte nach der Kirche Araceli hinauf, einem neben dem Kapitol gelegenen alten Rundbogenbau, wo sie den Bambino, das Christkind, aufbewahren, eine hölzerne Wickelpuppe mit großen Glasaugen und einem ganzen Diadem vor Ringen, wie sie dem Christkind, um seiner gespendeten Hilfe willen, von unzähligen Müttern verehrt worden sind. Ich brachte ihm einen Ring mit, noch ehe ich seiner Fürsprache sicher war, und dieses Zutrauen muss den Bambino gerührt haben, denn er half. Eine Krisis kam unmittelbar, und der Dottore verkündigte sein Via bene. Die Wirtin aber lächelte, wie wenn sie selber das Wunder verrichtet hätte. Und dabei kommt mir die Frage, was wohl Tante Marguerite, wenn sie davon hörte,
zu all dem Aberglauben sagen würde. Sie würde mich vor der alten Kirche warnen, und mit mehr Grund als sie weiß, denn nicht nur alt ist Araceli, sondern auch trostreich und labevoll, und kühl und schön. Sein Schönstes aber ist sein Name, der Altar des Himmels bedeutet. Und auf diesem Altar steigt tagtäglich das Opfer meines Dankes auf. Verlag von F. Fontane Co. Berlin W. 35 unentbehrlich für jeden Gebildeten, der sich über die literarische Bewegung in- und auslandes auf dem Laufenden halten will, ist das literarische Echo Halbmonatsschrift. Für Literaturfreunde Herausgeber Dr. Josef Ettlinger 3. Jahrgang Sammelorgan. Für alle literarischen Interessen Essays, Biografien, Kritiken aus angesehenen Federn, Literaturbriefe aus allen Kulturländern, gedrängte Revue der in- und ausländischen Zeitschriften, vollständige Bibliografie, Porträts, Proben aus neu erscheinenden Werken, Nachrichten. In der Zeitschrift folgende Deutschen Unterricht, Leipzig, B. G. Teubner vom Februar 1899, widmete deren Herausgeber, Prof. Dr. Otto Lyon, dem Lit. Echo, eine 3,5 Seiten lange Besprechung, in der S&A heißt, das gesamte literarische Leben unserer Nation wie in einem Spiegel zusammenzufassen und den Literaturfreunden so die Möglichkeit zu verschaffen, dieses eigenartige und intime, geistige Leben unseres Volkes zu überschauen und mit lebendigem Anteil zu verfolgen, ist der Zweck der vorliegenden neuen Zeitschrift. Dass eine solche Zeitschrift eine unbedingte Notwendigkeit für unsere Zeit ist, wird jeder zugestehen, der mit uns der Meinung ist, dass in unserem Zeitalter nur das Volk auf die Dauer lebens- und leistungsfähig bleibt, das durch das gemeinsame Bindemittel einer tiefgehenden literarischen Bildung fest zusammengekittet wird. Darum ist es heute vielleicht unsere allerwichtigste Aufgabe, die Kreise der Gebildeten unseres Volkes für dessen Literatur nachdrücklich zu interessieren und so unser Volk vor Verflachung und gigalhafter Verblödung, die uns leider in den Straßen und Gesellschaft sehen, unsere Hauptstädte schon vielfach entgegentritt, zu bewahren. Eines fehlt gerade den maßgebenden Kreisen unseres Volkes vielfach noch in großem Maße: die Fähigkeit, literarisch zu genießen und die zu literarischem Genuss drängende Es- oder Trinklust. Zu dieser muss unser Volk seinem größten Teile nach erst erzogen werden. Die Aufgabe, eine solche Erziehung anzubahnen und in die rechten Formen zu leiten, will die vorliegende Zeitschrift zu lösen versuchen. Ich glaube, dieses Ziel ist so hoch und groß, dass alle, die unser Volk und sein geistiges Leben lieben, sich freudig in den Dienst dieses reinen Strebens stellen werden. Und jeder, der zur Verbreitung dieser Zeitung beiträgt, hilft an der Erreichung des weit gesteckten Zieles tatkräftig mitarbeiten. Und diese Zeitschrift verdient es, dass sie die weiteste Verbreitung vor allem auch in Lehrer- und Schulkreisen, den berufenen Erziehern unseres Volkes, findet, und SWO. Mit dem Ende von Schach von Wutenow lassen wir uns von den Gedanken und Reflexionen zurück, die die Geschichte uns hinterlässt. Fontane hat es meisterhaft verstanden, die Konflikte und das Spiel der menschlichen Natur zu schildern, so dass wir uns noch lange mit den Fragen beschäftigen, die das Werk aufwirft. Vielen Dank, dass Sie uns auf dieser Erzählreise begleitet haben. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um auch in Zukunft weitere literarische Abenteuer zu erleben.